Good morning, everybody. Welcome to the International Natural Cosmetics Conference and Exhibition. Very warm welcome and good morning to everybody who is already switching in from somewhere in the world, because it's still another 1 hour and 20 minutes till we go. So just keep on being in the exhibition ground, check around, get contact to the exhibitors, go to make a walk along the beach or whatever, and be there at about 10 before 10, because we start on time and have a very interesting program which is full of new informations, maybe even for you. So see you again, and looking forward for a new very interesting conference. Goodbye.
Good morning to the early birds. Welcome on the exhibition ground. We have still another 1 hour approximately to start our conference. So just look around, make a stroll at the beach, on the promenade, or check one of the exhibition booths where charming people wait for you to inform you about their products, new trends and so on. Hallo, ihr Frühaufsteher. Wir haben noch ungefähr eine Stunde, genau gesagt 55 Minuten, bis wir starten. Bitte haben Sie noch ein bisschen Geduld. Spazieren Sie einfach am Strand entlang. Wir haben eine wunderschöne Promenade. Es gibt dort auch ein Café oder vielleicht schauen Sie sich eines der Stände an. Es gibt dort viele interessante neue Produkte, neue Trends, neue Informationen, die ich Ihnen recht herzlich empfehlen kann. Bis dahin, tschüss.
Good morning, everybody. Welcome on the exhibition ground of ICADA, the ICADA Expo. A very warm welcome to everybody who's already shown in and is waiting for the program. We start exactly at 10 o'clock. And if you want to use the time, just stick on, because yesterday we had more than 470 participants, which meant the places were very short running and we had to close the show for the entrance to the show for some people showing in later. We have a nice promenade to stroll on, which is at the beach of the Mediterranean Sea. We have very interesting booths with exhibitors which have new products, new informations. You can talk with them. If you have any question, any inquiry, just contact the ICADA booth, which is in the conference area at the entrance, and just click the talk point if you want to talk with us, or the info point if you want to have information about our quality labels and so on. Morgen, meine Damen und Herren, wir starten gleich um 10 Uhr mit dem internationalen Teil unserer internationalen Naturkosmetik Messe Kongress. Bis dahin haben Sie noch Zeit, holen sich vielleicht gekühlte Getränke, denn wir sind immerhin am Mittelmeer. Die Beauty Beach liegt am Strand vom Mittelmeer. Nehmen Sie doch vielleicht noch einen kleinen Spaziergang zum Strand. Wir haben eine wunderschöne Promenade, auch ein Café dort. Oder besuchen Sie einen der Stände, wo schon informierte, sympathische Aussteller auf Sie warten mit neuen Produkten, neuen Informationen und Ähnlichem. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, der ICADA-Stand ist am Eingang direkt rechts, direkt neben dem Kongressbereich. Dort können Sie von uns alle möglichen Informationen abrufen. Das heißt meistens die Qualitätslabel über Naturkosmetik, über Clean Beauty und Ähnliches. Oder wenn Sie Fragen haben, Nachfragen haben, Probleme haben, was auch immer, klicken Sie den Talk-Knopf und Sie können dann mit uns direkt von Angesicht zu Angesicht sprechen. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß. Wir sehen uns später. Ciao.
Good morning, everybody. Welcome to the ICADA exhibition ground, where we're preparing our next session of the International Natural Cosmetic Conference. We are on time. We start punctually at 10 o'clock, and we invite you to use the time to make a stroll around, stroll along the beach on our promenade at the sea, or see one of the exhibitors on their booth which have interesting new products or informations for you. You can download informations via the info link. Whatever, at least you should have a cold drink, because we are on the sun of the Mediterranean Sea and we start punctually at 10 o'clock. If you have any question, don't hesitate. We have the live treff, that is the camera pictogram. Just click there and you are in a Zoom forum where you can ask all your questions, give comments and so on. If you have an individual question, just go to the ICADA booth, which is in the entrance area. Click the talk link and you will be connected to one of the communication lines you can use. Please don't use the YouTube commentary, which is not taken care of. Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Sie begrüßen darf. Wir sind pünktlich in der Zeit, in 10 Minuten starten wir pünktlich. Ich würde empfehlen, sich nochmal schnell ein kühles Getränk zu besorgen. Wir sind ja immerhin am Mittelmeer. Sie können aber auch noch einen kleinen Spaziergang über die Messe machen, bis hinten hin zur Promenade am Meer entlang. Wunderschön, dort gibt es auch ein Café, in dem man sich aufhalten kann, und natürlich unsere beiden Seminarräume, die Ihnen verschiedene Seminare zeigen. Wir sind erreichbar für Sie entweder über den Live-Treff, dort treffen sich Aussteller, Besucher, alle, die Interesse haben. Sie brauchen nur einfach die Kamera, das Kamerapiktogramm zu klicken und kriegen die entsprechenden Daten. Wenn Sie irgendwas Individuelles für ICADA haben, gehen Sie einfach zum ICADA-Stand, der ist im Mitgliederbereich, der ist im Eingangsbereich, Entschuldigung. Im Eingangsbereich klicken Sie auf Talk und dort kriegen Sie verschiedene Kanäle, mit denen Sie uns erreichen können, angeboten. Sind Sie an irgendwelchen Informationen, Broschüren und so weiter von ICADA interessiert, einfach den Link Info klicken und Sie bekommen dann entsprechende Möglichkeiten zum Download von Prospekten. Ich freue mich auf Sie. Wir hatten gestern über 470 Teilnehmer. Ist es gut, dass Sie schon da sind, denn wir werden unter Umständen heute sogar den Zugang schließen müssen, wenn wir eine zu große Zahl überschritten haben. Bis dahin freue ich mich, dass Sie sich noch ein bisschen umsehen und sehe Sie gleich wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.
thanks to ICADA for inviting me in this conference. I'm Sibylle Millet, Regulatory Affairs Manager Good morning, at Cosmed, everybody. and I will I'm talk very to happy you to about the welcome you clinical on the sustainability ICADA Expo project by the EU exhibition Commission and ground, its where impact we on have cosmetic today products. the International Natural First of all, Cosmetics as you might not Conference. be familiar with Cosmed, I will introduce We our have a long association, program then I today, and will I talk don't about the want European to Chemical Strategy for hesitate to start Sustainability. with you This very is a soon, short but a presentation of few 20 comments minutes, I've so I will got to focus make. on the impact Guten Morgen, meine on Damen und cosmetic Herren. Ich regulation. freue mich, dass Sie I heute will zum give you an internationalen Teil update of der the timeline and Naturkosmetik the latest Kongressmesse developments, erschienen and I sind. will then focus Der more, Vormittag wird even in more, englischen on the impact Vorträgen. for natural products. So Cosmed is a cosmetic association for SMEs, the French cosmetic association. Sorry, this was already the first, the start of the first presentation. We have a little problem in terms of some of the presentation directly start without any first seconds to wait. So, but we start it once again, just a second. So, es gibt einige Kommentare, die ich Ihnen zu geben habe. Das mache ich kurz und bündig, damit wir auch direkt gleich starten können. Da ist schon ein Vortrag losgestartet, aber das liegt daran, dass die Vorspanne sehr kurz sind. Ich habe es also gestoppt und wir fangen gleich nochmal von vorne an. Jetzt also einige Kommentare, erst in Englisch und dann in Deutsch, damit Sie auch direkt wissen, wie alles funktioniert. Zunächst mal vielen Dank beim Team. Frau Dr. Funstein, die ein tolles Programm zusammengestellt hat. Vielen Dank, Frau Dr. Funstein. 29 Vorträge, das ist schon nicht nur ein Volumen, sondern jeder Vortrag auch ein Unikat, nirgendwo anders zu hören, Insider-Informationen, die Sie nirgendwo bekommen. Das heißt, es ist wert, sich diese 29 Vorträge anzuschauen. Falls Sie irgendwelche Vorträge verpasst haben sollten, kein Problem. Wir melden uns nach der Messe mit dem Angebot des Videos der beiden Messetage. Frau Spasic, vielen Dank. Die leitet heute den Live-Treff. Sie finden neben der Leinwand ein Kamerapiktogramm. Das Kamerapiktogramm einfach anklicken und schon sind Sie im Zoom Live-Treff. Dort können Sie Fragen stellen, dort können Sie diskutieren. Es ist für Besucher, es ist für Aussteller, es ist für alle da. Darüber hinaus kurz zu unseren Informationskanälen. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, die Sie an ICADA stellen wollen, einfach in den Eingangsbereich gehen. Dort finden Sie auf der rechten Seite den ICADA-Stand, dort auf Talk klicken und schon bekommen Sie die verschiedenen Kanäle, mit denen Sie unser Team erreichen können, Angesicht zu Angesicht. Wir wollen eine Live-Messe machen. Es gibt auch noch den Papagei, das ist Talk. Dort können Sie chatten, ohne dass Sie eine Kamera brauchen. Wenn Sie also Fragen haben, bitte dort. Nicht in keinem Fall über YouTube. Da sind gestern einige Fragen verloren gegangen. Das haben wir nicht angeboten. Da haben sich einfach einige Leute reingehackt und Fragen gestellt. Da war eine Antwort auch dann direkt nicht möglich. Also Frau Spasic leitet Ihnen heute den Live-Treff. Frau Brunke leitet heute Talk. Die Chatmöglichkeit einfach mit einfachen Sätzen geschrieben, Fragen, diskutieren, antworten. Frau Wortmann darf ich auch recht herzlich danken, die für die Organisation, für die wirtschaftlichen Gegebenheiten Sorge getragen hat. Das ist natürlich toll. Auch unser IT-Team, das diese tolle Messe aufgebaut hat, nochmal recht herzlichen Dank. Tolle Stände, ein tolles Messegelände unter der Sonne des Mittelmeers, eine tolle Angelegenheit. So I've got to thank our ICADA team for preparing this conference. Dr. Funstein, she did an excellent job. 29 presentations and all of them are new informations, inside information, something you can get in the literature or on the websites. Mrs. Spasic is taking care of the live meeting room. You see the pictogram with the camera right hand side of the screen. So just click there and you are in a room where you meet the exhibitors, the visitors, everybody is interested to talk, to discuss, to ask questions. If you have a question, special individual question, just go to the ICADA booth, which is in the entrance area. Just click the talk button and to you are shown the variety of communication channels
by which you can reach the ICADA team, ask questions, have inquiries, and so on and so on. Thanks auch to Mrs. Wortmann, who take care of the financial situation, for them background to prepare and to have this conference. I also thank the IT team, which constructed the very nice, beautiful, elegant booths, the exhibition ground, the area which the exhibition grounds is hosting. That means they put us on the Mediterranean Sea at the Beauty Beach. Thank you very much. Okay, organisatorisch habe ich schon erzählt, auf welchen Kanälen Sie uns erreichen. Bitte also nicht über YouTube. Info-Links sind immer die Links, über die Sie Informationen über Firmen oder auch über ICADA erhalten können. Falls Sie die Messe interessant finden, können Sie gerne auch dort ausstellen. Der Platz für Stände ist kostenlos. Die Stände kosten einen kleinen lächerlichen Betrag, werden individuell gefertigt für alle Aussteller. Gehen Sie einfach auf Kosmetikregister. Dort finden Sie ein Anmeldeformular, wenn Sie einen Messestand hier aufbauen wollen, der nachhaltig über viele Veranstaltungen erhalten wird. Falls Sie einen Vortrag versäumt haben, gestern oder heute, kein Problem. Wir bieten demnächst das Video an, sodass Sie alle Vorträge sich nochmal anschauen können. So, if you're interested to have a booth on the exhibition, don't hesitate. We have a registration link on cosmeticregister.com where you can register or send us a mail. We guide you to that link and you can have a booth. The booth ground is free of charge and you just charge the construction of an individual booth, which is not very expensive. If you missed one of the presentations, don't hesitate. We are going to offer a video of the entire conference. That means day 1 and day 2 the other day, I mean during October, and you can buy this video. Eine Entschuldigung zur Technik, Sie haben es gerade schon hautnah erlebt. Wir haben Vorträge ohne Vorspann bekommen, die starten direkt, wenn wir auf einen bestimmten Knopf für die Kamera drücken. Da mögen also eine kurze Zeit 2 Leute gleichzeitig sprechen. Tut mir leid, lässt sich diesmal nicht vermeiden. Auf unserer Kosmetik-Business wird das sicherlich anders sein. Auch das Videoformat, was eingereicht wurde, ist nicht immer korrekt. Wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Please excuse if some of the presentations start directly if I'm shown on the screen. They don't have a silent part, so they just start talking. You just heard it. It will not happen again in the next meeting, in the next conference in December when we have the cosmetic business online. If you missed a presentation, you can have the video. We offer it during the middle of October. Okay, um 13 Uhr ist Pause. Dann haben wir Diskussionen im Live-Treff. Sie können sich dort einklicken, können sprechen, Bekannte treffen, Kollegen treffen, Fragen stellen, was auch immer. At 1 p.m. we have a break. Everybody can see the live-Treff room where you meet other participants, where you meet the exhibitors and so on. So live-Treff is the area where to meet, to talk, to discuss at 1 o'clock or a little bit earlier when the presentation are finished. We start again at 2 p.m. and have another part of our conference which is held in German. Um 2 Uhr geht es dann weiter, dann haben wir wieder einen deutschsprachigen Teil und dann geht es also pünktlich aus dem Live-Treff heraus in die Konferenz, in die Tagung hinein. So, jetzt erstmal, das war genug für die Begrüßung. Ich freue mich, meine liebe Kollegin Sibylle aus Frankreich begrüßen zu dürfen. Sie hält den Vortrag über ein ganz wichtiges Thema. Sie alle wissen, wir haben den Green Deal. Das war eine tolle Idee der Kommission. Das hörte sich auch toll an. Die Ziele waren hochgesteckt, sind immer noch hochgesteckt. Kohlendioxidverringerung, Energieeffizienz, gesunde Lebensmittel, Circular Economy und so weiter und so weiter. Das war die Theorie.
Die Kommission hat alle beteiligten DGs gefragt, bitte gebt uns Input, was wir in eurem Bereich mit im Rahmen des Green Deal machen können. Die DG Growth, Abteilung F, hat natürlich auch geantwortet und kam mit der Chemical Strategy for Sustainability. Die Ziele heißen Protect Citizen Environment und Environment and Innovations. Das heißt also auch hier hochgesteckte Ziele. Was aber leider vom grünen Tisch nicht berücksichtigt worden ist, sind sehr viele Konsequenzen. Insofern also freue ich mich, dass Sibylle von Cosmet uns darüber heute berichten wird. The first presentation goes about the Green Deal and the chemical strategy. The Commission had a very good idea, sounds very good, to talk about green, and they called it the Green Deal. Carbon dioxide emission should be lowered, energy efficacy should be higher, healthy food, circular economy, and so on, and so on, and so on. Sounds very good. They asked each of the DGs to contribute, and the DG Grow contributed with a chemical strategy for sustainability. A short time it was called chemical sustainability, which doesn't make any sense, but they changed it into chemical strategy. The objectives are protect citizens and protect environment and innovation and so on. That sounds good from the green table in theory, but the practical consequences are a big variety. And Sibylle from Cosmet, our sister association in France, was kind enough to offer a presentation on the many consequences we have. So, Sibylle, it's your time. Good morning, everybody. Thanks to ICADA for inviting me in this conference. I'm Sibylle Millet, Regulatory Affairs Manager at Cosmed, and I will talk to you about the Chemical Sustainability Project by the EU Commission and its impact on cosmetic products. First of all, as you might not be familiar with Cosmed, I will introduce our association. Then I will talk about the European Chemical Strategy for Sustainability. This is a short presentation of 20 minutes, so I will focus on the impact on cosmetic regulation. I will give you an update of the timeline and the latest developments, and I will then focus even more on the impact for natural products. So Cosmed is a cosmetic association for SMEs, the French Cosmetic Association. We have more than 120 members, mainly in France, but in all Europe. We do, of course, national lobbying for our members, but we do also European and international lobbying. We are also a representative of SMA United at the European Commission Cosmetics Working Group, and we have good relations with foreign countries' authorities and foreign countries' associations. We have a new department for ecological transition, so we offer personalized offer to help our members to manage their ecological transition. One of our first mission is to provide a worldwide regulatory monitoring. We follow more than 120 countries. We explain the regulation in each country, helping our members exporting their products.
We have a lot of updated fact sheets with the regulated substances in Europe and in all countries. We answer to every regulatory question within 48 hours, and we organize a lot of webinars about current topic during the year. And just sharing you key figures for France for 2020, just to show that we are the first French cosmetic SMEs network. So I cannot talk about the European chemical strategy without introducing the European Green Deal. The European Green Deal was published on December 2019. This is a horizontal Green Deal with four main pillars about climate neutrality, biodiversity protection, circular economy, and the zero pollution ambition for a toxic-free environment. The European chemical strategy is part of the zero pollution ambition, and this is the first delivery of this ambition. It was published on October 2020, and it giving the orientation of the regulatory development over the next years. It's all giving all the regulatory developments coming. It has two main ambitions. First, to better protect citizens and the environment, and to boost innovation for safe and sustainable chemicals. This is in very short timeline, because the action plan is defining measures between 2021 and 2024. So very short deadline, and this is one of the most ambitious strategy ever published. It might be compared with the publication of REACH regulation a few years ago, because it's giving a lot of changes in a very short time. I will just, about the first key ambition, this is to boost innovation for safe and sustainable chemicals by giving the safe and sustainable by design concept. I won't go over this, this first ambition because I won't have time. This is a short presentation, but just to explain this, the actions are ongoing for this, this ambition. First, consultation has already been launched to define safe and sustainable by design criteria for chemicals and materials. Then KPI will be established to measure the industrial transition towards the production of safe and sustainable chemicals. And then an ambition is also to promote cooperation and sharing of information to develop safer alternatives, to work on the R&D, because we cannot ban the most harmful substances without having safer alternatives. And for that, the ambition, the strategy has highlighted the fact that financial support is needed for SMEs, and it will be provided by the European Commission. I will more focus on the second ambition, the second key point of the strategy, to better protect citizens and the environment. Just to highlight, just to quote the original text of this of the chemical strategy, it is indicated the ambition to minimize the presence of substances of concern in products, and to develop methodologies for chemical risk assessment that take into account the whole life cycle of substances, materials, and products. This is this summarizes all the ambition of the chemical strategy. To sum up, the ambition is to harmonize and review the regulatory management of chemicals in all Europe, and this for all sectors. It has introduced the concept of one substance, one assessment. This is the main concept of this chemical strategy. And the ambition is to ensure that all chemicals are used more safely and sustainably. A big point is the ambition to ban the most harmful substances unless proven essential for society. And for us, of course, the definition of most harmful substances and the concept of essential will be decisive, and will be very relevant for the future actions. To focus on the impact on cosmetic products,
The ambition of the chemical strategy is to change cosmetic regulation, REACH regulation. It will amend REACH regulation by the definition of harmful substances. The substance initially on the scope are the CMR, endocrine disruptors, the persistent bioaccumulative and toxic substances, the PBT, and the VPVB, very persistent, very bioaccumulative substances. They are already in the definition of SVHC for now, but this will be extended. And then we will have substances immunotoxicants, neurotoxicants, substances toxic for specific organs, the STOT, and the respiratory sensitizers. For cosmetic regulation, this will have a huge impact also, because for now we have an omnibus regulatory process to ban the CMR substances once they have been officially classified, unless an exemption has been granted, and this omnibus regulatory process would be extended to all the harmful substances, so also for the endocrine disruptors, but also for the PBT and VPVB substances. This has an importance because for now, cosmetic regulation focus on the safety of cosmetic products, the safety for the consumer, but tomorrow the cosmetic regulation will have to take into account all the environmental effects of substances also. This will be included in the cosmetic regulation, and substances harmful for the environment will be also prohibited by the cosmetic regulation. The ambition of the chemical strategy is also to reform all the restriction process under REACH regulation. So the restriction process and the authorization process under REACH will be reformed and will be merged maybe with only one process. And the ambition is also to accelerate this process. So once the substance has been assessed by being, for example, harmful, and the prohibition in all the consumer products will happen more quickly. Other actions under REACH regulations are also the revision of the registration requirements. So more data will be needed for the registration dossier, more tests will be needed to well identify the dangerous substance, the endocrine disruptors, for example, and the dangerous substance for the environment. The safe use will have to be more documented. And another ambition of ECHA is also to evaluate all registration dossiers for all substances. So this is a huge work. But in case of non-compliance, the ambition is also to revocate the registration numbers. So to be used in cosmetics products, the substances need to be registered. So this may have an impact for the use of the substances in cosmetics. And the last change expected on REACH regulation is the simplification of the communication in the supply chain. So we will have an improvement of safety data sheets. The CLP regulation will be modified also with big change. For example, new hazard classes will be created with the corresponding criteria to fully address environmental toxicity, persistency, mobility, and bioaccumulation. So new categories will be created for endocrine disruptors, new categories for the health and for the environment, and new hazard classes will be created to well assess the PBT substances, the VPVB substances, but another kind of hazard which had been introduced with the chemical strategy are the persistent, mobile, and toxic substances, the PMT, and the very persistent and very mobile substances. I will have to highlight also a big change coming for us because there is an obligation to label hazard information for products even outside the scope of CLP, which is considered. So for cosmetic products, environmental labeling is considered. So this is very important for us, a big impact. And we have a project to apply mixture rules to classify MOX, substances with more than one component. I will give more on that later. And we have an ambition to improve communication of essential information on chemicals.
So we already had a consultation for the simplification and streamlining of labeling requirements considered for detergent products, fertilizer products, but we can expect that for cosmetics in the coming years, we would have also the consideration of digital labeling. There are other actions also expected with the chemical strategy. This is, of course, the harmonization of the definition of nanomaterials in order to be harmonized across Europe and for all sectors. So we will have the modification of the cosmetic regulation with regard to nanomaterials. So this is also a big step for us. And we have also we will see the ambition of the chemical strategy to strengthen the governance of the European Chemical Agency, the ECHA, by streamlining scientific and technical work on chemicals and to use resources more efficiently. So all the different expert group assessing substances today in each sector will be merged under ECHA. So for cosmetic regulation, this has an impact also because the SCCS, the Scientific Committee for Consumer Safety, who assesses the safety of cosmetic substances now, will be under the scope of ECHA. We can expect maybe a change in the risk management because maybe more focus on hazard rather than risk. We will see. We will follow the orientation of the chemical strategy. And big information also is the chemical strategy has the ambition to take into account the cocktail effect of substances, taking into consideration all the uses of the substances in all sectors. So substances considered safe may no longer be so because of this consideration of aggregate exposure and combination effects. We have see all the big impacts coming. So what about the timeline? As I said, the timelines are very short. So changes on which regulation are already ongoing. The roadmap has been published. Draft regulation has been published also to amend annexes 6 to 10 of REACH. So this is annexes giving the requirements for substances for the registration dossier. Other action will follow. So by next year, REACH regulation will be amended several times. And as regards change on CLP, the consultations are ongoing also. One has just been closed for the digitalization considered for detergent products, but another one is ongoing, detailing all other actions to expect under CLP regulation, including labeling for cosmetics. As regards the definition of nanomaterials, an open consultation has been closed on June. We have commented on this consultation. The discussion will continue, and we can expect the publication of an harmonized definition by the end of the year. For cosmetic regulation, this will happen afterward because we will have to talk about all the impact of this harmonized definition, taking into account maybe the specificities for cosmetic substances, because we know today we have solubility, and all of this has to be discussed by next year. So we closely follow and we contribute to each project. So be sure that through SMA United, you will be represented, and we will give you an update of this dossier. About the relocation of European agency to determine the future role of the SCCS, it will be defined and concluded by next year. And about the notion of essential use, which is very relevant and impactful for us, the discussions are ongoing. This is just the beginning. But what about the potential criteria maintained? We will have first, of course, the function of the substances, whether this function is necessary for health and safety and crucial for the operation of society or not. And if the function is necessary, are there viable alternatives to the chemical for the particular use? So maybe for some categories of product or for some uses, this will not be considered
as essential. So, of course, we fully embrace the ambition to protect the citizen and the environment, and to minimize the use of endocrine disruptors. When we know the substance is an endocrine disruptor, this should be prohibited. But we also are pushing to not exclude safe use of substances and to make a case-by-case assessment. Another consultation is expected very soon about the cosmetic product regulation. So this will define all the changes to expect for cosmetic regulation with the timeline. So of course we will closely follow this consultation also. What about natural products? We'll take the advantage of the presentation to make you aware that natural products will be impacted by the chemical strategy. We could think that only chemical substance may be impacted and prohibited, but not only, because essential oils and plant extracts will be impacted. With a project to apply mixture rules to classify MOX, so substance containing more than one constituent, more especially the rules for CMR classification and biodegradability, this will impact essential oils and plant extracts, because essential oils are natural complex substances which fall in the scope of the definition of MOX. So essential oils will be classified, automatically classified as CMR based on the presence, for example, of an impurity. And we know thresholds are very low to classify CMR substances. So we have already commented on this project, and we continue to speak upon keeping the possibility to classify the essential oil based on the test, if it exists, rather than on the composition, because a test is more relevant. We have to take into consideration all the antagonist effect and all the composition of the essential oil. So it is better to use a test. In case the essential oil is classified, we push that only the problematic constituents should carry the hazard, and not, because if not, this will overclassify the essential oil and the product containing it. So this will reduce the use of essential oil in finished product if the finished product is classified as a CMR. And we push also, and we explain that the classification of essential oil must be carried out with an adapted methodology, because we have to take into account the complexity of these substances, natural complex substances. Another development that I want to share with you is the latest development happening during the last Caracal working group. The ambition now is to add the skin sensitizer in the most harmful substances list. So by the extension of the general risk management, this could be restricted and prohibited. So skin sensitizers will be prohibited based on its classification. We have already a restriction process ongoing for the skin sensitizers in textile, but we could expect with this last development that maybe cosmetic products could be also concerned. So this will be very impactful for essential oils, for example, lavender oils, because we know a lot of essential oils are classified as skin sensitizers. So we continue lobbying and action to defend the use of essential oils in cosmetics. We are convinced that this is a nonsense to prohibit lavender oil, for example, in cosmetic products. I will thank you for your attention. If you have any question, please send me an email. I will be happy to answer to you to the address s.millet@cosmed.fr. Thank you. Thank you very much, Sibylle. It was great introduction into a very complex issue, and we keep you updated because there are so many things to be lobbied, especially the essential oils which could be banned little by little, and this is something we've got to prohibit.
Dankeschön, Sibylle. Das war ein ganz ausgezeichneter Vortrag. Ich freue mich, dass wir so gut eingeführt worden sind und Sie sehen, es ist ein komplexes Thema, das uns die nächsten Jahre doch sehr beschäftigen wird. Insofern werden wir Sie natürlich immer auf den neuesten Stand halten, um Ihre Interessen dann auch zu verfolgen. Gerade die ätherischen Öle sind ein großes Problem, denn sie drohen also doch Stück für Stück vielleicht verboten zu werden. Insofern also bitte bleiben Sie in Kontakt zu uns, dass wir Sie immer informieren können über die nächsten Schritte, Vorbereitung und die Wahrnehmung Ihrer Interessen. With the next presentation, I have to introduce a subject which is touching the natural cosmetic industry very much. You remember when we started in the late 19th, there was a big boom for the natural cosmetic products, but the boom meant that we had a lot of green packaging products. That means green washed products which were on the market, and it was necessary to have a definition what is honorable, honest natural cosmetics. So I had an initiative and I wrote a concept which could be a natural product and had a positive list, and by that we came to the first global ever standard for natural cosmetics. The association I worked in those days for was not able to roll out this standard but advertised it, and the idea was very interesting for many of associations. They thought this is a good money printing machine, so there came up a lot of standards with a lot of labels, and we had a mess and a big confusion in the market. We asked the Commission to end this rumble, and the Commission denied because they knew how much work it would be to define natural cosmetics. So we were very glad that the ISO took the initiative to define natural cosmetic, natural and organic cosmetic, and have a standard, an international ISO standard, which is already followed. By the way, we have a new development. The Commission might go towards the eco-label, which is going to cover creams and lotions, emulsions for skin protection, skin care, in addition, and this might be another attempt by the Commission to have an official authorized definition what is natural cosmetic. But this is on the way, and since we start with the claim group of the EU Commission in autumn, we might have a new development. We are going to press once again the Commission to start defining natural cosmetic and to have an official authorized definition what is natural cosmetic, which means natural cosmetic companies save a lot of money not to pay licenses for labels anymore, and being in contrary accepted as natural cosmetic companies. Ich darf Ihnen kurz erklären, warum dieser Vortrag für Sie sehr wichtig und sehr interessant ist. Sie entsinnen sich, in den 90er Jahren, am Ende der 90er Jahre hatten wir einen großen Markt an Naturkosmetikprodukten. Leider waren viele Naturkosmetikprodukte dabei, die nur in grünen Verpackungen verpackt waren. Unter diesem Druck wurde ich gefragt, ob es nicht eine Lösung gibt, und ich habe das Konzept für den weltweit ersten Naturkosmetik-Standard geschrieben und auch eine Positivliste entwickelt. Leider war der Verband, für den ich damals gearbeitet habe, nicht in der Lage, diesen Standard und dieses Label weltweit zu verbreiten, sondern deren Aktivitäten führten dazu, dass es eine tolle Werbung war für die Idee, eine Gelddruckmaschine für Label zu installieren. Und es kamen viele Label auf den Markt von den verschiedensten Organisationen, sodass wir wirklich ein Wirrwarr hatten, eine Konfusion, die keinem richtig half.
Wir haben daraufhin die EU-Kommission gebeten, doch eine offizielle Definition für Naturkosmetik abzugeben, aber die Kommission wusste ganz genau, was es bedeutet, eine Naturkosmetik-Definition zu schreiben. Die haben lächelnd abgewunken, hatten ja auch andere Themen, die damals sehr wichtig waren. Wir haben Hoffnung, dass das vielleicht doch wieder passieren wird, denn im Herbst wird die CLAIM-Gruppe der Kommission wieder zusammenkommen. Bis dahin haben wir aber andere Lösungen, die auch einen offiziellen Charakter haben, nämlich die ISO-Norm und die Bewegung der EU-Kommission, das Eco-Label vielleicht zu in einen anderen akzeptierten Stand zu bringen. Das Eco-Label soll sich in Zukunft auch auf Emulsionsprodukte beziehen, Cremes, Lotionen und ähnliches. Damit wäre die Naturkosmetik abgedeckt. Und das Eco-Label hat ja schon einen halbstaatlichen Status, dadurch, dass es eben von deutschen Instituten, Organisationen organisiert wurde, die staatlich sind. Bis dahin haben wir immer noch die ISO-Norm, die sich weit ausbreitet, die toll angewendet wird. Wir haben häufig Anfragen zu der ISO-Norm und insofern freue ich mich, dass ich Ihnen jetzt unseren Kollegen Alain, der Leiter der TC 217 bei der ISO war, unter der diese Norm entstanden ist, vorstellen darf, der Ihnen wirklich eine ausgezeichnete Express-Einführung in die ISO-Norm gibt. Alain, it's your time. Hello, everyone, and thank you for coming and listening to the presentation on the ISO 16128 standard for natural and organic cosmetics. I'll talk about the approach, the development, and what is the application for the industry. First of all, let's have a look at what is ISO and how does it work. ISO stands for the International Standardization Organization. It is an emanation of the World Trade Organization, the WTO, with a role to help develop and publish international standards. It's an independent, non-governmental organization with a membership of 163 national standards bodies. The members of ISO are the national standard body of the different countries. So today, there are about 163 countries that are member of ISO. Countries nominate experts to share knowledge, develop voluntary, consensus-based, market-relevant international standard in order to support innovation and provide solutions to international challenges. Let's see on how does it work. Along the years, technical committees have been created to deal with one topic. For example, TC 217, the Technical Committee 217, deals with cosmetics. And each TC decides to create working group to deal with specific areas. In the TC 217, there is a working group on microbiology, another one on analytical method, another one on sun protection method, etc. So the working group are created by the technical committee to work on specific areas. Now, in each country, there's a mirror committee, or there should be a mirror committee, namely a committee of experts that review the work done at the TC level, and they discuss the content of the standard, they make comments, and at the end, they cast the country vote. Each country, and we'll see how that works, countries have to vote along the line, along the timeline for the standard to development. TC 217, I was the chairman for the period 2014-2019, 2-3 years term, representing Singapore. As of 2020, the chairman is Uli Osterwalder, who represents Switzerland. Mrs. Mojdeh Tabari, representing Iran, is the manager of the technical committee.
The TC217 has 39 participating countries, or P members, and 27 O member or observing country. P member can vote on the different milestone of the standard. They can send experts to any working group, while observing country only receive the information, they don't vote. But they are kept informed. They want to be kept informed of the developments. And then there are liaison. TC217 has 9 associations representatives who can participate in the meeting. They are liaison. They're representing like Cosmetics Europe. They're representing the European Cosmetic Associations around, and they participate in the meeting. They can send experts. They can discuss the standard. They can even lead the standard, but they don't have the right to vote. Now, standards and regulations. Very often this question come up. It is a standard. Is it mandatory? The WTO TBT agreement, TBT stands for the Technical Barrier to Trade, specified that when a product meets an international standard, countries cannot prevent it from entering, except for human safety, environmental safety, or religious reasons. As such, ISO standards are facilitating international trade. The TBT agreement also asks countries that want to regulate to, as much as possible, use international standards in their regulation. Otherwise, compliance to standard is voluntary, but it can be made mandatory by regulations. So we see, for example, more and more countries adopting ISO 22716 as the standard for cosmetic GMP. Many have also adopted ISO 24444 as the official measure for SPF in vivo. So while standards are voluntary, they can become mandatory if a regulation is issued by a country with reference to the standard. How does the standard, why is the standard developed? It's developed at the request of a country. So a country can request for a new standard and to be introduced, and the TC will decide whether yes or no. It's something that the TC wants to take, and under which working group is going to be developed. If none of the existing working group is encompassing the topic of the standard, new proposal, then a new working group can be created. Spain is the country that requested a standard on natural and organic cosmetics, and it was attributed to Working Group 4 terminology. We see a lot of questions like organic, natural. What claim can I make about my product? So let's first look at the claim guidelines and how claims are regulated. What is a claim? The basis for claims is incorporated in the EU Regulation 655/2013, Article 20. And basically, while it's not regulated, the wording, what is a claim, is not necessarily regulated in other countries, from an experience point of view, the same basis for claim is used in all countries around the world. The Article 20 says that in the labeling, text, names, trademark, pictures, and figurative or other signs shall not be used to imply that these products have characteristics or function which they do not have. That means that text, name,
trademark, pictures, any sign is a claim. And claims have to be represent characteristic or function of the product. Let's see about what claims can be. So everything can be considered as a claim. And claims can be made everywhere. On the product label, the advertising. It's usually everyone understands that what is written on the product, what is written on the advertising of the product is a claim. But not many people realize that websites are, what is written on the website is also a claim. And there could be more than other areas that can be considered as a claim. The EU regulation says that claims must be legal, truthful, have evidential support, be honest, fair, and they should lead to informed decision-making for the consumers. So let's look very quickly of what does that mean. Legal, for example, all products must comply with the regulations. As such, you cannot make a claim that my product is legal. Every product must be legal. One of the examples of an unacceptable claim in that area that I have seen very often is our product is approved by the health authority. Well, products that are notified must be notified before being placed in the market. And that notification is not an approval, and it's mandatory. And usually health authorities do not allow the use of their name or logo without permission. Claims must be truthful. If the claim is that an ingredient is present, it must be in the formula. Claims cannot imply that a product has the property of the ingredient contained unless this is supported or the reference is explicit. The example I usually give is that if your product contains 3% glycerin and you claim that it is moisturizer, then this is supported by a lot of clinical studies published. But an example of an acceptable claim, I've seen products saying does not contain any chemical. Well, a 100% natural product is also 100% chemical. Natural extracts are a blend of many chemicals. And natural derived ingredients are only synthetic chemicals of natural origin. Evidential support, claims must be supported by evidence. If there are clinical studies, this must be ethical, follow well-established protocol, be well-designed and well-conducted, and claims can be supported by publications. Honesty, claim must not go beyond the supporting evidence, not too far beyond. Cannot claim unique because you don't know if any other product in the market do provide the same benefit. And it should lead to informed decision-making. In order, claim must be clear, understandable by the average consumer, but claims can be adapted based on the audience. If you sell your product through professionals like hair salon, beauty salon, or dermatologist, the claims you can make to the professional can be different from the claims you make to the consumer. So let's look at natural or organic claims. What is the consumer perception? There's an increased interest in natural and organic cosmetic products and ingredients. They now represent about 10% of the total market. But there is a but. There is total confusion in consumer perception. At the international level, there are several certification norms, and sometimes these norms are conflicting. The industry and the consumers want clarity, transparency, and the end to greenwashing. I've seen products
claiming that they have organic aloe vera gel. And it's, when you look at the ingredient listing, it's below the preservative list in the listing. So it means that it's below 1%. It may be there, but it's not, shouldn't be on the front panel. And with more than 30 logos around the world, we're all confused, not only consumers. Too many logos. So the objective of the ISO 16128 standard is for the consumer, transparency, easy interpretation of the claims. For the industry, it's a simple way to determine the percentage of naturalness of an ingredient or of a product. For the regulator, simple way to determine the validity of claims made. And we're going to look a little bit into that. ISO standards are international. As such, they're recognized all over the world. What is the terminology of the ISO standard? Terminology define the guidelines on technical definition and criteria for natural and organic ingredients and products. That's the ISO standard 16128. The part 1 relates to the definitions for ingredient, was published in 2016, and the part 2 gives the criteria for ingredient and product, and it was published in 2017. And the two parts must be used together. The standard, which is here for part 1, is specially developed for cosmetics. It is a logical and consistent reference for ingredients and products. It is promoting a better choice of natural or organic ingredient, and it's promoting innovation. But it's not touching on communication, claims, or human or environmental health. It's not touching on socioeconomic areas like fair trade or Nagoya Protocol, and it's not touching on packaging or legal matters. So the standard does not cover everything, but it covers a certain number of things that will allow you to make claims about your product, percentage index of natural, organic, natural origin, organic origin ingredients. For the ingredient, there are different categories: natural and derived natural ingredient, mineral and derived mineral, organic and derived organic. Then we have to define the water. And we separate the water as constitutive water, the water that is present in the plant, like aloe vera gel, for example, or orange juice. The reconstitution water, which is, if you take aloe vera gel, dehydrate it in order to save on transportation, and then reconstitute it by adding the same amount of water. That water is reconstitution water. And then you have extraction water, the water that is added to the plant material to extract, to make the extract. And in a formula, you have formulation water. And then you have, of course, or you may have, non-natural ingredients. Part 2 refers to criteria for ingredients and product. It explains the principles used to determine the indices of natural origin, organic origin, which apply to the ingredient defined. It offers a way to calculate the natural, derived natural, organic, or derived organic indices of the product based on the definition of part 1. That's why the two parts have to work together. For example, I'm giving just an example for natural index. It's a value indicating whether a cosmetic ingredient meets the definition of natural ingredient.
The value is assigned to each ingredient. A natural index of 1 means the ingredient meets the definition. The natural index of constitutive, reconstruction, extraction, and formulation water, they're all considered as natural, so equal to 1. Natural index 0, the ingredient doesn't meet the definition of natural ingredient. And you have the same thing in the standard about natural derived index, organic index, organic derived index. Finished product indexes, the different indexes have been developed to determine the percentage of naturalness of the product with and without the formulation water. Some companies don't want to include formulation water. It's okay. Both are described in the standard. So you can have percentage of naturalness, percentage of natural origin, percentage of organicity, percentage of organic origin. And all these percentages can be determined with or without the formulation water. The indexes are based on the sum of the index for each ingredient multiplied by the percentage of the ingredient in the formula. So that's why it's important for you to determine the index of each ingredient, whether done by your raw material supplier or you do it yourself. Claims are not considered in the ISO standard, but it's important to note now that the standard will most probably serve as the basis for control of claims. The calculation in the ISO standard can be made by the company or by an outside expert. You don't need to be certified. There's no certification, but it's possible to have an agency that would certify based on the standard. What are the claims? The claim ISO standard allows you to claim the percentage of naturalness of the product. For example, product is 98% natural according to ISO 16128 standard. But ISO standard does not define a natural or organic product. And as such, you cannot claim based on the ISO standard natural product. Some companies that do certified product based on their own standard will say that you need to have 95% and above to be called natural product. But the ISO standard does not consider that. There are additional references. There is our technical reports. Technical reports, or TR, are descriptive, not normative. So they are different from a standard. They have been prepared and issued to deal with special cases or to answer frequently asked questions. So TR 22582, published in 2019, referred to the extractive operation and calculation of organic index. TR 23199 referred to the calculation of organic index of hydrolates. And TR 23750, which was published in August 2021, answers to FAQ on ISO 16128. So it's very important because a lot of questions were received after the publication, and we dealt with the question into a TR to answer the questions. In conclusion, the ISO standard 16128 provides a clear, transparent, scientific way of calculating the natural, derived natural, mineral, derived mineral, organic or derived organic index of ingredients and finished product. It allows companies to claim the percentage without the need for certification, which is always possible. It allows consumer a clear, transparent choice. It gives regulators a basis for controls, and it promotes innovation and always pushing for a higher content. If your product is 95% natural,
and your competitor is 97, you are pushed to innovate in order to get to a higher level of innovative natural content. Thank you for your attention. You have here my email address should you have any question on the presentation. Thank you. Guten Morgen und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute digital bei Ihnen zu sein, von Australien nach Deutschland und Sie auf eine kurze Reise nach China mitzunehmen. Ich bin Elena Gatti, ich bin Managing Director für Europa von Azoya. Azoya ist ein chinesisches Unternehmen, ein noch relativ kleines Unternehmen mit Sitz in Shenzhen. Die von Ihnen, die schon in China waren, Shenzhen ist da bei Hongkong, genau über die Grenze. Was wir machen, was Azoya macht, wir unterstützen seit 2013 Brands und Händler auf dem Weg nach China. Also diejenigen, die nach China verkaufen wollen, zu den chinesischen Konsumenten. Send a mail address and send a mail. Sorry, once again, a little problem that you hear double voice again. Starts once again later on. So just send a mail to mail@icada.eu and we help you with calculating the ISO indices for your products. This is free of license charge because you can use the ISO indices if you bought the standard and calculated it or let it calculate by a consultant. So, vielen Dank, Ellen, für diese Express-Einführung, die schon sehr schön übersichtlich gezeigt haben, worum es geht, worum man sich kümmern muss, um Natürlichkeit auszurechnen, auszuloben. Die ISO ist also eigentlich eine sehr gute Möglichkeit. Kritiker haben immer gesagt, das lässt sich nicht zertifizieren, das stimmt nicht. Wir haben einen Weg gefunden, auch Zertifizierung in diesem Zusammenhang durchzuführen. Wenn Sie Interesse daran haben, sich die ISO-Zahlen kalkulieren zu lassen oder wenn Sie wissen wollen, wie kann ich denn Zertifizierung zu diesem Thema durchführen, wenden Sie sich an ICADA, wir helfen Ihnen gerne. Denn das ist sicherlich ein Mittel, ohne großen Lizenzlabelaufwand auch die Natürlichkeit fachlich fundiert zu dokumentieren. Im nächsten Vortrag geht es über den chinesischen Markt. Ich persönlich habe die Sichtweise zu China, zur China-Politik, zu den Verhältnissen in China doch sehr stark geändert, nachdem ich ein Buch Das Jahrhundert der Chinesen war der Titel gelesen habe. Insofern kann ich mir vorstellen, aus meiner heutigen Sichtweise, dass eventuell der chinesische Markt nicht nur schon jetzt als großer Markt interessant darstellt, sondern unter diesen Bedingungen, die eventuell zu erwarten sind, noch weiter als sehr interessanter Markt für die Zukunft darstellen wird. Ich darf Ihnen vorstellen, da muss ich aber nochmal nachschauen, Elena, die aus Australien kommt, in Australien arbeitet, uns aber einen Vortrag in Deutsch geschickt hat. Das ist leider erst kurz vorher rausgekommen, als das Programm schon stand. Insofern hören Sie jetzt einen Vortrag in Deutsch in der englischen Session. Falls Sie Interesse daran haben, es auch auf Englisch zu bekommen, können wir gerne machen. I'm introducing Elena, which is based in Australia, to talk about the Chinese market, which seems to become more and more interesting, not only from the commercial point of view, but from a political point of view. After I read a book about, the German title is Das Jahrhundert der Chinesen, then I recognized that there might be something different than explained to us by European or American literature. So this market might be very interesting. Elena is talking to us about her service, the service of her company to help export to China. Elena, it's your turn. Guten Morgen und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute digital bei Ihnen zu sein, von Australien nach Deutschland
und Sie auf eine kurze Reise nach China mitzunehmen. Ich bin Anna Gatti, ich bin Managing Director für Europa von Atsoya. Atsoya ist ein chinesisches Unternehmen, ein noch relativ kleines Unternehmen mit Sitz in Shenzhen. So die von Ihnen, die schon in China waren, Shenzhen ist da bei Hongkong, genau über die Grenze. Was wir machen, was Atsoya macht, wir unterstützen seit 2013 Brands und Händler auf dem Weg nach China. Also diejenigen, die nach China verkaufen wollen, zu den chinesischen Konsumenten, kommen oft zu uns, insbesondere diejenigen, die in den Kategorien Kosmetik. Kosmetik ist, würde ich sagen, unsere Stärke, aber natürlich auch Apotheke, besonders aus Deutschland, und Fashion und Accessories. Genau, jetzt fangen wir an. Ich werde jetzt kurz mein Screen sharen. Ich hoffe, dass jetzt alles so klappt. Genau, hier. Genau, jetzt sollen Sie alle mein Screen sharen. Genau, heute geht es in diesem Event, wo Sie jetzt da präsent sind und da auch offline sind, geht es um Naturkosmetik, und daher werde ich heute Ihnen etwas über die Naturkosmetikwelt in China erzählen. Was passiert da gerade, wo stehen wir, kann man überhaupt Naturkosmetik, darf man überhaupt Naturkosmetik nach China verkaufen und wenn ja, dann wie. Genau, kurze Wörter zu Atsoya, eigentlich habe ich schon ein bisschen erzählt. Atsoya wurde in 2013 gegründet. Wir haben ungefähr, um ein bisschen eine Größe zu geben, wir haben mehr als 100 Mitarbeiter insgesamt, davon sind 30 im Ausland. Also wir sind in Deutschland, wir sind in UK, wir sind in den US, wir sind in Australien unterwegs. Und es geht natürlich alle vom Ausland nach China, über Cross-Border E-Commerce, darüber werde ich auch später erzählen. Wir bieten Händler und Brands bestimmte Lösungen und auch All-in-One-Lösungen, die helfen eben nach China zu verkaufen und zu den chinesischen Konsumenten zu verkaufen. Also wir kümmern uns natürlich nicht nur um die Vermarktung, um die technische Umsetzung, sondern natürlich auch um die Logistik, was oft bei vielen doch Kopfschmerzen bereitet, wie schicke ich überhaupt alles nach China, aber auch um Customer Care und so weiter. Also wir bieten tatsächlich ein ganzes Paket, sagen wir so ein sorgloses Paket, wie man so oft sagt, um nach China zu verkaufen. Genau, aber jetzt geht es um die Naturkosmetik und um einen kurzen Überblick Ihnen zu geben, worüber wir jetzt lernen werden. Zuerst über die Bedeutung und Trends von Naturkosmetik in China. Was heißt überhaupt Naturkosmetik dort? Und wenn ich als jetzt Naturkosmetik-Brand überlege, nach China zu verkaufen, was gibt es denn da für Wege und für Gesetze? Und natürlich auch ein paar Wörter zum Thema Tierversuche, da bekomme ich immer sehr viele Anfragen. Wie ist das mit den Tierversuchen? Und genau, also es ist natürlich, dieser Vortrag dauert nur 20 Minuten, daher ich kann natürlich nicht in jedem einzelnen Punkt in die Tiefe gehen, das ist mehr als Überblick, aber ich freue mich jetzt natürlich, wenn es von Ihrer Seite natürlich Fragen kommen im Nachhinein. Ich werde dann meine E-Mail einfach auf der letzten Seite geben. Genau. Die gute Nachricht ist, dass China ist jetzt da angekommen, wo wir in Europa und in der westlichen Welt vor ein paar Jahren waren. Ich würde sagen von 3 bis 4 Jahren. Die Verbraucher fangen jetzt an, sich Gedanken zu machen. Gedanken um die Inhaltsstoffe, Gedanken um die Qualität und auch Gedanken um die ökologischen Auswirkungen. Was passiert, wenn jetzt synthetische Inhaltsstoffe auf meine Haut tut? Tut das gut oder was sind dann die Vorteile von Naturprodukten im Vergleich zu den synthetischen Inhaltsstoffen? Also man merkt auch, dass in den Social Media es gibt im Moment wirklich ein großes Boom und einen großen Informationsbedarf, was Naturkosmetik angeht, was Organik angeht. Das Bewusstsein der chinesischen Verbraucher wächst und der Trend der Naturkosmetikprodukte ist in China angekommen. Grundsätzlich, auch wenn man jetzt ein bisschen einen Überblick bekommen möchte,
China ist der zweitgrößte Markt für Kosmetikprodukte weltweit. Jetzt geht es nicht um Naturkosmetik, sondern um Kosmetikprodukte. Also das Thema Beauty war in China immer ein Riesending. Jeder möchte, wenn man ein bisschen Geld zur Verfügung hat, man hat es gesehen, man hat viele chinesische Touristen bei uns in den Städten gesehen, die waren da bei den großen Brands, bei den Handtaschen, aber natürlich auch bei den neuen Beauty-Trends, die in Europa waren. Also Beauty ist ein Riesenthema. Und wenn man jetzt den Markt für Naturkosmetik weltweit betrachtet, man merkt auch, dass da auch wirklich ein guter Wachstum zu sehen ist, von 34 Billionen US-Dollar in 2018 und eine Prognose von 20 Billionen mehr in 6 Jahren. Und spannenderweise in China, wir haben jetzt drauf geschaut, auf Themen Global. Themen Global ist eine der wichtigsten Plattformen in China für ausländische Produkte, für Produkte, die aus dem Ausland kommen. Eine Unmenge an Kosmetik natürlich drauf und man sieht, dass die Anfrage nach Naturkosmetik wächst gerade um 400% pro Jahr. Bald, also am 11. November, ist der große Holiday Sales, das ist der sogenannte Singles Day in China. Und dann bereitet sie natürlich schon alles vor. Und da werden wir 100% eine große Nachfrage an Naturkosmetik haben. Da freue ich mich schon auch auf die Zahlen, die ich vielleicht auch nach dem 11. November präsentieren darf. Genau, jetzt wir möchten hier einfach einen kurzen Überblick geben über die Unterschiede zwischen Europa und China, was Naturkosmetik angeht, aber insbesondere, wo stehen wir in der Entwicklungsphase. Also wenn wir jetzt Europa und Deutschland, sagen wir so, betrachten, der Naturkosmetikmarkt ist etabliert und wächst mit einer guten Wachstumsrate von mehr als 6% pro Jahr. Es gibt mehr oder weniger, da kann man natürlich auch diskutieren, aber es gibt mehr oder weniger klare Gesetze und Regeln. Und wenn ich jetzt ein neuer Player bin in den Naturkosmetikmarkt, ich komme dahin und ich finde ein reifes Spielfeld. Ich finde klare Regeln. Ich finde einfach ein klares Spielfeld. Und man merkt auch, dass bei uns die heimische Produktion von Naturkosmetik wächst. Insbesondere, ich kenne sehr viele, die auch in den Alpen jetzt produzieren. Und wenn man jetzt über die Verkaufswege denkt, interessanterweise dominieren bei uns in Europa noch sogenannte Spezialshops, also Shops, die wirklich sich auf Naturkosmetik, auf vegane Produkte spezialisieren. Dieser Trend wird aber weniger und man findet jetzt Organic und Naturkosmetika schon in anderen Kanälen. So, in China sieht tatsächlich alles ein bisschen anders aus. Der Naturkosmetik-Trend ist eben seit kurzem da, seit kurzem explodiert, wächst extrem rasant schnell. Auf der anderen Seite die Regeln, die kommen nicht nach und befinden sich noch in der Entwicklungsphase. Also diese festes, also diese geregelte Spielfeld, was man in Europa hat, den gibt's in China noch nicht. Das heißt, wenn ich ein neuer Player bin, ein neuer Brand in der Naturkosmetikbranche, dann finde ich schon relativ schwierig, mich das zurechtzufinden. Die Produktion von Naturkosmetik hat dort überhaupt angefangen und die meistens kommen aus dem Ausland und der Verkauf passiert tatsächlich meist online und auch meist auf solche Plattformen wie zum Beispiel ein Themen Global, aber auch ein JD International, die eben auf internationales Brand fokussieren, das spezialisiert sind. So, nun gehen wir davon aus, ich bin jetzt eine Brand, die in Deutschland in der Naturkosmetikbranche ist und eigentlich läuft ganz gut und ich überlege zu expandieren. Und nach China, wie gesagt, das Potenzial ist da, Trend ist da. Mache ich mir schon meine Gedanken, vielleicht ist doch China der richtige Weg und der richtige Ort, um zu expandieren. Na, und auch kurzen Überblick, geht das, wie geht das und was sind die Wege? Also es gibt, egal was man nach China verkaufen möchte, es gibt hauptsächlich eigentlich 2 Wege. Die eine ist der sogenannte, nennen wir das hier so General Import oder General Trading.
zweite Weg ist der sogenannte Cross-Border E-Commerce. Der General Import, den gibt es eigentlich schon seit ewig. Cross-Border E-Commerce ist relativ neu und solche Gesetze die Cross-Border E-Commerce-Gesetze sind erst in 2013 von der Regierung herausgebracht worden. Wenn wir über General Import reden, das sind ja diese sogenannte Bulk Shipping, das kennen wir auch, diese große Container, die eben mehr oder weniger B2B nach China verkaufen und beziehungsweise nach China erstmal bringen, normalerweise über den Seeweg. Egal, was ich durch den General Import in China verkaufen möchte, muss ein Genehmigungsverfahren durchlaufen, die relativ langwierig und schwierig ist. Das werden wir später drauf kommen. Aber der große Vorteil ist eben, dass einmal das alles durchlaufen ist und ich diese Genehmigung habe, darf ich tatsächlich auch mein Produkt in China offline verkaufen. Also kann eigentlich mein Produkt überall in China, in den Supermärkten oder wo auch immer, offline verkaufen. Und natürlich ist die Versandkosten pro Einheit sind natürlich bei großen Mengen auch relativ gering. So, der Cross-Border E-Commerce ist dagegen ein Weg, der nur online geht, beziehungsweise ich darf als ausländische Brand nach China über Cross-Border E-Commerce verkaufen, nur wenn ich online verkaufe. Also ich darf nicht offline verkaufen. Der Cross-Border E-Commerce ist auf der anderen Seite ein relativ einfacher Weg. Es fällt die Produktregistrierung beziehungsweise nur beim Zoll, aber diese Genehmigungsverfahren, die sind eigentlich nicht da. Und interessanterweise, ich verschicke nicht B2B in großen Mengen nach China, sondern normalerweise wird das Paket, das sogenannte Pick und Pack, schon direkt im Ausland passiert. Das Pick und Pack passiert im Ausland und ich verschicke praktisch direkt zu den chinesischen Konsumenten zu ihnen nach Hause. Der Vorteil ist eben, dass es ein sehr einfacher und schneller Weg, insbesondere für neue Players. Man braucht keine China-Entity und ich bekomme tatsächlich auch einen Überblick über interessante Daten auch über den chinesischen Konsumenten. Also wer benutzt welcher Weg? Natürlich die ganz großen Firmen, die überlegen sich natürlich den General Import anzufangen. Die bauen die gründen eine China-Entity und dann fangen sie an mit den Genehmigungsverfahren. Also neue Players und kleinere Players normalerweise fangen an mit dem Cross-Border E-Commerce, insbesondere auch in der Naturkosmetikbranchen. Es geht schnell, es dauert eigentlich vom Go bis zum Online-Sein, dauert es normalerweise 2 bis 3 Monate. Es geht schnell, man braucht keine Registrierung, man braucht keine Übersetzung, das werden wir auch später sehen. Und es ist oft einfach, sagen wir so, ein Test. Ich fange mit dem Cross-Border E-Commerce an, zu sehen, läuft das, wird mein Brand gut angenommen, sind die Verkaufszahlen gut? Und dann kann man sich immer überlegen, nach einem Jahr doch die Registrierung und die Genehmigungsverfahren durchzulaufen. Genau, das sind die 2 wichtigsten Wege. Jetzt, wenn wir ein bisschen tiefer eintauchen, die Genehmigungsverfahren von General Import, wie gesagt, die sind relativ langwierig, insbesondere, weil man auch die Inhaltsstoffe einfach nicht verändern darf. Also wenn ich zum Beispiel in meinem Heimatland, sagen wir in Deutschland, entscheide, ein paar Inhaltsstoffe in meinen Produkten zu verändern, das geht natürlich nicht, weil dann man darf in China von vorne wieder anfangen. Normalerweise dauert mehrere Jahre, so ein Genehmigungsverfahren zu bekommen. Man muss sich erstmal Hilfe holen, man muss einen bestimmten Agent beauftragen und dann sich eine Genehmigung von der wichtigsten Behörde für Kosmetika, was ist die National Medical Products Administration. Das Genehmigungsverfahren, die Genehmigung beinhaltet die Genehmigung von bestimmten kosmetischen Inhaltsstoffen und es müssen in bestimmten Prüfstellen bestimmte Tests durchgeführt werden. Es muss alles auf Chinesisch übersetzt werden. Es muss eine bestimmte vorsichtsgemäße Kennzeichnung verwendet werden und nicht zuletzt müssen die Produkte durch die sogenannte CIQ durchlaufen. Das ist die China Inspection and Quarantine und dann bis Ende zum Zoll.
Also das ist ein Verfahren, was auch nur geht, wenn man schon ein China-Entity gegründet hat. Und es gibt natürlich die große Vorteil, dass wenn man das einmal hat, man darf natürlich auch in China überall online genauso wie offline verkaufen. Genau, so jetzt zur Alternative, das sogenannte Cross-Border E-Commerce. Das ist tatsächlich ein einfacherer Weg. Wie ist das überhaupt entstanden? In 2013 hat die chinesische Regierung erkannt, dass viele chinesische Konsumenten Bedarf hatten, Produkte aus dem Ausland zu bekommen. Ne? Es gab damals die sogenannte ICADA und gibt es immer noch. Wir haben tonnenweise in unsere Rossmann und in unserem DM Produkten verkauft und dann zu den eigenen Verwandten, Freunden oder überhaupt Kunden nach China für den 10-fachen Preis verkauft. Daher hat die Regierung gesagt, okay, lieber Konsumenten, ihr könnt aus dem Ausland online auf eigene Risiko Produkte bestellen bis zu einer bestimmten Menge pro Jahr. Das heißt, die Regierung sagt, es gibt keine Registrierung notwendig, keine Übersetzung notwendig und du, chinesischer Konsument, du übernimmst das Risiko, dass die Produkte auch aus dem Ausland kommen. Ganz anders bei den General Import, wo die Regierung tatsächlich sagt, ich gewährleiste praktisch, dass die Produkte, die reinkommen, oder überhaupt, dass die Produkte, die verkauft werden, nicht nur die importierten Produkte, sondern auch die heimischen Produkte, ich gewährleiste, dass diese Produkte sicher sind und gut zum Verkaufen sind. Bei den Cross-Border E-Commerce daher ist, im Gegenteil, ist der chinesische Konsument dann praktisch verantwortlich. Und wie ich schon vorher gesagt habe, die meisten Kosmetikbrands verkaufen nach China durch Cross-Border E-Commerce. Jetzt ist die Frage, wie geht das? Kann ich einfach meinen eigenen Online-Shop, mein Onlineshop.de benutzen und wie funktioniert das? So einfach zu sagen ist es nicht, das ist praktisch unser tägliches Brot. Es gibt sowohl Plattformen, die spezialisiert sind auf ausländischen Produkten, davon die wichtigsten Plattformen, die wahrscheinlich auch viele von Ihnen schon kennen, ist Stimul Global, JD Global oder JD International und Kaola. Das sind wirklich große Plattformen, die natürlich eine Menge an Kategorien anbieten. Und darunter sind sehr viele Nische-Plattformen, davon super spannend für Kosmetik ist zum Beispiel Red, das Little Red Book oder sogenannte Xiaochu. Und das sind ja immer mehr und mehr Nische-Plattformen, die auf eine bestimmte Kategorie dann spezialisiert sind. Genau, also der Weg nach China durch Cross-Border E-Commerce ist wirklich relativ einfach. Das geht normalerweise in 2 bis 3 Monate. Unserer Erfahrung nach, was wir normalerweise machen, wenn jemand nach China verkaufen möchte, dass wir erstmal uns ganz lange mit dem Brand unterhalten, damit wir auch aus China verstehen, okay, worum geht's, was ist der Unique Selling Points, was möchte die Brand erreichen. Wir bekommen natürlich auch Samples, die wir natürlich auch testen und uns auch eine Idee machen, wer ist die beste Zielgruppe, weil die Zielgruppe vielleicht in China ist nicht der gleiche, muss nicht die gleiche Zielgruppe sein, wie zum Beispiel jetzt in Deutschland. Und dann machen wir natürlich zusammen mit den Brands einen Forecast, was könnte man in 1, 2 und 3 Jahre erreichen. Und das geht natürlich dann auch mit, auf welche Plattform möchten wir verkaufen. Es geht wie gesagt, um Tmall, aber es geht natürlich auch um den eigenen Widget-Shop und den eigenen Widget-Account. Und auch welche Marketingaktivitäten möchten wir durchführen, von Livestreaming bis natürlich Digital Marketing mit Influencer. Das heißt, der Weg nach China ist eine Reise. Das ist eine super spannende Reise mit sehr viel Potenzial und natürlich auch sehr viele Challenges, die wir dann normalerweise gemeinsam mit unseren Kunden dann auch gut machen können. Ja, und kurz zu den Gesetzen um die Tierversuche in der Kosmetikindustrie in China. Eine sehr gute Nachricht ist, dass seit dem 1. Mai 2021, also gar nicht so lange her, sind tatsächlich die eingeführte Kosmetika von Tierversuchen befreit.
Das war lange Zeit so, dass bei General Trade, bei General Import, also nicht bei Cross-Border E-Commerce, sondern bei General Import, dass man jede Art von Kosmetikprodukten musste Tierversuche durchlaufen. Und das war natürlich der Grund, warum viele große und wichtige Brands, zum Beispiel so ein Body Shop oder ganz viele andere Cruelty-Free Brands, gar nicht den großen Weg nach China gemacht haben, sondern letztendlich nur durch Cross-Border E-Commerce. Das war natürlich ein Riesenthema. Dieses Thema gibt es seit dem 1. Mai 2021 nicht mehr. Ja, eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Wichtigster Punkt ist eine tolle Zeit, eine super wichtige Zeit jetzt, spannende Zeit jetzt nach China zu verkaufen, wenn man in der Naturkosmetikbranche ist. Dadurch, dass sich Chinesen Konsumenten genau das Bewusstsein für Naturprodukte gerade entwickeln. Auf der anderen Seite ist das Spielfeld nicht so ganz klar und leicht. Ganz viele Regeln und ganz viele Gesetze werden jetzt gerade gemacht und die Gesetze, die ändern sich auch ziemlich schnell. Es gibt 2 Verkaufswege nach China, General Import und Cross-Border E-Commerce. General Import ist normalerweise für große Brands, die schon sehr etabliert sind. Das sind ziemlich lange Genehmigungsverfahren, ziemlich kompliziert. Auf der anderen Seite darf ich dann auch offline in China verkaufen. Auf der anderen Seite Cross-Border E-Commerce darf man nur online verkaufen. Das geht ganz schnell, innerhalb 2-3 Monate ist man live. Und das ist ein toller Weg, um einfach auch den Markt zu testen und zu sehen, wie die Konsumenten überhaupt auf meine Brand reagieren. Genau. Und zu den zu Tierversuchen. Die gute Nachricht ist, seit dem 1. Mai sind importierte Kosmetika befreit von Tierversuchen. Genau. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich könnte ein paar von Ihren Fragen beantworten zu China. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie sich mit den Gedanken spielen, nach China zu verkaufen. Ich freue mich jederzeit auf eine Nachricht von Ihnen. Dann noch viel Spaß und viel Erfolg in den heutigen Tag. Tschüss! Elena, recht herzlichen Dank. Das war ein toller Vortrag. Er zeigt zwar, dass es kompliziert ist, aber nicht unmöglich ist, den chinesischen Markt als Unternehmen zu betreten. Well, Elena, thank you very much. It was very kind to introduce us to the complex but not impossible challenge to enter the Chinese market. Ich habe Ihnen ganz kurz mal eben hier einige Label, einige Piktogramme, die Sie auf der Messe finden, aufgezeigt, um Ihnen einfach zeigen, über welche Kanäle Sie uns erreichen. Wir hatten leider gestern einige Teilnehmer, die haben versucht, über YouTube uns zu erreichen. Das war nicht angeboten, das hat nicht funktioniert, das wurde von uns nicht gepflegt und bedient. Heute haben wir es ausgestellt, also bitte nicht über Kanäle reinkommen, die einfach gar nicht angeboten sind. Sie finden ganz oben das Logo für unseren Live-Treff. Wir machen keine 2D-Webshop-Veranstaltung, sondern wirklich eine lebendige Veranstaltung. Und dieses Logo soll Ihnen zeigen, dass wir jederzeit von Angesicht zu erreichen sind und vor allen Dingen, dass jederzeit Sie untereinander kommunizieren können. Live-Treff bedeutet sich lebendig treffen, von Angesicht zu Angesicht sich unterhalten. Live-Treff bedeutet, dass dort die Teilnehmer sich treffen, die Aussteller sich treffen, Referenten sich treffen und so weiter und so weiter. Also eine vollkommen freie Diskussionsforum. Einfach klicken und Sie haben schon die Zugangsdaten. Darunter zeige ich Ihnen das Piktogramm Talk. Das finden Sie an verschiedenen Stellen. Dort haben Sie das Angebot verschiedener Kommunikationskanäle. Am ICADA-Stand finden Sie dieses Piktogramm auch. Hier bieten wir Ihnen verschiedene Kanäle, sich mit uns in Kontakt zu setzen. Einfach anklicken am ICADA-Stand, der ist im Eingangsbereich, und dort können Sie Fragen stellen zur Mitgliedschaft, wenn Sie Probleme haben irgendwo im Markt. Alles das hören wir uns gerne an und stehen gerne für Sie zur Verfügung. Das allerletzte Label ist das Label von TalkTo.
ein Chatforum. Hier schreibt man, wenn Sie also noch nicht gekämmt sind, den Jogginganzug noch anhaben, kein Problem. Hier können Sie entsprechend einfach schreiben und mit uns kommunizieren. Entschuldigung. We've got a variety of communication channels we offer. Just a short introduction. The first one is the live treff, vivid meeting. Everybody is invited to enter this forum for questions, for discussions, for whatever you are interested at. Just contact us via this. Then you are in a Zoom forum where you meet all the exhibitors, the participants, the presenters, and so on. The one after it is a link to all the companies exhibiting on the ICADA Expo. It shows the communication channels, the individual communication channels, all the exhibitors offer for visitors to the exhibition ground. At the ICADA booth you find this talk linked to, and there you find the communication channels we offer to contact ICADA, the ICADA team, if you have questions, if you have problems, if you are interested in any kind, we are there to help you. The last label is the Talk To label. If you are not dressed well, if you don't comb, if you don't have the makeup on the face, don't hesitate to contact there. There's only a written chat forum. We answer all the questions which come there into our contact. So, das war ein kurzer Einblick in die Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Ich leite über zum nächsten Vortrag. Es ist logisch und ein großes Problem, dass Hersteller für Naturkosmetik wesentlich höhere Anforderungen an die Hygiene erfüllen müssen. Und hier haben wir natürlich unseren Kollegen Herr Dr. Fellenberg, der absoluter Spezialist ist, der uns in diese Thematik einführen wird. If you are producing natural cosmetic products, then you have a big challenge in terms of hygiene, contamination and so on, because nature is the source of many germs and bacteria, viruses and so on. So it's a challenge in terms of keeping your plant on a very high standard. And I don't know anybody else than our colleague Dr. Fellenberg from BAV Institute who talk about that. So I introduce to you now the next presentation by Dr. Fellenberg. Hello and a very warm welcome from my side, from the BAV Institute. My name is Bernhard Fellenberg and I want to give you a short presentation about the topic cleaning and disinfection validation in the cosmetic industry. So let's start with the presentation. I hope you can all see the slides. So I'm food chemist, part of the BAV Institute. You can see our institute on the right-hand side. We are a microbiological lab. At the moment, some 100 to 150 employees located in Offenburg. It's a city in the southwest part of Germany, near to the French border. And we are doing microbiological analysis not only on the cosmetics, but also on pharma, food, feed, and drinking water. We are part of a bigger lab group. You can see it on the right-hand side in the bottom. The lab group is called Tentamus. It's an international lab group with, at the moment, about 80 laboratories from the US up to India. So we are a global network of highly specialized laboratories doing analysis on different kind of products. So today I want to speak about the cleaning and disinfection validation in the cosmetic industry. It's, as I already told, a 20-minute presentation. So for sure we will not, within these 20 minutes I will give you some ideas about this topic. But it's quite a short time, so for sure you can ask me afterwards questions about this, write me an email, give me a call, and you will find all the contact details at the end.
and also on our website. So why this cleaning and disinfection validation important for the cosmetic industry? So in a first approach, if you think of cleaning, for example, at home, it seems quite easy, but for sure for the industry, it's more complex. And if you do have, let's say, errors in the cleaning and disinfection, though this might have very severe effects. For example, recalls of products, contamination of products connected to high costs. So it's a very correct cleaning and disinfection of your facilities when you're producing cosmetics. It's a quite important and, let's say, a crucial step in producing safe cosmetic products. So at the moment, when we are talking about cleaning and disinfection, situation right now is, let's say, different than 10, 20, 30 years ago, due to the fact that at the moment we do have less preserving agents that we did have in the past. So if you do think of formaldehyde releases that we did have in the last 10 or 20 years, so the preserving agents are getting less. And they're getting milder. The same is for the substance that we do use for cleaning and disinfection in the industry. Although these substances are getting less, and they are also getting more mild. That means that it's good for the microorganisms. So if we do use less substances and substances that are milder, the microorganisms can grow much more easily and also can adapt to the new environments, and this can lead to adaptation processes and also to the so-called Phoenix effect. So microorganisms that do show this Phoenix effect, I give you just two examples. One of these is maybe you heard of them. It's Burkholderia cepacia. And the other one is Pluralibacter gergoviae. Maybe the second one is more in mind because 2-3 years ago, there was a publication of a German institute of the BFR that clearly states that this Pluralibacter gergoviae shouldn't be present in cosmetic products. So at the moment, there's a focus on these Pluralibacter, but there are a lot of other bacteria that might cause problems and that do show this so-called Phoenix effect. That does mean that these microorganisms are absent for a certain time, and after weeks or months after they have adapted to the cleaning and disinfection agents and also to some preservative agents, these microorganisms are able to grow again after a quite long time, and this is called a Phoenix effect. And so after, let's say, some weeks of months of silence, you get real big problems because these microorganisms are able to adapt to your environment in your industry. It's also relevant for food, but just to give an idea, for example, for listeria, but that's not topic here in this presentation. So it's important, and what might happen. So you can see here one slide from the SafetyGate, the European portal for non-safe non-food products. And this here is a recall of a cosmetic product for childs, and you can see it in the bottom. It's a recall because this product contains an excessive amount of aerobic mesophilic bacteria. So it's a quite high amount, and the Burkholderia cepacia was found in these products. And mainly this contamination, for sure it can be, for example, that you do use raw material that is contaminated, but quite often it's due to the fact that you do have, let's say, spots in your industry, in your plant, that can't be cleaned and disinfected correctly. And though there might be growth of microorganisms in your system, and this can lead to these kind of recalls. And so this is just one example to show you that the correct cleaning and disinfection and the validation of these processes is very important in your industry when you're producing cosmetic products.
We are also talking about biofilms, buildings. So this is, let's say, an agglomeration of microorganisms that can form these biofilms. As a cause, it's quite often a stagnant source for these biofilms. It's quite often stagnant water, or also so-called blind spot. So that means spots, areas where you aren't able to reach with your cleaning and disinfection products. So this biofilm building is, if you do have these biofilms in your plants, in your factory, it's very difficult to get rid of them, because they are able to survive. These microorganisms are able to survive in these biofilms. Also, if they don't have a lot of, let's say, sources from extern, so it's very difficult to get rid of them. And sometimes the only, let's say, solution is to construct the plant new, or to build a new factory if it is very difficult. So apart from the fact that the European cosmetic regulation demands safe products, and you're only able to produce safe and harmless products if you do use adequate cleaning and disinfection in your process. There are also other standards like the IFS HPC that states that cleaning and disinfection schedules must be available and implemented. The IFS HPC is mainly a standard for the retailers, so there might be the request from your retailers that you do have to fulfill the standard. And when you take a look at this, you have to show that the effectiveness and safety of your cleaning and disinfections, and you also have to verify, validate, and document the whole process. So the requirements from the IFS HPC are listed there. So apart from clear responsibilities, you do have to fix all the products that you do use, instruction manuals. You have to be clear what kind of areas are affected, which have to be cleaned and sanitized. You have to fix the frequency of the cleaning and disinfections, and you also have to do the documentation. So that's in brief what the IFS HPC requires. And in addition, as you all know, the ISO 22716, the cosmetic GMP, directly connected to the European cosmetic law. There's also a small part talking about cleaning and sanitization. And also here it's stated that the sanitizing agents that are used should be specified, and they should be effective. So it's nothing said about, let's say, documentation and all the stuff listed in the IFS HPC, but in the end, to show that your processes are effective, it's clear that you do also have to make a validation, because otherwise you can't be sure that your processes are effective. In the next two slides, just want to show you the difference between cleaning and disinfection. So cleaning means the removal of pollutants and residues. So the success of a cleaning process is optical cleanness. In difference, disinfection means the reduction of microorganisms, that means bacteria, molds, and spores. And so the disinfection is a biological cleanness, so the clear reduction of microorganisms. So you have to get the idea of the difference between cleaning, mainly as a first step, and afterwards the disinfection. So it's two different things. So just one slide to give you an idea how difficult the cleaning and disinfection might be. So on this picture, you can see a lot of tubes, hoses, and
raw materials and equipment. So as you take a look at this picture, it's sure that it's not as easy to get clean, to clean this kind of process, to not have, let's say, blind spot, stagnant water anywhere, because these blind spots and stagnant water, things like that, or also residues, it's always a possible source of a contamination. And if you do have the contamination within your system, it's very, very difficult to get rid of them. So you have to be sure that your cleaning and disinfection agent and your procedure and your process is able to reduce or to clean your equipment. So in the second part, I give you, let's say, the some steps how you can make these cleaning and disinfection process, and also the validation. So in the first step, we call it the basis. So you have to be sure what kind of production plants are affected. What water systems do we use, storage facilities, so everything that can contribute to a possible contamination, including, sometimes it's not the main focus, but it's very important to include also all the additional equipment like tubing, trowels, buckets, and everything, because although this equipment can be a very crucial part when talking about hygiene and microbiology. In a second step, you're creating a validation plan. So it's a detailed description, and you have to define goals for each relevant step. And as I told you, the difference that we've seen before between cleaning, so no visible impurity, and the disinfection, so the clear reduction of number of microorganisms. This all has to be present in the validation plan. And as measurement, you can do different things. For example, an optical inspection, so to take a look if a certain surface, for example, is clean or not. You can measure the different residues, for example, in the washing water, but also on the surfaces that are in direct contact with your products. For example, allergen that have been present in a product before. And the question is this allergen still present in the products that have produced afterwards? Or, for example, also cleaning and sanitizing agent residues that might be still present in the product. Last but not least, the measurement of microbiology. So the measurement of CFU, colony forming units, for example, in washing water, in products, but also on your surfaces. You have to clearly define the position of the measurements, the method that you do use. It's not only the description of the method, but it's quite crucial that the methods are suitable for the detection of possible contamination. So you have to be sure that your method that you do use work proper. You have to set thresholds. And in case if the specification is not fulfilled, you have to take actions. So this is just one idea how this plan might look like. So you have to define the area. You have to make cleaning specification described in SOPs, talking about the amount of the amount of material that you have that you need. Then fixing the parameters, you have to describe the cleaning and sanitation agent that you do use in the proper concentration. Then you have to get an idea what is the worst case pre-product that I might have. So it's like worst case construction, and afterwards you do the sampling. And for all the areas that might affect the microbiological quality, the hygiene of your products, you have to define these kind of plans, including all the SOPs for the specific cleaning specification. So this is a very, very important step. The next one is implementing the validation. So be on site,
if the validation is done the first or second time, and really get sure that the operating procedures are realized. And if, for example, the procedure is too complicated for the employees or whatever, make sure that these procedures are realized, and if necessary, customize your documents, make the documents more detailed or whatever. And afterwards is the sampling and the measurement that for sure has to be done proper and in a good manner. And afterwards is the fourth step, the validation report. So sum up everything and do evaluation. So talking about when has the validation has been done, in what kind of facilities, which raw materials have been taken, what parameters have been examined, the measurements, the results, and for sure the conclusion. In the conclusion, you have to make sure that everything matches the specification, and if not, so you have to make sure, or you have to make revalidation. You have to take actions, and let's say do the validation again in these in a certain area or for a certain product or whatever. So this is quite important. If you do not fulfill the specification, so make changes, do it again, and take a look if it is fulfilled after a second or a third validation. So this is quite important, and for sure it has to be done quite near to the first validation. And the next step is the revalidation. So at regular time intervals, you have to do a revalidation. So make a revalidation of your whole process. And for sure, you have to do this revalidation if you do make changes. For example, if you do if you do produce new products, new product categories, if you, for example, get new equipments, then you have to do maybe not the whole validation, but at least part of the validation again. For example, to validate if a new equipment is really suitable for your production, and if you are able to clean this new equipment properly. Last but not least, the documentation. Mostly not paper-based, but at least you have to do the documentation, because you know what's not written hasn't been done. So in the end, it's quite an important step. So 20 minutes are over. I thank you for your attention. You can see my contact details below. So in case you want to implement a new cleaning and disinfection validation process, or in case you do have questions about the microbiological quality, about hygiene topics in your cosmetic industry, feel free to give me a call, to write me an email or whatever. I will be very, very, very glad to get news from you. And anyway, thanks again, and feel free to contact me if you do have questions. Ja, Bernd, recht vielen Dank für den tollen Vortrag, der wichtig für alle war, die Naturkosmetik herstellen, aber natürlich auch für konventionelle Produkthersteller, denn auf Hygiene sind jedenfalls Sachen. Thank you, Bernd. It was a very interesting, very important presentation. In this seminar, I would like to give an update on the because natural everybody cosmetics who market. produces natural cosmetics or produces conventional cosmetic must be interested to avoid these problems. Wir gehen direkt zum nächsten Vortrag, der abgefragt wurde bei Ecovia. Ecovia ist der Veranstalter von interessanten Branchenveranstaltungen, wie zum Beispiel dem Sustainable Summit, der zum Beispiel am 25. bis 28. Oktober stattfinden wird. Wir haben Ecovia angefragt, doch mal über den Stand der Branche
zu sprechen. Angeboten wurde uns hier der Vortrag, der heißt Quality Documentation of European Cosmetics. Ich freue mich, dass uns Poljana diesen Vortrag halten wird und hier geht es auch direkt los damit. So, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Iveta, and I am the research manager of ICADA Intelligence. And in this seminar, I would like to give an update on the European natural and organic cosmetics market. What's on the agenda today? I would like to give an introduction into the topic. Then I will talk about market overview, and I will conclude with future outlook and projections. Firstly, I would like to introduce our company, ICADA Intelligence. We are a market research and consulting company. We also organize events. So this is the outline of our business services, market and technical research, business and sustainability consulting, seminars and workshops. And last but not least, our sustainability summits that take place in major regions all around the world. So we have an upcoming edition of our European Sustainable Cosmetics Summit coming up. You can find more information on our website. This is also an example of one of our recent reports that we published. You can also find more information on our website if you are interested. So let's define natural and organic cosmetics. The organic cosmetics, the definition is that they contain certified organic ingredients and or meet private standards. And natural cosmetics products are made from plant extracts and natural ingredients and contain low and minimal amounts of synthetic chemicals. So the question is, what are these synthetic chemicals? So, for example, parabens are preservatives linked to skin allergies, petrochemicals. These include artificial fragrances and colorants. Formaldehydes are also preservatives linked to asthma. SLS and SLES, these are foaming agents linked to skin irritation. Mineral oils, as well as aluminum salts, are found in conventional deodorants, and also phthalates are common contentious ingredients. So based on this definition, we exclude a brand such as The Body Shop or L'Occitane because they meet only one criteria. Natural and organic personal care products are also considered to be clean beauty because they do not contain synthetic contentious ingredients, and they also have lower environmental impact. So this slide illustrates product categories that we actually cover in our research, which include skincare, hair care products, oral care products, color cosmetics, as well as deodorants and feminine hygiene products. So based on this definition, the global natural and organic personal care products market was worth $11.9 billion in 2020. The market grows at a subtle single-digit growth rate of 2.9%. The market share of total is 2.1%. And leading markets are the USA, Germany, and France. So why do consumers actually buy natural and organic cosmetics? So here are the main drivers. So concern about synthetic chemicals, expanding sales channels. So natural and organic cosmetics are becoming more available. Then consumer awareness is rising because of media reports, as well as there are a lot of new product launches on the market. So the European natural and organic cosmetics market was worth $4.5 billion in 2020. The market share of total was 3.9%. The share of certified products was 55%, which is relatively high compared to other regions.
and major sales channels are specialist retailers. However, sales channels such as drugstores and pharmacies are becoming important as well, mainly in countries such as Germany and France. So how did COVID-19 pandemic impacted the natural and organic cosmetics market in Europe? So first of all, there was a massive retail disruption because of lockdown measures in many countries. Channels such as salons, spas, beauty retailers were shut down. On the other hand, we saw a rise in online retailing. We also saw a strengthening consumer demand for natural and organic cosmetics. This is because consumers became more aware as to what they are putting on their skin. At the same time, we saw a decrease in consumer spending power. However, we also saw change in some consumer behavior patterns towards natural and organic cosmetics, where we saw increasing demand for products such as soaps and hand sanitizers, whereas sales of color cosmetics in certain time periods went down. So what are the distribution trends on the European natural and organic cosmetics market? So shelf space in specialist retailers is stable. So because this type of sales channel is more or less saturated in Europe, we don't see big expansion of sales of natural and organic cosmetics. There's also increasing penetration in drugstores and pharmacies, as I mentioned, mainly in countries such as France and Germany. There's also increasing demand from other channels. This is across Europe, such as beauty retailers, department stores, spa salons, as well as online, mainly due to COVID. So this slide illustrates how the changes in sales coming from different sales channels on the French market in 2005 versus 2019. So we saw that the sales revenues from specialist retailers grew from 75 million to 255 million. And the sales revenues of natural and organic cosmetics in mainstream retailers grew from 4 million to 98 million. In case of pharmacies and parapharmacies, the sales revenues grew from 9 million to 298 million. And in case of other channels such as spas, salons, department stores, beauty retailers, online retail, the sales revenues grew from 22 million to 133 million. So we see that the biggest growth actually came from pharmacies and parapharmacies as well as other channels. And we actually expect this trend to continue. So what we also seen in the last few years on the European market is sort of change from single brand concept stores towards multi-brand concept stores. Here are some of the examples. For example, Mademoiselle Bio is a relatively successful multi-brand concept store in France. Also new market entrants, which has been a quite important trend in the last few years. So here are some of the examples. For example, conventional companies such as P&G launched Smile for Good oral care product, as well as L'Oreal launched Garnier Bio range in the last few years. And we also saw fashion or apparel company H&M launched its own certified natural and organic personal care line. So another trend that we saw in the last few years were mergers and acquisitions.
So these are just few examples. For example, Unilever acquired Brand Skincare, Schmid Naturals, as well as 7th Generation in the last 5 years. SC Johnson acquired Ecover and Method and Baby Organics. Edgewell Personal Care acquired Bulldog skincare brand. And other examples include Amazon's acquisition of the Whole Foods market, as well as UK-based private equity firm Permira acquiring John Masters organic brand. So another trend that we saw on the European natural and organic cosmetics market were private labels. However, private labels haven't been equally successful in all European countries. A very successful brand, Naturaline, is a private label of COP Switzerland. This private label has certified products and has a significant position on the natural and organic market in Switzerland. So other examples include Aldi discounter private label Biocura, which is priced at a competitive level. All the products are priced below €2. And other examples include Bionatir range of, Bionatir is a private label range of specialist retailer in Italy, and also Auchan launched its own private label of natural and organic cosmetics, and also very, very successful natural and organic cosmetics line is Alverde, which is private label of DM Drogeriemarkt. Here is a more recent example. Carrefour launched Soft Green line in September 2020, which includes solid bars as well as some ecological tooth and oral care products. So what are the ingredient trends on the European natural and organic cosmetics market? So we see replacement of synthetic chemicals. So cosmetics companies, conventional as well as green companies are trying to clean out the formulations. We also see increasing importance of traceability of ingredients. Many companies are starting their own growers projects. For example, Veleda and Dr. Hauschka, they have their own biodynamic farms where they source their ingredients from. We also see increasing use of food ingredients in cosmetics, also use of novel ingredients. We also see penetration of fair trade ingredients into cosmetics products. And also what's becoming important is sourcing locally. For example, Italian company Biofficina Toscana sources all its products from locally from the local region. So how has the COVID-19 pandemic affected the natural ingredients supply chain? So there were shortages of certain natural ingredients because of the disruption. And also what we saw was supply networks deglobalization. So because of the disruption, many manufacturers reconsidered their supply chains and tried to source locally as much as they could. However, this is not always possible with all ingredients. So what is the future outlook on the European natural and organic cosmetics market? So we see increased penetration of food labels. So here are some examples. For example, the vegan label is becoming
very popular, which is related to increasing popularity of vegan lifestyle in Europe. Also labels such as gluten-free, halal, as well as non-GMO project verified. I already mentioned increasing penetration of fair trade ingredients. So fair trade started as an agricultural standard. However, more and more it's being adopted by cosmetics companies, and this is mainly due to the fair trade label sort of expressing the social aspect of sustainability, which consumers actually increasingly care about. So we will also see penetration of other environmental and eco labels in the European cosmetics market in the future. So here are some examples: EU eco label, Nordic eco label, which is quite famous in the Nordic region. Also labels that sort of cover or pertain to various aspects of sustainability, green tag, green seal, also allergy certified, as well as credit concept. So another trend that we will see on the European natural and organic cosmetics market is market segmentation. So more and more we see that, for example, 10 years ago, we had brands such as Veleda with portfolio of 200 products that were for all different types of consumers. However, we see more sort of market segmentation, and we see brands such as that are directed towards specific type of consumers, for example, a men care brand or baby care brand. This is also another way of how the market is segmented based on a specific application. So here are some examples of product, for example, anti-blue light product, anti pollution product, as well as anti-aging products. So what can we expect to see in the future on the European market? So we will see growth mainly from the non-specialist channel. We will also see expanding number of concept stores, as well as this also applies to the multi-brand concept stores. Private labels having mixed success on the European market, and rising visibility of symbols and logos, as well as increased market segmentations based on consumer segments, also channels. So thank you very much for your attention. I look forward to answering your questions. Of natural ingredients. Yeah, thank you, Ekovia. Once again, a very interesting presentation, but I'm missing a little bit sensitive procedure. You are invited by the association with the most members in that circle, ICADA, and you mentioned so many little labels and some labels with of smaller associations, but you never mentioned the ICADA label. Well, maybe next time. Vielen Dank, Ekovia. Das war natürlich ein sehr interessanter Vortrag. Allerdings vermisse ich ein bisschen die Einfühlsamkeit. Man wird von dem größten Verband mit den meisten Mitgliedern in diesem Bereich eingeladen und erwähnt viele kleine Label, erwähnt Labelgebührenvereine, die nicht so viele Mitglieder haben wie ICADA, aber erwähnt das ICADA-Label nicht. Das ICADA-Label ist übrigens nicht uninteressant, gerade für kleine und mittlere Unternehmen. Es ist keine Gelddruckmaschine, sondern hat sehr günstige Konditionen und
ist bei 1.000 € maximal, egal wie viel 100 Produkte man hat, Stopp. Und es hat den wenigsten Aufwand, was für kleine und mittlere Unternehmen natürlich auch sehr wichtig ist. Der Grund, dieses sind die Gründe dafür, dass unser Label nun in den Jahren, seitdem es entstanden ist, doch ganz gewaltig gewachsen ist. Egal, vielleicht beim nächsten Mal wird es besser. Über den nächsten Vortrag freue ich mich sehr, denn man hat bisher immer den Eindruck gehabt, Naturkosmetik ist Label. Die meisten Vorträge auf größeren bekannten Messen im süddeutschen Raum drehen sich um Label. Dabei kauft der Verbraucher Produkte, weil er kosmetische Wirkung haben will, weil er seine Haut pflegen will und weil er Wirkstoffe haben will, die Wirkung auf der Haut erzeugen. Also sollte man sich auch ein bisschen um die Wirksamkeit kümmern. The next presentation takes care of what the consumer really wants. If you follow conferences on exhibitions, mostly in the southern part of Germany or in America or in UK, they always talk about label. But the consumer buys products because he wants to have cosmetic efficacy. He wants to take care of skin problems. He wants to take of everyday challenge for the skin. So we've got to talk about quality, and quality is the efficacy of cosmetic products. So I'm really forward looking the next presentation, which talks about the efficacious ingredients of natural cosmetic products. Katja, I thank you very much for this contribution. I'm looking forward for this presentation, and here we are. Critical problematic aspects of them, and I will also briefly mention the existing certifications for natural cosmetic and the necessity of their existence. Heute werde ich kurz die am häufigsten verwendeten Gruppen natürlicher Inhaltsstoffe darstellen und dann auch kritische, problematische Aspekte dieser Inhaltsstoffe. Ich werde auch kurz die bestehende Zertifizierung für Naturkosmetik und deren Notwendigkeit erwähnen. For a long time, natural cosmetic was a niche in cosmetic market. But in the last few years, we can definitely say that natural cosmetic is a growing trend, and even the biggest conventional brands want to take a part in it. Even though natural products are more and more valued among the customers, we still do not have a real definition of natural product. The reason for that is because in regulation for cosmetic products, a definition for natural cosmetic does not exist at the global level. Thus, anyone can do the criteria of what is natural for them. This is causing a confusion between customers when deciding what product to buy. However, the problem also exists for the formulators when they need to decide what ingredients they are going to use in product to be acceptable in all different criteria. The only way of solving the problem right now is through certification, and even here we have different criteria. But why is the term natural cosmetic so confusing at all? Don't we all know what natural is? Naturkosmetik war lange Zeit eine Nische im Kosmetikmarkt, aber in den letzten Jahren können wir definitiv sagen, dass Naturkosmetik ein wachsender Trend ist und auch die größten konventionellen Marken daran teilnehmen wollen. Auch wenn Naturprodukte bei den Verbrauchern immer mehr geschätzt werden, haben wir noch keine wirkliche Definition eines Naturprodukts. Der Grund dafür ist, dass es in der Regulierung für kosmetische Produkte auf globaler Ebene keine richtige Definition für Naturprodukte gibt. Und somit kann jeder seine eigenen Kriterien erfüllen oder erstellen. Dies führt zu einer Verwirrung zwischen den Verbrauchern bei der Entscheidung, welche Produkte sie kaufen möchten. Das Problem besteht jedoch auch für die Formulierer, wenn sie entscheiden müssen, welche Inhaltsstoffe sie in einem Produkt verwenden, sodass sie alle verschiedenen Kriterien erfüllen. Die einzige Möglichkeit, das Problem derzeit zu lösen, ist die Zertifizierung, und selbst hier haben wir unterschiedliche Kriterien. Aber warum ist der Begriff Naturkosmetik überhaupt so verwirrend? Wissen wir nicht alle, was natürlich ist?
Like I mentioned before, there is no united definition of what is natural cosmetic and which are natural ingredients. The answer depends on who you are asking, and this is the reason that I want to put a dot at the end of this definition. I will just enumerate all aspects which you need to take into account when we are deciding which ingredients or product is the most suitable for our needs. The first definition is that natural ingredients can be defined as all ingredients which can be found in nature. This seems like a common sense definition. The second definition is natural is everything that is found in nature and it's not man-made. Be careful, this definition does not allow the usage of plant oils, since they are man-made, for example, with the cold pressing process. And the third definition is natural is everything that is not harmful to life. And of course, there are many, many more possible definitions. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es keine einheitliche Definition darüber, was Naturkosmetik ist und was natürliche Inhaltsstoffe sind. Die Antwort hängt davon ab, wen Sie fragen. Auf diesem Grund werde ich am Ende dieser Definition keinen Punkt setzen. Ich werde nur alle Aspekte aufzählen, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir uns für einen Inhaltsstoff oder ein Produkt entscheiden, der am besten für unsere Bedürfnisse geeignet ist. Die erste Definition ist, dass natürliche Inhaltsstoffe als alle Inhaltsstoffe definiert werden können, die in der Natur vorkommen. Und dies scheint eine vernünftige Definition zu sein. Die zweite lautet, natürlich ist alles, was in der Natur vorkommt und nicht menschgemacht ist. Seien Sie hier vorsichtig, diese Definition erlaubt nicht die Verwendung von Pflanzenöl, da diese beispielsweise im Kaltpressverfahren hergestellt werden. Und die dritte Definition, natürlich ist alles, was nicht lebensschädlich ist. Und dann natürlich gibt es noch viele weitere mögliche Definitionen. Maybe one of the simplest definitions is that natural products represent an alternative to conventional cosmetic products. They are mainly composed of ingredients of plant, mineral, or animal origin, which are obtained through defined chemical, physical, microbiological, and enzymatic methods. And they are also composed of nature identical ingredients, which are typically synthetic. In the end, this all means that the selection of ingredients is limited, actually very limited in comparison to conventional cosmetic. Vielleicht ist eine der einfachsten Definitionen, dass natürliche Produkte eine Alternative zu herkömmlichen kosmetischen Produkten darstellen. Sie bestehen hauptsächlich aus Inhaltsstoffen pflanzlichen, mineralischen oder tierischen Ursprungs, die durch definierte chemische, physikalische, mikrobiologische und enzymatische Methoden gewonnen werden. Und sie sind auch aus naturidentischen Inhaltsstoffen zusammengesetzt, die typischerweise synthetisch sind. Das alles bedeutet letztendlich, dass die Auswahl an Inhaltsstoffen begrenzt ist, im Vergleich zu herkömmlichen Kosmetika sogar sehr begrenzt. All these different views on natural are the reason that the certification institutions still play an important role in the natural cosmetic sector. From a perspective of a consumer, they are actually the only assurance that a cosmetic product meets standards of a certification institution, and it's not just a good marketing advertisement to achieve better sales. Some markets, like Germany and Europe in general, are highly oriented towards certificates. There are, however, very different standards available, and for the consumers, it's hard to understand all their criteria. On the slide, you can see the most common certification marks. I believe that you know the most of them. Even though these certification bodies have different criteria, they do have some general similarities.
All diese unterschiedlichen Ansichten sind der Grund dafür, dass die Zertifizierung der Institutionen im Bereich Naturkosmetik nach wie vor eine wichtige Rolle spielen. Aus Sicht eines Verbrauchers sind sie tatsächlich die einzige Garantie dafür, dass ein Kosmetikprodukt den Standards einer Zertifizierungsstelle entspricht und ist nicht nur eine gute Marketingwerbung, um bessere Umsätze zu erzielen. Einige Märkte, wie zum Beispiel Deutschland und Europa im Allgemeinen, sind stark auf Zertifikate ausgerichtet. Es gibt jedoch sehr unterschiedliche Standards und für den Verbraucher sind alle Kriterien schwer zu verstehen. Auf der Folie sehen Sie die häufigsten Zertifizierungsmarken und ich glaube, dass Sie die meisten von Ihnen auch kennen. Obwohl diese Zertifizierungsstellen unterschiedliche Kriterien haben, weisen sie einige allgemeine Ähnlichkeiten auf. But let's put their criteria aside for a moment and let's ask ourselves, what do we desire from cosmetic products? Since we are all here at ICADA Conference for Natural Cosmetics, I believe that most of us desire natural products. Of course, products also need to have pleasant feeling on the skin. And we also want it to be active, so it really delivers what it claims on the label. Environmental friendly cosmetics is also more and more valued trend. And from my list, the last but not the least, when we are choosing the cosmetic product, we should also thought about our skin physiology and how to maintain healthy properties of our biggest organ. Fragen wir uns eigentlich, was wir von kosmetischen Produkten erwarten. Da wir alle auf der ICADA-Konferenz für Naturkosmetik sind, glaube ich, dass die meisten von uns Naturkosmetik wollen. Natürlich müssen Produkte ein angenehmes Gefühl auf unserer Haut hinterlassen, da sensorische Aspekte immer wichtig sind. Wir möchten, dass es aktiv ist, also es liefert wirklich das, was auf dem Etikett behauptet wird. Auch umweltfreundliche Kosmetik ist immer ein beliebterer Trend. Und darüber hinaus sollen Produkte für unsere Haut physiologisch verträglich sein. Daher sollten wir bei der Auswahl des kosmetischen Produkts auch über unsere Hautphysiologie nachdenken und wie wir die gesunden Eigenschaften unseres größten Organs erhalten können. For that last one, we need to know a bit of our skin's function and composition. Like I said, skin is the largest organ of human body and it accounts for approximately 16% of total body weight and has a lot of important functions that maintain our health. It serves us as a barrier between the body's internal organs and the external environment, as it limits transepidermal water loss, reduces the absorption of chemicals from the environment, provides protection against external agents, mechanical, chemical, and microbial agents, and also ultraviolet radiation, and regulates body temperature. Skin structure is very complex, as we can see on the picture, and it consists of three diverse structural and functional layers: the epidermis, dermis, and subcutaneous tissue. For cosmetology, the most important layer is epidermis, which is also the most important layer regarding the barrier function of the skin. Dazu müssen wir ein wenig über die Funktionen und die Zusammensetzung unserer Haut wissen. Wie ich bereits sagte, ist die Haut das größte Organ des menschlichen Körpers. Sie macht ungefähr 16% des gesamten Körpergewichts aus und hat viele wichtige Funktionen, die unsere Gesundheit erhalten. Es dient als Barriere zwischen den inneren Organen und der äußeren Umgebung, da die Haut den transepidermalen Wasserverlust begrenzt, die Absorption von Chemikalien aus der Umwelt verringert, Schutz vor äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel mechanische, chemische und mikrobielle Einwirkungen sowie UV-Strahlung bietet und reguliert Körpertemperatur. Die Hautstruktur ist sehr komplex, wie wir hier auf dem Bild sehen können. Es besteht aus 3 verschiedenen strukturellen und funktionellen Schichten, der Epidermis, der Dermis und dem
subkutanen Gewebe. Für die Kosmetologie ist die wichtigste Schicht die Epidermis, die äußerste Schicht der Haut, die auch die wichtigste Schicht hinsichtlich der Barrierefunktion der Haut ist. To present the structure of epidermis more vividly, it's like a brick wall. Corneocyte cells in the upper layers of the epidermis are the bricks in the picture, and the mortar between them are intercellular lipids composed of fatty acids, cholesterol, ceramide, etc. To maintain this amazing wall of bricks and mortar, our skin needs not too aggressive products that are in physiologically acceptable pH range, which is approximately from 4.7 to 5.5. Now, with all that knowledge about our skin, let's take a look at some most common groups of ingredients in natural skincare. Um die Struktur der Epidermis anschaulicher darzustellen, es ist wie eine Mauer. Koniozyten bzw. Hornzellen, Zellen in den oberen Schichten der Epidermis sind die Bausteine auf dem Bild und der Mörtel zwischen ihnen sind interzelluläre Lipide, die aus Fettsäuren, Cholesterin, Ceramiden und so weiter bestehen. Um diese erstaunliche Wand aus Ziegel und Mörtel zu erhalten, braucht unsere Haut keine zu aggressiven Produkte, die sich in einem physiologisch akzeptablen pH-Bereich befinden, der ungefähr zwischen 4,7 und 5,5 liegt. Lassen Sie uns nun mit allem Wissen über unsere Haut einige der häufigsten Gruppen von Inhaltsstoffen in der natürlichen Hautpflege betrachten. Even though I am a true supporter of natural cosmetic, I'll begin the slide with an often neglected fact about natural ingredients. Because not all ingredients that comes from nature are the best choice for our skin or hair. This is soda. You can find millions and millions DIY recipes, opinions, testimonials that is a great natural ingredient that is widely used in deodorants and also in other cosmetic products. You can treat acne with it, use it as a shampoo, and so on and so on. So, soda sounds very natural, but chemically speaking, this is a sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate. It does occur in nature, but daily used soda is typically produced via Solvay process. We can now discuss if soda is natural ingredient at all, but even more important question that I can see here is if soda is actually good for our skin. pH value of saturated solution of soda is 8 to 9. Now think about that physiological pH value of our skin. This is the reason that to sensitive skin, soda can be too aggressive and can cause a rash. It can be mild or severe. It can also develop after years of soda usage. If we also take into account that deodorants are mostly formulated with larger percentage of essential oils, this is at the end a very questionable formulation. And from a lot of aspects, not natural. Definitely not natural to our skin. Auch wenn ich ein echter Befürworter von Naturkosmetik bin, beginne ich die Folie mit einer oft vernachlässigten Tatsache über natürliche Inhaltsstoffe. Nicht alle Inhaltsstoffe aus der Natur sind die beste Wahl für unsere Haut oder Haare. Schauen wir uns ein sehr häufiges Beispiel an, das viele von Ihnen sicherlich kennen. Das ist Waschsoda. Sie können Millionen DIY-Rezepte, Meinungen, Zeugnisse finden, das ein großartiger natürlicher Inhaltsstoff ist und in Deos und auch in anderen kosmetischen Produkten weit verbreitet ist. Sie können Akne mit Waschsoda behandeln, es als Shampoo verwenden und so weiter. Soda klingt also sehr natürlich, aber chemisch gesehen ist es Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat. Es kommt zwar in der Natur vor, aber das täglich verwendete Soda wird typischerweise nach dem Solvay-Verfahren hergestellt. Wir könnten jetzt diskutieren, ob es überhaupt ein natürlicher Inhaltsstoff ist, aber eine noch wichtigere Frage hier ist, ob Soda gut für unsere Haut ist oder nicht.
Der pH-Wert einer gesättigten Natriumcarbonatlösung beträgt 8 bis 9. Denken Sie nun an den physiologischen pH-Wert unserer Haut. Und das ist der Grund, warum so empfindliche Haut so oder zu aggressiv sein und einen Hautausschlag verursachen kann. Es kann mild oder schwer sein. Es kann sich auch nach Jahren des Sodakonsums entwickeln. Wenn wir auch berücksichtigen, dass Deos meist mit einem größeren Prozentsatz an ätherischen Ölen formuliert sind, ist dies am Ende eine sehr fragwürdige Formulierung und in vielerlei Hinsicht nicht natürlich, definitiv nicht natürlich für unsere Haut. Another similar example used by humans from ancient times is cold process soap. Because we mix triglycerides that act as a weak acid with strong base, usually sodium hydroxide, the final product is slightly basic with a pH saturated solution from 8 to 9. Poorly made soap may also contain leftovers of sodium hydroxide, and the saturated solution can in this case go up to pH 10. So whenever you're interested in a natural ingredient, you should not just think about its naturalness. You should also think about its compatibility with your skin. Ein weiteres ähnliches Beispiel, das Menschen seit der Antike verwenden, ist im Kaltverfahren hergestellte Seife. Da wir Triglyceride, die als Schwächesäure wirken, mit starker Base, normalerweise Natriumhydroxid, mischen, ist das Endprodukt mit einer pH-gesättigten Lösung von 8 bis 9 leicht basisch. Schlecht hergestellte Seife kann auch Reste von Natriumhydroxid enthalten und der pH-Wert der gesättigten Lösung kann in diesem Fall auf 10 steigen. Wenn Sie also an einem natürlichen Inhaltsstoff oder einem natürlichen kosmetischen Produkt interessiert sind, sollten Sie nicht nur an dessen Natürlichkeit denken, sondern auch an die Kompatibilität mit der Haut. When choosing new ingredients, I also cannot emphasize enough that it is very important to look through available literature to get the feeling of the ingredient, to get to know the ingredient, to gain knowledge about the right content of the ingredient in the formulation and about effects that we can expect from it. But sometimes are even scientific researchers wrong. And that can cause a lot of damage. A good example of this misinterpretation is the research of raspberry oil. A few years ago, information that raspberry oil acts as an amazing UV protectant circled around the world. But the data in the research were sadly wrongly understood. Even though the information about the good UV filter was so popular that even today we can find different DIY recipes for homemade sun creams with raspberry oil. Bei der Auswahl neuer Inhaltsstoffe kann ich nicht genug betonen, dass es sehr wichtig ist, die verfügbare Literatur zu durchsuchen, um das Gefühl zu bekommen, den Inhaltsstoff kennenzulernen, Kenntnisse über den richtigen Gehalt des Inhaltsstoffs in der Formulierung und über die von uns erzielten Wirkungen zu erlangen. Aber manchmal sind sogar wissenschaftliche Forschungen falsch oder falsch interpretiert und können viel Schaden anrichten. Ein gutes Beispiel für diese Fehlinterpretation ist die Erforschung von Himbeeröl. Vor einigen Jahren wurde auf der ganzen Welt bekannt, dass Himbeeröle als erstaunlicher UV-Schutz wirken, aber die Daten in der Forschung wurden leider falsch verstanden. Doch die Informationen über gute UV-Filter waren so beliebt, dass wir auch noch heute DIY-Rezepte für hausgemachte Sonnencremes mit Himbeeröl finden können. Now we can move to more pleasant topic, proven and beneficial cosmetic effects of natural ingredients. Ingredients of natural origin are actually a cornerstone of cosmetic products, natural as well conventional. For example, glycerol, one of the most effective moisturizers, vitamin E as an antioxidant, vegetable oils as emollients, and so on.
We know cosmetically active ingredients with tonic, antimicrobial, anti-inflammatory activity, and many more. Their benefits are unquestionable, particularly in dermal and environmental aspects. However, it is our responsibility to use them safely and to use them in the most beneficial way possible. With these words, I want to say that it is a responsibility of every formulator to use cosmetically active ingredients in their proven active concentration. Und jetzt können wir zu einem angenehmen Thema übergehen. Nachgewiesene und vorteilhafte kosmetische Wirkungen natürlicher Inhaltsstoffe. Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs sind eigentlich ein Eckpfeiler natürlicher und konventioneller kosmetischer Produkte, zum Beispiel Glycerin, einer der wirksamsten Feuchtigkeitsspender, Vitamin E als Antioxidant, Pflanzenöle als Emollients und so weiter. Wir kennen kosmetische Wirkstoffe mit tonisierender, antimikrobieller, entzündungshemmender Wirkung und so weiter. Ihre Vorteile sind unbeschreibbar, insbesondere in Bezug auf Haut- und Umweltaspekte. Es liegt jedoch in unserer Verantwortung, sie sicher und auf die bestmögliche Weise zu verwenden. Mit diesen Worten möchte ich sagen, dass es in der Verantwortung jedes Formulierers liegt, kosmetische Wirkstoffe in ihren nachgewiesenen Wirkstoffkonzentrationen zu verwenden. A great example of amazing but poorly used natural ingredients are ceramides. Ceramides are the main intercellular lipids of the stratum corneum and are crucial for proper organization of lipid lamellar phases. In cosmetics, they are used as emollients for skin with an impaired lipid barrier function. Based on scientific research, concentrations below 0.2% of ceramides in formulation are ineffective in establishing a normal barrier function or maintaining proper skin moisture. Sadly, you can also find products that contain and advertise ceramides in their formulation in concentrations as low as 0.00001%. Ein gutes Beispiel für großartige, aber schlecht verwendete natürliche Inhaltsstoffe sind Ceramide. Sie sind die interzellulären Lipide der Hornschicht, das heißt Stratum corneum, und entscheidend für die ordnungsgemäße Organisation der lamellaren Lipidphasen. In der Kosmetik werden sie als Emollients für Haut mit gestörter epidermaler Barrierefunktion eingesetzt. Basiert auf wissenschaftlichen Untersuchungen sind Konzentrationen unter 0,2% der Ceramide in einer Formulierung unwirksam, um eine normale Barrierefunktion herzustellen oder die richtige Hautfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten. Leider finden Sie auch Produkte auf dem Markt, die Ceramide in ihrer Formulierung enthalten, in einer Konzentration von nur 0,00001%. In natural cosmetic is another fact about ingredients very important. That is the technological aspect of formulating. When working with ingredients of natural origin, we have to keep in mind that raw materials are very variable. Their quality is not the same with every batch you get. This also means that you can expect compositional variations, which can cause different sensory characteristics of a formulation. In der Naturkosmetik ist eine weitere Tatsache über Inhaltsstoffe sehr wichtig. Das ist der technologische Aspekt der Formulierung. Bei der Arbeit mit Zutaten natürlichen Ursprungs müssen wir berücksichtigen, dass die Rohstoffe sehr unterschiedlich sind und ihre Qualität nicht bei jeder Charge gleich ist. Dies bedeutet auch, dass man Variationen in der Zusammensetzung erwarten kann, die unterschiedliche sensorische Eigenschaften einer Formulierung verursachen können. Here is an example: essential oils. Essential oils are the basic ingredients used for a perfuming of a product or as cosmetically active ingredients to achieve various cosmetic effects.
Their composition varies through the number of factors, such as, for example, plant part, time of harvest, weather conditions. Typically, when we talk about the same plant species, the different geographical origin leads to the most distinguished differences in the composition. Hier ist das erste Beispiel, ätherische Öle. Ätherische Öle als Grundbestandteile für die Parfümierung eines Produkts oder als kosmetische Wirkstoffe zur Erzielung verschiedener kosmetischer Wirkungen. Ihre Zusammensetzung variiert durch die Anzahl der Faktoren, wie zum Beispiel Pflanzenteil, Erntezeitpunkt, Wetterbedingungen und so weiter. Wenn wir über dieselbe Pflanzenart sprechen, führen die unterschiedlichen geografischen Ursprünge in der Regel zu den deutlichsten Unterschieden in der Zusammensetzung. Another very important example that shows us problematic of both the plant variability and the lack of standards are plant extracts. They are often used as cosmetically active ingredients on which marketing claims are based. However, there are no cosmetic standards on their composition. Moreover, plant extracts are available in a number of forms: dry extracts, liquid extracts, and so on. However, only poor analytical specifications are often available. Ein weiteres sehr wichtiges Beispiel dafür zeigt uns, dass sowohl die Pflanzenvariabilität als auch Mangel von Standards problematisch sind. Sie werden häufig als kosmetische Wirkstoffe verwendet, auf denen Marketingbehauptungen beruhen. Es gibt jedoch keine kosmetischen Standards für ihre Zusammensetzung. Außerdem sind Pflanzenextrakte in einer Reihe von Formen erhältlich. Trockenextrakte, Flüssigextrakte und so weiter. Oft sind jedoch nur schlechte analytische Spezifikationen verfügbar. One of the most important parameters for the evaluation of the plant extracts is a drug-to-extract ratio, DER. What does that mean? Let's say that we need to make 1 kilo of rose sheep extract. This extract can be made with 1 kilo of fruits or with 10 kilos of fruits. And of course, that means a huge difference. However, not all analytical specifications of plant extracts define the DER ratio, because, like I already mentioned, there are no standards. Einer der wichtigsten Parameter für die Bewertung der Pflanzenextrakte ist das Droge-Extrakt-Verhältnis, DEV. Was bedeutet das? Hier sehen wir Hagebuttenfrüchte. Nehmen wir an, wir müssen 1 Kilogramm Hagebuttenextrakt herstellen. Dieser Extrakt kann mit 1 Kilogramm Früchten oder mit 10 Kilogramm Früchten hergestellt werden. Und das bedeutet natürlich einen großen Unterschied. Allerdings definieren nicht alle analytischen Spezifikationen von Pflanzenextrakten das DEV-Verhältnis, da es, wie bereits erwähnt, keine Standards gibt. Let us take a look at the example of green tea extract. Green tea extract is one of more common cosmetic ingredients. On the slide, you can see an article about anti-aging activity of the green extract tea. The conclusion of results was that 0.008% of pure undiluted extract does have anti-aging activity. And because of this property, we want to include it in our formulation. Schauen wir uns das Beispiel des Grüntee-Extrakts an. Grüntee-Extrakt ist einer der häufigsten kosmetischen Inhaltsstoffe. Auf der Folie sehen Sie einen Artikel über die Anti-Aging-Aktivität des Grüntee-Extrakts. Die Schlussfolgerungen der Ergebnisse war, dass 0,008% des reinen, unverdünnten Extrakts eine Anti-Aging-Aktivität aufweisen. Und aufgrund dieser Eigenschaft möchten wir den Grüntee-Extrakt in unserer Formulierung aufnehmen. Here we have an example of a good extract. It contains 5% of the pure extract and it is a bit diluted in glycerol and water. It has a dark brown color, as you can see in the photo.
The distributor also provides the content of caffeine, tannins, and some other active components in the extract. The recommended usage is also appropriate. Hier haben wir ein Beispiel für einen guten Extrakt. Er erhält 5% des reinen Extrakts und ist etwas mit Glycerin und Wasser verdünnt. Es hat eine dunkelbraune Farbe, wie Sie auf dem Foto sehen können. Der Händler liefert auch den Gehalt an Koffein, Tanninen und einigen anderen aktiven Komponenten im Extrakt. Die empfohlene Verwendung ist auch angemessen. And here we have an example of another green tea extract. The distributor does not provide any information about the composition. The only information from which you can guess the quality of this extract is color, which is light pink to amber. My conclusion would be that this extract is highly diluted and not properly analyzed. Probably even the distributor does not know the content of plant in the final product. Here, after I saw those two examples, I would strongly recommend that before purchasing any kind of extract, find as much of available data about this ingredient as you can, and compare different distributors to see what information about the product you can find from different providers. Und hier haben wir ein Beispiel für einen anderen Grüntee-Extrakt. Der Händler gibt keine Informationen über die Zusammensetzung an. Die einzige Information, anhand derer Sie die Qualität dieses Extrakts erraten könnten, ist die Farbe. Die ist hellrosa bis bernsteinfarben. Mein Fazit wäre, dass dieser Extrakt stark verdünnt und nicht richtig analysiert wird. Wahrscheinlich kennt sogar der Händler den Inhalt der Pflanze im Endprodukt nicht. Nachdem wir diese beiden Beispiele gesehen haben, würde ich dringend empfehlen, vor dem Kauf eines Extrakts so viele verfügbare Daten wie möglich zu diesem Inhaltsstoff zu finden und verschiedene Händler zu vergleichen, um festzustellen, welche Informationen über das Produkt Sie von verschiedenen Anbietern erhalten können. Another very popular group of extracts in cosmetics are CO2 extracts. Extracts gained with a process known as supercritical fluid extraction. CO2 extracts can contain the same components as plant oils, conventional extracts, or essential oils. They all have the definition extract in their INSI names, and unless you receive information from your supplier about the content of extract, it's hard to guess what is hidden inside the extract. For example, from marigold we can get two different extracts, one from flower and one from seeds. From flowers we get an extract that is similar to classic marigold maceration, and it has typical healing properties. However, if we have an extract from marigold seeds, the composition is completely different and we actually get a typical marigold seed oil. And to answer on the question on the slide, are CO2 extracts highly potent ingredients or just a good marketing trick? Well, it depends on the extract. If the extract is just a plant oil gained from CO2 extraction, then we should handle with it like with any other plant oil and use it in that way in our formulations. And if our product is like CO2 marigold flower extract, we should use it in properly lower quantity. Eine weitere sehr beliebte Gruppe von Extrakten in Kosmetika sind auch CO2-Extrakte. Extrakte, die mit einem Verfahren gewonnen werden, bekannt als superkritische Extraktion der Flüssigkeiten. CO2-Extrakte enthalten je nach Pflanzenmaterial und Extraktionsbedingungen die gleichen Bestandteile wie Pflanzenöle, konventionelle Extrakte oder ätherische Öle. Sie haben die Definition Extrakt in ihrem INSI-Namen. Wenn Sie von Ihrem Lieferanten keine Informationen über die Bestandteile erhalten, ist es schwer zu erraten, was im Extrakt verborgen ist. Zum Beispiel, wir können aus Ringelblumen zwei verschiedene Extrakte erhalten, einen aus Blumen und einen aus Samen.
Aus Blumen erhalten wir einen Extrakt, der der klassischen Ringelblumenmazeration ähnelt und typische heilende Eigenschaften aufweist. Wenn wir jedoch einen Extrakt aus Ringelblumensamen haben, ist die Zusammensetzung völlig anders und wir erhalten tatsächlich ein typisches Ringelblumensamenöl oder Triterpenalkohole, die für die Wundheilung verantwortlich sind. Um die Frage auf der Folie zu beantworten, sind CO2-Extrakte hochwirksame Inhaltsstoffe oder nur ein guter Marketingtrick? Es hängt von Extrakt ab. Ob der Extrakt nur ein Pflanzenöl ist, das durch CO2-Extraktion gewonnen wird, dann sollten wir damit wie mit jedem anderen Pflanzenöl umgehen und es auf die Weise in unseren Formulierungen verwenden. Und wenn unser Produkt wie CO2-Ringelblumenblütenextrakt ist, sollten wir es in einer angemessenen, geringen Menge verwenden. We've been talking about quantities that are too low for the most of time in this presentation, but the other way around is, of course, also possible. People usually think that there cannot be too much of something that is good for us, but of course can be. In these examples, we can see a really bad formulation of an antioxidative oil serum. Antioxidants are intriguing substances to which almost miraculous effects on human health and beauty have been attributed. It is a well-known and scientifically accepted fact that they reduce oxidative stress, and as such, they slow or diminish the formation of visual signs of aging. But in larger quantities, in quantities above the recommended levels, antioxidants can act paradoxically as pro-oxidants and actually increase oxidative stress. Wir haben in dieser Präsentation über Mengen gesprochen, die meistens zu niedrig sind. Aber umgekehrt ist natürlich auch möglich. Die Leute denken normalerweise, dass es nicht zu viel von etwas geben kann, was gut für uns ist. Aber das stimmt nicht. In diesem Beispiel sehen wir eine wirklich schlechte Formulierung für ein antioxidatives Ölserum. Antioxidantien sind faszinierende Substanzen, denen fast wundersame Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und Schönheit zugeschrieben werden. Es ist eine bekannte und wissenschaftlich anerkannte Tatsache, dass sie oxidativen Stress reduzieren und als solche die Bildung visueller Zeichen des Alterns verlangsamen oder verringern. In größeren Mengen, in Mengen über den empfohlenen Mengen, können Antioxidantien paradoxerweise als Prooxidantien wirken und tatsächlich den oxidativen Stress erhöhen. For the end of this presentation, I would like to conclude the most important thoughts we discussed today. As I can see, natural is the only long-term future for cosmetic. It is a trend that I believe will overgrow the conventional cosmetics because people are increasingly aware that we are responsible for our health and the environment in which we live in. But even though natural is our future goal, all ingredients of natural origin shouldn't be blindly considered safe and active. Singular ingredients are important, but also the whole formulation should be composed wisely to have the best possible impact on our skin, without redundant ingredients and with thoughtfully chosen synergetic components. Moreover, when choosing ingredients, we should gain as much knowledge as we can and look on the formulation with a critical eye. At this point, I would also like to invite you to take a look at a new certificate in the cosmetic field, Cosmetically Active, which evaluates all today's aspects and assess the cosmetic product as active, natural, and skin-friendly, and also look at the product as a whole. Am Ende dieser Präsentation möchte ich die wichtigsten Gedanken zusammenfassen. Ich glaube, natürlich ist die einzige mögliche langfristige Zukunft für Kosmetik
Kosmetika. Es ist ein Trend, der, wie ich glaube, die konventionelle Kosmetik überwachsen lässt, weil die Menschen zunehmend bewusst werden, dass wir allein für unsere Gesundheit und die Umwelt verantwortlich sind. Immerhin, alle Inhaltsstoffe natürlicher Herkunft sollten nicht blind als sicher und aktiv angesehen werden. Individuelle Inhaltsstoffe sind wichtig, aber auch die gesamte Formulierung sollte mit Bedacht zusammengestellt werden, um die bestmögliche Wirkung auf unsere Haut zu erzielen. Ohne überflüssige Inhaltsstoffe und mit sorgfältig ausgewählten synergetischen Komponenten. Darüber hinaus sollten wir bei der Auswahl der Inhaltsstoffe so viel Wissen wie möglich gewinnen und die Formulierung mit kritischem Blick betrachten. An dieser Stelle möchte ich Sie auch einladen, sich ein neues Zertifikat im Bereich Kosmetik, Cosmetically Active, anzusehen, das alle heutigen Aspekte bewertet und das kosmetische Produkte als aktiv, natürlich und hautfreundlich bewertet. Since a lot of you are interested in natural ingredients, and I know that there is a lot of misinformation circling around, I would highly recommend you the publication on the photo. This is the book Modern Cosmetic, and it's the world's most comprehensive book on natural ingredients, written by my colleagues at the Faculty of Pharmacy. And especially for ICADA conference, you can also use a promo code with an 8% discount. Da viele von Ihnen an natürlichen Inhaltsstoffen interessiert sind und ich weiß, dass viele Fehlinformationen im Umlauf sind, würde ich Ihnen das Fachbuch auf dem Foto wärmstens empfehlen. Es geht um Modern Cosmetics, das weltweit umfassendste Fachbuch über kosmetische Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs, das von meinen Kollegen an der Fakultät für Pharmazie aus Ljubljana verfasst wurde. Speziell für die ICADA-Konferenz können Sie eine Gutscheincode mit 8% Rabatt verwenden. I would like to thank you again for your attention, and if you have any additional questions after this presentation regarding the activity of cosmetic ingredients, you can also write to my email or you can just ask me here. Thank you. Ich möchte mich noch einmal bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Thank you, Katja. This was an excellent Thank you for giving me this opportunity to present our modern company. natural cosmetics is I'm Yukon, certification manager at IGS. And put them in cream. IGS stands for Institute of Global Sustainability which Certificate. makes it efficacious. I'm gonna present about our company services. Just not water. Recently, it's efficacy for the skin. Product certification often require thank you very much. That was very interesting and because very there are important. many benefits of product certification. Vielen Dank, Katja. Das war ein ganz hervorragender Vortrag, den ich unheimlich gut fand. Er zeigte uns ganz genau, dass Naturkosmetik eben nicht nur ein paar Pflanzen im Garten hochziehen und die in Creme und Lotion tun, sondern es zeigt schon, dass es wichtig ist, eine Wissenschaft hinter den Produkten zu haben, wissen, was ist drin, wie wirkt es, welche Struktur hat es, welche Bedenklichkeit hat es. Auf die Art und Weise ist eben doch gesichert, dass Naturkosmetik der konventionellen Kosmetik mindestens ebenbürtig ist. Mindestens ebenbürtig, weil Naturkosmetik eben nicht nur wirksame Stoffe hat, Unbedenklichkeit hat, sondern auch den Gedanken der Natur mit berücksichtigt. Schönen Dank. Bevor wir nun zum nächsten und letzten Vortrag in der Vormittagsrunde gehen, wir sind wie bei ICADA üblich ein bisschen über die Zeit, möchte ich Ihnen noch einen kurzen Hinweis geben. Nach dem nächsten Vortrag, der ungefähr 18 Minuten dauert, machen wir eine Pause bei den Präsentationen, aber wir können uns dann treffen im Forum, wo Live-Treff zwischen den Teilnehmern, den Ausstellern, den Lieferanten, allen denen, die interessiert ist, passieren können. Also nutzen Sie gleich die Möglichkeit für den Live-Treff, um dort entsprechend zu kommunizieren. We are going to see the last presentation for this session, morning session. Afterwards, we have a break at presentation at the Kongress
conference center, but we are going to meet at the live treff, where you can meet other participants, exhibitors, everybody you are interested to see, and we can discuss and we can exchange informations. Den nächsten Vortrag möchte ich gerne folgendermaßen anführen. Wir haben heute im internationalen Teil sehr viel über Label gehört. Aber Naturkosmetik ist natürlich nicht Label, das wissen wir mittlerweile, und Label sind wahrscheinlich auch das Auslaufmodell. Es kostet Geld, was bringt es dem Verbraucher? Insofern heute Nachmittag werden Sie viele andere wichtige Vorträge hören über das Lieferkettengesetz, also die Ethik hinter Naturkosmetik, über die Klarstellung, dass keine Hormone in der Kosmetik sind, aber auch über die Qualitätskontrolle von natürlichen Rohstoffen, so wie es die Firma Wala macht. Wie weit sowas gehen kann, zeigt der Vortrag unserer Kollegen aus Korea, Südkorea, die jetzt über die alle möglichen Zertifizierungen sprechen und Ihnen die vorstellen. Ich bitte, diesen Vortrag auch mit entsprechender Skepsis zu hören und vor allen Dingen dann vielleicht eure Meinung mal im Forum, im Live-Treff abzugeben. We are going to see a last presentation in this morning session. We heard a lot about labels, and it gave the impression that natural cosmetics is labels. No, natural cosmetic is not labels. Natural cosmetic is efficacy, is a organoleptic event. It's much, much more. And since labels are going to be not more important in the future, we should concentrate and focus on what is natural cosmetic on. And this afternoon, we hear German lessons about there are no hormones in the cosmetics, how to specify and analyze natural compounds, and so on and so on. We have at last a presentation from our colleagues in Korea, South Korea, and they show how far the actual events go when it comes to labeling and how much we have to take care of, to see and to ask and to discuss how labeling is interesting. Interesting presentation from South Korea. Thank you for giving me this opportunity to present our company. I'm Yu-Kyung, Certification Manager at IGSC. IGSC stands for Institute of Global Sustainability Certificate. I'm gonna present about our company services. Recently, product certification often required in various industries because there are many benefits of product certification to gain marketing advantage, to meet regulator requirements, and protect consumers. Now, let's begin the presentation. This presentation will consist of three main parts: introduction of IGSC, our main services, and our next plan. To begin with, our vision is sustainable certification creates sustainable world. To further explain, these are our business objectives. First, various global certification service. Second, developing certification schemes. Third, providing education through approval from international educational institution. And last, corporate social responsibility. This is our history. We started the service, our ISO certification, quality and qualification audit, and we've been serving vegan and kosher certification through MAU overseas certification bodies. Especially, we recently developed our own vegan and sustainable palette-related certification and received ISO 17065 accreditation for certification system.
In the next chapter, I will introduce the certification system in detail. At IGSC, we certify for a wide range of product, service, and education. We mainly provide these 4 certifications: vegan, palliative product, defense equipment, CPS, zero waste, and plastic-free. Our partners, as you can see the right table, we signed MOU with overseas certification body and various industrial fields. In the future, the company plans to provide certification services by promoting business arguments with various certification-related organizations. Moving on next part, I'd like to mention all our services: vegan, clean beauty, palliative product, zero waste, plastic-free. So first, vegan certification. Vegan. This trend, which is very popular among the young generations, this excludes all form of exploitation of cruelty of animals. Vegan certification meet following criteria: no animal ingredients, no animal testing, no cross-contamination. IGSC is the first ISO 17065 product certification body in South Korea. These are 3 advantages of choosing IGSC. First, reliable verification of a company that provides stable products. Provide product manufacturers with verification that their products are tested, effective, and certified to safe and meet the industry standard. Second, certification of global market. IGSC services serve as international recognized stamp of approval for industry regulators. Third, satisfaction of customers using product and services. IGSC services are accepted by marketplace, close domestic, and international borders. To explain in more detail, these are different from other certification body. On site audit, when the audit process audit team, they are directly identify manufacturing process and prevent cross-contamination. In other words, accurate verification of product manufacturing and management. Product audit. During a site inspection, the product is collected and sample is analyzed to confirm that there are no abnormality in the product. It means solid review of the product. Global certification. IGSC gained global accredited by the National Accreditation Center, making IGSC the only logo held to ISO standard. Accreditation makes our standard higher and symbol more reliable. So customers know to look for the IGSC vegan certified logo for the highest level of transparency. They show our certified brand, product certification for food such as seasoning, beer, and oils, and for cosmetics such as body wash, hand sanitizer. We also certify cosmetic made with natural and organic ingredients. And then service certification for bakery that were the first place to be certified. Certifications process.
If you're planning to get certified, there's a step. It's a common certification procedures. First, apply your certification. Fill out all required forms and submit. Second, we will send invoices. Third, go through the paperwork audit process. Fourth, handling non-conformity. Fifth, on-site audit processing with lab testing. Manufacturer and customer ensure product quality and reliability through this process. Sixth, handling non-conformity. After complete the site audit, auditor couldn't find any non-conformities in the site audit report, then go through the next step. But where the non-conformity occurred as a result of the site audit, the applicants should improve the non-conformity. Seventh, write a contract. Eighth, certification and logo approval. It's about a low use of logo for the marketing purposes. Clean beauty is based on positive world view and protecting the plants and its people. The Clean Beauty certification mark allows customers to easily choose products. The products that are scientifically developed and fully compliant with all relevant regulatory requirements. Clean Beauty meet the following criteria. Cosmetic product stability must be checked. No animal tests for the raw material and finished products. As we saw earlier, it follows vegan criteria of IGSC. Leaf-friendly must meet condition. The product must be eco-friendly. It should be a brand that fulfills its social responsibility. For example, invest in human welfare. The criteria, review item, and evaluation method are as follows. After the review, certification is approved for products that have obtained score above a certain standard. Certification process same as before. According to Yahoo Finance, pet care market is gaining traction due to the growing adoption of pet as a companion and increasing awareness about maintaining pets' health among the owners. Therefore, pet-related product certification is necessary for caring their pets. Pet-related product certification meet the following criteria. All products used for animal hygiene should not contain substances that cause skin irritation or harm health. Convenience and sustainability of pets should be guaranteed for clothes, bed, and toy used by animals while planning and sleeping. Various food and snacks that animals consume and tableware for them must be chemically, biologically, and physically safe. For service such as medical care and beauty-related animals, environmental quality and social management system must be well established. Benefit of choosing IGSC is same as before. Pet-related product certification. We can say all products and services we need from birth to death can protect our pet health and safety. Below tables show the classification by product and the standard for each product. Certification process same as below.
Last certification is zero waste and plastic-free certification. These are the most pressing issue currently because zero waste and plastic-free conserve resources and minimize pollution. Zero waste certification for product refers to certification given to product made by organizations that thrive, reduce, or minimize waste. Zero waste certification for organizations and services refers to certification given to organized and services that thrive and to reduce or minimize waste. Plastic-free certification for products refers to certification given to product and packaging that are completely free of plastic. The certification level for production and services are following table. Certified to platinum, the platinum is the highest level among the criteria. I'd like to explain 5 R's of zero waste. Refuse. Say no to what you don't need. Reduce. Use only product and services you need and reduce what you don't need. It also means only focus on necessary purchases. Reuse. Switching disposal item for a reusable and permanent alternative. Recycle. If you refuse, reduce, reuse, and can give something to someone, recycle. Lot. Compose the rest. Compose your own household waste or take part in composing program for organic waste. And finally, I will wrap up this presentation by looking at our vision of future. These are 4 main built-in current services and our next plan where we want to be in the future. First, global marketing. Second, improving product reliability. Third, one-stop system. And the last, sharing information. You should consider these benefits when thinking about whether or not to get products certified with IGSC. Thank you for watching this video. I hope that it has been useful. I really hope you have some informative information about IGSC certification. You can contact us for... Well, thank you, Nahon, for that very interesting presentation and showing everybody what is possible, what is the way to the future if certification plays the major role. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben den Wink mit diesem Vortrag verstanden. Soweit kommen wir, wenn Zertifizierung im Vordergrund steht und nicht mehr die Qualität von Produkten. Und das ist vielleicht ein schönes Thema für die Diskussion, die wir jetzt führen können im Live-Treff. Sie sehen hier an der Seite den Klickpunkt. Klicken Sie einfach hier und schon sind Sie bei uns im Live-Treff, können diskutieren mit uns, mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mit Lieferanten, mit Ausstellern. Wir machen eine Pause bei den Präsentationen bis 14 Uhr. Dann geht es weiter mit wichtigen Themen wie Hormone in der Kosmetik, das Lieferkettengesetz, Mikroplastik-Update, dann natürlich aber auch die Qualitätskontrolle von Wirkstoffen, von natürlichen Komponenten in Naturkosmetik, Chemical Sustainability, die EU-Strategie jetzt auf Deutsch und Aktuelles aus Brüssel. Bis dann, eine schöne Pause, machen Sie sich eine schöne Pause, vielleicht spazieren Sie ein bisschen auf der Promenade am Meer entlang, bei uns auf der Expo oder setzen sich an das Café on the Beach, was rechts hinter dem Stand von Herrn Bartmann mit dem Spa Vivanest ist. Viel Spaß und gute Erholung.
Meine Damen und Herren, wir machen gerade eine Pause. Sie treffen uns in der Live-Diskussion. Rechts am Knopf klicken. Meine Damen und Herren, Sie finden uns im Live-Treff direkt hinter dem Knopf auf der rechten Seite. Meine Damen und Herren, Sie treffen uns im Live-Treff in der Diskussion. Meine Damen und Herren, Sie treffen uns im Live-Treff in der Diskussion. Meine Damen und Herren, Sie treffen uns in der Live-Diskussion
im Live-Treff. Meine Damen und Herren, Sie treffen uns im Live-Treff. Meine Damen und Herren, Sie treffen uns im Live-Treff. Meine Damen und Herren, es läuft derzeitig immer noch der Live-Treff und Diskussion.
Meine Damen und Herren, wir starten in wenigen Minuten, holen sich noch ein gekühltes Getränk, machen es sich bequem und bis gleich. Willkommen bei einer weiteren Folge von Kosmetik verstehen ohne chemische Formeln. Unser heutiges Thema beschäftigt sich mit der beliebten Verbrauchertäuschung unter der Schlagzeile Hormone in der Kosmetik.
Ich bin Reinhold Brunke und ich erkläre euch heute meinen Titel Keine Hormone in der Kosmetik. Was erklärt mein Vortrag? Welche Organisationen täuschen die Verbraucher? Warum behaupten solche Organisationen, Hormone seien in der Kosmetik? Was ist damit gemeint? Was sind die fachlichen Fakten in der Realität? Welche gesundheitliche Gefahr besteht überhaupt? Worin besteht diese Verbrauchertäuschung, die ich heute darstellen werde? Worin besteht die Verbraucherschädigung? Und vor allen Dingen, was wird gegen solche Schädigung der Verbraucher und Irreführung der Verbraucher unternommen? Richtigstellung zum ersten Mal, Fakten, die man jederzeit nachlesen kann. Hormone sind in der Kosmetik verboten. Es gibt eine Anlage 2 in der Kosmetik, da gibt es die Position 37, 194 und 260. Kann jeder also nachlesen im Internet, dass Hormone in der Kosmetik verboten werden. Deshalb werden auch keine Hormone in der Kosmetik eingesetzt. Der Begriff Hormone in der Kosmetik diente nur dazu, Aufmerksamkeit zu erregen und war eine vereinfachte Schlagzeile. Gemeint waren in Wirklichkeit endokrine Disruptoren. Die existierende Bewertung für diese Schlagzeilen war allerdings falsch. Es gibt anerkannte Einstufungen als endokrine Disruptoren, die sind in Arbeit und für einige Stoffe auch schon durchgeführt worden. Es gibt teilweise Entwarnungen, zum Beispiel ganz wichtig, die immer sehr verunglimpften Parabene. Sie sind zum Teil, nämlich Methyl- und Propylparaben, als unbedenklich dokumentiert worden. Teilweise sind aber auch einige endokrine Disruptoren verboten worden. Das Verbot ist abgeschlossen. Und teilweise werden uns endokrine Disruptoren einfach verschwiegen. Es wurden also großartige Schlagzeilen in die Welt gesetzt. Hormone ganz schlimm und alternative Natur. Die Natur hat genauso endokrine Disruptoren wie die synthetische Chemie. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Was sind das für Organisationen, die diese Verbrauchertäuschung in die Welt setzen? Als erste natürlich der BUND, die Schwesterorganisation in Österreich Globe 2000, Change.org, die immer Durchführung von Verbraucherbefragungen machen und Abstimmungen, damit Gesetze durchgebracht werden. Dann das Bewertungsportal Kojak. Aber auch die Medien haben fleißig sich an dieser Hexenjagd beteiligt. Die Zeitschrift Ökotest hat einige Bewertungen, die nicht nach dem Stand der Technik sind. Das Südwestrundfunk, also die Fernsehanstalt, hat Ausstrahlung gesendet, wo der Verbraucher ganz klar irregeführt wurde. Und auch das WDR hat sich an dieser Schlammschlacht mit Schlagzeilen, die Verbraucher verwirren, aber nicht aufklären, beteiligt. Und letztendlich, es gibt eine Einkaufsorganisation BNN, die hat Sortimentsrichtlinie erstellt und da wurde wirklich dann auch suggeriert, man würde Hormone in der Kosmetik einsetzen können mit der Frage, die ich Ihnen gleich auch näher erläutern werde. Der BUND fing schon im August 2013 an. Hormonelle Schadstoffe war das Stichwort, synthetisch hergestellte Chemikalien. Das ist unseriös, denn die Natur als Quelle für sogenannte endokrine Disruptoren wurde vollkommen verschwiegen. Change.org wollte wieder mal Petitionen durchführen mit einem Schneeballsystem, wo viele Leute sich beteiligen an irgendeinem Missstand. Es wurden Geschichten vorgestellt mit realen Personen, die allerdings letztendlich nicht einer fachlichen Prüfung standhalten können. Dann sollte vor einigen Jahren eine App eingeführt werden, die über Stoffe, die in der Kosmetik verwendet werden, Auskunft geben. Es wurde dann in der Schlagzeile zur Bewerbung gesagt, aus 60.000 Stoffen enthalten 30% endokrine Disruptoren. Diese können substituiert werden, das heißt ersetzt werden. Wir haben ein Mitglied aus BUND mal zu einem Vortrag gehabt und konfrontiert mit den Fragen, wo sind die Risikobewertungen, dass sie sowas behauptet? Es gibt eine generelle Belastung durch endokrine Disruptoren im tagtäglichen Leben, in der Ernährung und Ähnlichem.
Es wurden alle Parabene, die verschiedene toxikologische Profile haben und von denen zum Beispiel das Butylparaben nun auch für die Kosmetik verboten wurde, gleichgesetzt mit den unbedenklichen. Es gab 3 diverse SCCP-Opinion, das sind also Gutachten des Bewertergremiums der EU-Kommission, die wurden einfach ignoriert. Global 2000 hat einen ganz tollen Report gemacht, da gab es extra eine Zeile EDC frei, endokrine Disruptoren frei. Da waren viele Produkte, da war da ein grüner Haken, zum Beispiel ein Produkt mit einem Sojakomplex. Offensichtlich ist es Global 2000 nicht bekannt, dass in Soja Genestin und Didein drin sind. Das sind nämlich endokrine Disruptoren, die ein sehr hohes Potenzial haben, wie ich gleich erklären werde. Man hat vollkommen übersehen, dass Benzoesäure Konservierung in der Naturkosmetik erlaubt sind. Auch die sind auf der Verdachtliste der EU-Kommission. Da waren Produkte mit Stutenmilch, mit Wein, mit Tee, alles Naturstoffe, in denen endokrine Disruptoren sind, überall ein grünes Härkchen. Der Südwestfunk hat am 24. Februar 2016 eine Ausstrahlung gemacht, die nun wirklich absolut unethisch von mir eingestuft wird und empfunden wird. Da gab es eine Protagonistin, die hat nach den Ursachen für ihre Brustkrebserkrankung gesucht und bei der Kosmetik gesucht. Das war eine voreilige Verbrauchertäuschung, denn in den Kosmetikprodukten, die dort vorgestellt wurden, gab es keine Hormone, die hätten Brustkrebs erzeugen können. Die Plus-Minus-Sendung vom 17. Februar 2016 war ebenfalls so etwas. Da wurde Naturkosmetik als Alternative dann vorgestellt. Das ist eine Irreführung durch die Firma, die das vorgestellt hat, denn es gibt unendlich viele endokrine Disruptoren in der Natur. Der BNN hat in seinem Fragebogen für seine Sortimentsrichtlinie die Frage, erlauben Sie synthetisch hergestellte hormonell wirksame Stoffe? Das unterstellt, als ob man hormonell wirksame Stoffe in der Kosmetik einsetzen darf. Nein, das darf man gar nicht. Deswegen einige Richtigstellungen. Die Bezeichnung Hormon war in all diesen Fällen vollkommen falsch. Gemeint sind keine Hormone, gemeint sind endokrine Disruptoren. Das ist was vollkommen Verschiedenes. Diese Art von Verfälschung diente nach meinem Dafürhalten, dass man Schlachtzahlen erzeugen wollte, dass man die Verbraucher erschrecken wollte und Hormone versteht man, endokrine Disruptoren versteht man vielleicht nicht so leicht. Denn was sind endokrine Disruptoren? Endokrine Disruptoren sind Stoffe, die durch Veränderung des Hormonsystems die Gesundheit schädigen können, wenn sie in einer wirksamen Dosis in den Körper gelangen. Das heißt, wirksame Dosis muss erst bewertet werden. Allein die Struktur genügt nicht, um Alarm zu schlagen und zu sagen, diese Stoffe sind in der Kosmetik gefährlich. Ganz im Gegenteil, wir haben viele Stoffe, da würde jeder sofort sagen, oh, das ist aber gut, da braucht man keine Angst zu haben. Hier einfach mal ein paar einfache Beispiele. Weintrauben, Apigenin, Campherol, Resveratrol haben endogene Disruptoren. Die Jammwurzel, die Süßholzwurzel, Tee, Katechingalat, die Polyphenole, wie man so schön sagt. Mönchspfeffer, Sägezahnpalme, Moor mit den Fulvin- und Huminsäuren, der Hibiskus, Melisse und ähnliches. Es gibt eine unendliche Anzahl von Lebensmittelmaterialien, also Stoffe, die teilweise in Lebensmittel eingesetzt werden, die alle endokrine Disruptoren beinhalten. Ein ganz spezieller Fall war die Parabenverunglimpfung. Es gibt Gutachten vom SCCP, das dann hinterher umgenannt wurde, SCCS, das ist also das Gutachtergremium der EU-Kommission. Es gab Gutachten von 2006, 2008, 2010, 2013 und weitere. Eine Regulierung fand statt in 2014. Es wurden langkettige Parabene verboten, erlaubt, aber trotzdem diffamiert von diesen Organisationen und Produktbewertungswebportalen wurden Methylparaben und Ethylparaben. Eingeschränkt erlaubt war Propylparaben, trotzdem diffamiert.
Die Medien, Zeitschriften und selbsternannte Verbraucherschützer respektieren offenbar die Wissenschaft nicht. Selbst das Gesetz, denn es gab eine gesetzliche Regelung in 2014 und diese SCCS-Opinions wurden einfach ignoriert. Tragisch. Gerade die Parabene sind gut dokumentiert und haben eine gute Wirkung gegen Bakterien. Die wurden einfach nur schlecht gemacht. Ich habe hier eine Arbeit rausgesucht, eine wissenschaftliche Arbeit, die genau das Gegenteil beweist. Es gibt eine Arbeitsgruppe um Professor Gold, der in 2005 eine Untersuchung publiziert hat. Da hat er untersucht und verglichen die Fähigkeit von endokrinen Disruptoren an die Östrogenrezeptoren sich zu koppeln. Er hat für Alpha-Estradiol den Wert 100 gesetzt. Klar, der Rezeptor ist ja nun für Östrogene gemacht. Hat dann solche Stoffe wie Genesein, das mit 87% Wirkung sich auch an die Rezeptoren rangesetzt hat, und Parabene verglichen. Und bei den Parabenen, nochmal, 100 waren richtige Östrogene, 87 waren natürliche endokrine Disruptoren, wurde beim Ethylparaben 0,01, ein Tausendstel an Fähigkeit gefunden, sich an die Rezeptoren zu binden. Die Parabene wurden schlecht gemacht. Unterschlagen wurde vor allen Dingen die Schlagzeilen machten mit großen Worten, Hormone sind in der Kosmetik, dass in der Natur wesentlich effektivere endokrine Disruptoren sind. Da hat man sich nicht dran gewagt. Das war handwerklich unzugängliche Arbeit, denn es wurde immer nur eine Gefahrbewertung gemacht. Es wurde gesagt, diese Stoffe haben eine Struktur wie endokrine Disruptoren, die können gefährlich sein. In der Kosmetik ist es aber vorgeschrieben, dass man nicht nur die Gefahr, die generelle, bewertet, sondern auch eine Risikobewertung macht, denn nur die Menge macht die Wirkung. Spuren von einem Stoff können vollkommen unbedenklich sein. Die wirksame Dosis ist schon von Paracelsus definiert worden. Von diesen Schlagzeilenjägern wurde sie einfach ignoriert. Und es gibt ein ganz einfaches Beispiel, wo man sich klar machen kann, dass das handwerklich schlechte Arbeit ist. Man hört immer wieder, dass Leute im Wasser ertrinken. Schlussfolgerung ohne eine Risikobewertung: Wasser ist tödlich. Kein Mensch würde sagen, Wasser ist tödlich. Wasser ist nur tödlich, jetzt kommt die Risikobewertung, wenn man als Nichtschwimmer irgendwo im Atlantik schwimmt. Wenn man mit den Knien im Wasser steht, ist Wasser nicht tödlich. Der zweite Ansatz, der ebenfalls sachlich, fachlich falsch war: Man hat Verdachtlisten herangezogen, hat gesagt, aha, hier steht, der und der Stoff ist unter Verdacht, das ist der Beweis. Teilweise schon lange obsolete Listen wurden da entsprechend von diesen Medien wie BUND, Ökotest herangezogen. Die Kommission ist aber schon sehr fleißig gewesen, seitdem es die Kosmetikverordnung gibt. Es gab in 2019 eine Verdachtsliste. Im Prinzip bestand die aus 2 Teilen, jeweils 12 Positionen, 12 Stoffe, die ein potenzielles endokrines Disruptorpotenzial haben konnten. Es war eine Gruppe mit 12 Stoffen, die Gruppe A, die sehr schnell bewertet wurden. Die Ergebnisse liegen auch schon großenteils vor. Und eine Gruppe B, die danach bewertet werden sollte. Falls Sie da interessiert sind, was die Ergebnisse im Konkreten sind, wir haben einen Vortrag über endokrine Disruptoren und den aktuellen Stand. Da lohnt es sich, den sich mal anzuschauen. Wichtig aber in jedem Fall: Methyl- und Propylparaben sind unbedenkliche Parabene. Das war also letztendlich Parabene als fürchterliche, schlimme Stoffe darzustellen, eine Verbrauchertäuschung, weil es wurden alte Absichtslisten genommen, es wurden Laboruntersuchungen ohne praktischen Bezug als Beurteilungsbasis herangezogen. Das war bei einem Lichtschutzfilter bei Ökotest so. Es wurden keine Additionseffekte quantifiziert, denn über die Nahrung kommen sehr viele endokrine Disruptoren in den Metabolismus.
Es wurden keine vorgeschriebenen Sicherheitsbewertungen zugrunde gelegt. Es wurden keine validierten Bewertungsmethoden angewandt. Es wurde einfach gesagt, die Stoffe sind Gefahrstoffe, ohne das Risiko wirklich zu quantifizieren. Es wurden endokrine Disruptoren gleich Hormone gesetzt. Es wurde auch kein Unterschied gemacht, ob diese endokrinen Disruptoren agonistisch oder antagonistisch, positiv verstärkend oder bremsend wirken. Es wurde auch kein Unterschied gemacht, ob diese Wirkungen positiv oder negativ sind. Zum Beispiel denken wir an Resveratrol, einen Stoff aus den Weintrauben oder aus dem Wein, der die Gefäße kräftigt. Das ist ein endokriner Disruptor. Es wurden Vortäuschungen von Fakten dem Verbraucher nahegelegt, für die es keine anerkannte Grundlage gab. Das ist Verbrauchertäuschung. Diese Aktionen schädigen den Verbraucher. Die Verunglimpfung von solchen Stoffen führt dazu, dass unbedenkliche Konservierungsstoffe langfristig zum Verzicht führen. Und wenn wir mehr und mehr Konservierungsmittel verzichten, nicht mehr nehmen, gibt es nur noch eine ganz enge, begrenzte Auswahl. Und das wiederum führt zur höheren Gefahr von Sensibilisierung. Das heißt also, diese Aktionen haben den Verbraucher geschädigt. Darüber hinaus ist es eine Schande. Die Industrie hat freiwillig auf Stoffe verzichtet, weil Verbraucher danach gerufen haben, Verbraucher, die falsch informiert waren. Insofern sind gute Konservierungsstoffe verzichtet worden und es sind schlechte Konservierungsstoffe, Stoffe, die vielleicht höheres allergenes Potenzial haben, größeres toxikologisches Profil, eingesetzt worden, um Produkte stabil zu halten. Das heißt, meine Damen und Herren, glauben Sie nicht großen Schlagzeilen, glauben Sie nicht großen, lauten Propagandamedien, sondern nur anerkannten, meist bescheidenen und ruhigen Wissenschaftlern. Wir helfen Ihnen gern dabei, solche Wissenschaftler zu finden. Recht vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem Überblicksvortrag. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem Überblicksvortrag zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz im Rahmen der ICADA-Fachtagung und der Cosmetic Business Supplier Days 2021. Wie es der Titel schon sagt, werde ich Ihnen in den nächsten 25 Minuten Überblick über die Vorgaben des neuen Lieferkettengesetzes geben.
Dabei werden wir uns zunächst den Hintergrund des Gesetzes anschauen, bevor wir dann inhaltlich einsteigen werden. Inhaltlich wird es zunächst um den Anwendungsbereich und die zentralen Begriffe des Gesetzes gehen, bevor in den weiteren beiden Punkten dann die relevanten anwendbaren Sorgfaltspflichten ein Stück weit näher beleuchtet werden. Und abschließend werden wir uns nochmal anschauen, welche Sanktionen bei Verstößen gegen das Sorgfaltspflichtengesetz drohen. Und ich werde Ihnen einen ganz kurzen Ausblick geben, wie der Gesetzgebungsprozess in Deutschland weiterlaufen wird und welche Initiativen auf EU-Ebene auch schon weitergehende Pflichten in diesem Bereich erkennen lassen. Zum Hintergrund ist zu sagen, dass es schon länger, jetzt seit fast 10 Jahren, unverbindliche Regelungen seitens der Vereinten Nationen gibt. Das sind die sogenannten Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die einen unverbindlichen Rahmen für die Einhaltung der Menschenrechte sowohl seitens der Staaten als auch seitens der Unternehmen im wirtschaftlichen Kontext geben. Wie es gerade schon gesagt ist, diese Leitprinzipien geben einen Rahmen vor, sind aber vollkommen unverbindlich. Das heißt, weder Staaten noch Unternehmen müssen sich zwingend daran halten. Aber diese Leitprinzipien betreffen grundsätzlich Unternehmen von allen Größen, Branchen, Standorten, Inhaberschaften, Konzernstrukturen, sodass man sagen kann, dass diese Leitprinzipien eigentlich die komplette Wirtschaftswelt zumindest mal betreffen sollen und sich auch Unternehmen aller Couleur an diesen Leitprinzipien orientieren könnten, wenn sie denn wollten. Eine Pflicht, wie gesagt, besteht dazu nicht. 2 Schlagworte oder 2 relevante Formulierungen aus diesen Leitprinzipien ist einmal die sozial nachhaltige Globalisierung. Hier ist es ja so, wenn wir jetzt aktuell auf die Regulierungsbestrebungen sowohl der Bundesregierung als auch der EU-Gesetzgebung schauen, dass es ganz oft ganz viele Regelungen im Bereich der klassischen Nachhaltigkeit gibt, sage ich mal. Das meint umweltbezogene Vorgaben, rohstoffbezogene Vorgaben, gesundheitsbezogene Vorgaben. Aber dieser Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit und auch der sozialen Globalisierung so in diesen produktbezogenen Bereichen nicht so sehr stark verankert ist. Und genau diese soziale Nachhaltigkeit und die soziale Globalisierung sollen eben durch diese Leitprinzipien gestärkt werden. Die Leitprinzipien bringen dann auch schon die 3 Grundsäulen der menschenrechtsbezogenen Gesetzgebung, wie wir sie jetzt auch in Deutschland dann haben, zum Ausdruck, nämlich einerseits den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt, andererseits die Achtung der Menschenrechte und der Umwelt, was natürlich auch meint, dass man Verstöße gegen Menschenrechte oder gegen umweltbezogene Pflichten vorbeugt, dass man sich kümmert, eine Bemühenspflicht, genau das wird ja auch in Deutschland immer wieder zitiert, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz erfordert keine Garantie der Unternehmen, dass Menschenrechte in der Lieferkette eingehalten werden, sondern nur in Anführungszeichen eine Bemühung in diese Richtung. Und wenn dann tatsächlich mal Verstöße identifiziert werden, dann wird in einem abgestuften Verhältnis eben auch eine Abhilfe erforderlich, sprich eine Beendigung der Verstöße oder jedenfalls ein darauf hinwirken, dass Verstöße beendet werden und Folgen aus den Verstößen minimiert werden. Diese UN-Leitprinzipien haben dann im sogenannten Nationalen Aktionsplan der deutschen Bundesregierung im Jahr 2006 Niederschlag gefunden. Ja, man kann sagen, dieser nationale Aktionsplan ist eine nationale deutsche Umsetzung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen. Solche nationalen Aktionspläne gibt es nicht nur in Deutschland, sondern fast EU-weit in allen Mitgliedstaaten. Und alle nationalen Aktionspläne ist gemeinsam, dass sie für die Unternehmen weiterhin unverbindlich sind, einen reinen Rahmen darstellen, den Unternehmen einen Vorschlag machen, was sie in ihrer Lieferkette tun könnten, um Menschenrechte und Umweltstandards einzuhalten, aber eben keine verpflichtenden Vorgaben enthalten. Auch dieser nationale Aktionsplan gilt für Unternehmen unabhängig von Größe, Branche, Standort, Inhaberschaft und Struktur. Das heißt, grundsätzlich kann sich jedes Unternehmen an diesen nationalen Aktionsplan halten, wenn es eben nur möchte. Genau dieses, wenn es nur möchte, war dann der Anlass, warum wir jetzt zum Lieferkettengesetz kommen, warum es überhaupt ein Lieferkettengesetz gibt.
Nämlich die Bundesregierung hat sich zur Aufgabe gemacht, die Einhaltung des nationalen Aktionsplans in den Jahren 2019, 2020 zu evaluieren und hat sich in ihren eigenen Koalitionsvertrag geschrieben, wenn da bei dieser Evaluierung rauskommt, dass nur ein kleiner Anteil der Unternehmen die Vorgaben des nationalen Aktionsplans tatsächlich umsetzt, eine gesetzlich verpflichtende Regelung in Deutschland kommen wird, um die Menschenrechtsstandards und die Umweltstandards in Lieferketten mit deutschen Unternehmen zu steigern. Genauso so kam es dann. Die Evaluierung des nationalen Aktionsplans hat ergeben, dass nur 13-17% der befragten Unternehmen den nationalen Aktionsplan auch tatsächlich einhalten. Und dann hat die Koalition eben entschieden, entsprechend des Koalitionsvertrages zu handeln und so ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auf den Weg zu bringen. Jetzt werden Sie sicherlich alle mitbekommen haben, dass dieser Gesetzgebungsweg nicht ganz ohne Hindernisse und ohne Hürden war. Es ist so, dass es im Februar 2021 dann den ersten Referentenentwurf gab, der der Nachfolge mehrfach angepasst wurde. Teilweise sind diese Referentenentwürfe auch veröffentlicht, teilweise nicht. In allem haben die Referentenentwürfe dann auch schon ein entsprechendes Echo bei den Unternehmensverbänden, bei den Unternehmen und aber natürlich auf der anderen Seite auch bei den NGOs und sonstigen Menschenrechtsschützern, Menschenrechtsvereinigungen hervorgerufen. All das zusammen hat dann inhaltlich zum ersten Regierungsentwurf geführt, der Ende März veröffentlicht wurde und dem Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet wurde. Und Mitte April gab es dann den Regierungsentwurf, der im Bundestag tatsächlich eingebracht wurde. Über diesen Regierungsentwurf, der in den Bundestag eingebracht wurde, sollte am 20. Mai diesen Jahres Beschluss gefasst werden. Wie Sie aber wahrscheinlich alle mitbekommen haben, wurde diese Beschlussfassung dann nochmal hinausgeschoben, weil, so hört und liest man wohl, relevante Teile aus der CDU-CSU-Fraktion noch entscheidenden Nachbesserungsbedarf sahen und deswegen eine Zustimmung im Rahmen des Bundestages wohl nicht sicher gewesen wäre. Nichtsdestotrotz haben die Regierungsfraktionen sich dann geeinigt und am 11.06., also vom Tag des heutigen Vortrags ausgehend letzte Woche, vom Tag der Fachtagung aus gesehen dann ein paar Wochen länger zurück, auch über den Entwurf im Bundestag beschlossen. Was hier sehr wichtig zu beachten ist, dass wir hier einmal die Bundestagsdrucksache 19-28-649 haben, die den initialen ursprünglichen Gesetzesentwurf mit Gesetzesbegründung enthält, aber eben hier unten auch die Bundestagsdrucksache 19-30-505, die nämlich die Ausschussfassung darstellt, die dann auch im Bundestag tatsächlich beschlossen wurde und nochmal signifikante Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Gesetzesvorschlag enthält, sodass, wenn Sie sich in Zukunft mit dem Thema Lieferkettengesetz und auch mit den zugehörigen Gesetzesbegründungen beschäftigen, Sie diese beiden Dokumente tatsächlich brauchen, um da das vollständige Bild zu haben. Die Beschlussfassung im Bundesrat steht zum heutigen Tage noch aus, ist in den nächsten Wochen bis Monaten zu erwarten, wobei ich auch hier noch nicht mit Sicherheit sagen kann, dass der Bundesrat dem Gesetz ohne Probleme und ohne weiteres billigt, weil es ja doch ein sehr, sehr kontroverses Thema ist, was nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Länderebene sehr, sehr kontrovers diskutiert wird, sodass man hier sehen muss, ob der Bundesrat dem Gesetzesentwurf, so wie er jetzt vorliegt, tatsächlich zustimmt oder ob es noch weitere Runden oder weitere Schritte im Gesetzgebungsbedarf, dass sich Bundestag und Bundesrat schlussendlich auf einen Gesetzesentwurf einigen können. Der Anwendungsbereich, wie er im aktuellen Entwurf enthalten ist so gestaltet, das ist schlicht der Wortlaut des Gesetzes rauskopiert. Es ist jetzt so, dass das Gesetz auf Unternehmen ungeachtet ihrer Rechtsform anzuwenden ist, die ihre Hauptverwaltung, Hauptniederlassung, Verwaltungssitz oder satzungsmäßigen Sitz im Inland, also in Deutschland haben und in Deutschland mindestens 3000 Arbeitnehmer regelmäßig beschäftigt haben. Auf diese Unternehmen gilt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ab dem 01.01.2023 und auf Unternehmen, die in Deutschland mindestens 1000 Arbeitnehmer beschäftigt haben, gilt das
Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz dann ab dem 1. Januar 2024. Durch die beschlossene Ausschussfassung kam hier noch eine Ergänzung mit rein, nämlich die Ergänzung unter dem Satz abweichend von Satz 1 Nummer 1 ist dieses Gesetz auch anzuwenden auf Unternehmen ungeachtet ihrer Rechtsform, die eine Zweigniederlassung im Inland haben und in der Regel mindestens 3000 Arbeitnehmer im Inland beschäftigen. Dieser Einschub soll das Lieferkettengesetz auch auf solche Unternehmen anwendbar machen, die zwar grundsätzlich ihre Hauptniederlassung im Ausland haben und in Deutschland keine selbstständigen Tochtergesellschaften haben, sondern in Deutschland nur unselbstständige Zweigniederlassungen haben. Auf diese Unternehmen soll das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz dann auch anwendbar sein nach der neuen Gesetzesfassung. Ganz unten steht noch, dass bei der Berechnung der Mitarbeiterzahlen innerhalb von verbundenen Unternehmen auch die im Inland beschäftigten Arbeitnehmer sämtlicher konzernangehöriger Gesellschaften zu beachten sind, sodass man eben hier nicht nur auf die einzelnen Tochterunternehmen in einer Konzerngesellschaft schaut, sondern auch schaut, wie die einzelnen Tochterunternehmen in Deutschland hier einzubinden sind. Zentrale Begriffe haben wir hier einmal die Menschenrechte, ist insoweit logisch, weil die Menschenrechte hier den zentralen Teil der Regulierung ausmachen. Die Menschenrechte sind jetzt in § 1 Absatz 1 des Entwurfs definiert als geschützte Rechtspositionen und da ist dann ganz konkret verwiesen auf bestimmte fundamentale Konventionen der International Labour Organization. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass nur die ganz konkret im Anhang des Lieferkettengesetzes genannten, aufgezählten Konventionen auch für das Lieferkettengesetz relevant sind und alle dort nicht aufgezählten ILO-Konventionen eben gerade nicht relevant sind im Rahmen des Lieferkettengesetzes. Das betrifft beispielsweise die neue ILO-Konvention über indigene Völker, die ist gerade hier nicht mit einbezogen. Und weiterhin ist der Schutz über die ILO-Konvention hinaus auch noch auf den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ausgeweitet und auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Dann in einem nächsten Schritt wird im Gesetz dann definiert, was bedeutet ein menschenrechtliches Risiko. Ein menschenrechtliches Risiko bedeutet ein Zustand, bei dem aufgrund tatsächlicher Umstände mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Verstoß gegen eines der konkret genannten Verbote droht. Sie entnehmen dem Wortlaut, dass ein solches menschenrechtliches Risiko eine sehr, sehr niedrige Schwelle nur hat. Das heißt, dass so ein Risiko relativ schnell besteht. Im Gegensatz zu einer ganz konkreten Verletzung ist so ein Risiko sehr, sehr weit vorne schon anzusiedeln und kann sehr schnell zu identifizieren sein und dann eben auch mit Gegenmaßnahmen zu bearbeiten sein. Einige Auszüge, welche menschenrechtlichen Bereiche hier unter dieses Regime fallen, habe ich Ihnen hier im unteren Teil der Folie dargelegt, nämlich beispielsweise das Verbot von Kinderarbeit, das Verbot von Zwangsarbeit, das Verbot zur Missachtung nationaler Arbeitsschutzanforderungen, auch Diskriminierungsverbot, Koalitionsfreiheit. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass grundsätzlich die Vorgaben des jeweiligen Staates, in dem entweder das Unternehmen selber oder der Zulieferer sitzt, einzuhalten sind. Das heißt, wenn wir das Beispiel Kinderarbeit nehmen, dass es dann darauf ankommt, ab welchem Alter Kinder im jeweiligen Staat des Zulieferers arbeiten dürfen. Das Lieferkettengesetz nennt hier ganz konkret eine Unterschwelle von 15 Jahren, sagt aber, wenn das nationale Recht ein niedrigeres Mindestalter zulässt, dann wäre auch dieses niedrigere Mindestalter grundsätzlich in Ordnung, sofern dieses niedrigere Mindestalter mit der entsprechenden ILO-Konvention noch vereinbar ist. Das heißt, wenn Sie da rangehen und gucken, ist es noch in Ordnung, was da passiert, ist es nicht mehr in Ordnung, ist der erste Ankerpunkt das jeweils anwendbare nationale Recht und dann nochmal eine Gegenprüfung, ist dieses nationale Recht im Einklang mit der ILO, mit den entsprechenden ILO-Konventionen oder diesen beiden genannten internationalen Pakten. Und dann, wenn Sie das gemacht haben, können Sie sehen, wir sind im Bereich des menschenrechtlichen Risikos oder eben wir sind gerade nicht im Bereich des menschenrechtlichen Risikos, weil insoweit alles in Ordnung ist.
Dann haben wir als zweiten Punkt, der im Lieferkettengesetz auch adressiert wird, die umweltbezogenes Risiko, ist sehr ähnlich definiert zum menschenrechtlichen Risiko und ist aber bei weitem nicht so umfassend wie die menschenrechtlichen Risiken, sondern bezieht sich ganz ausdrücklich auf 3 im Lieferkettengesetz konkret genannte Rechtsakte, nämlich einmal das Minamata-Übereinkommen über Quecksilber, das Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Stoffe und schließlich auch aufs Basler Übereinkommen zur grenzüberschreitenden Abfallverbringung. Bedeutet in anderen Worten, dass Verstöße gegen diese 3 Rechtsakte in Zukunft nicht mehr nur die ganz normalen, aktuell schon bestehenden Sanktionen nach den jeweiligen Umsetzungsgesetzgebungen nach sich ziehen können, sondern eben gleichzeitig auch nochmal einen Verstoß gegen das Lieferkettengesetz darstellen und damit natürlich einerseits die Sanktionen, die Bußgelder, wenn es Bußgelder gibt, erhöht werden und andererseits auch entsprechende Maßnahmen nicht nur auf der regulatorischen, produktbezogenen Seite, sondern eben auch in der Lieferkettenseite implementiert werden müssen. Dann haben wir den Begriff der Verletzung, der ganz neu durch die Ausschussfassung nochmal reinkam ins Gesetz, um dem Gesetz mehr Kontur zu geben, mehr Konsistenz zu geben. Eine Verletzung ist schlicht ein Verstoß gegen eine menschenrechts- oder umweltbezogene Pflicht, also in anderen Worten realisiertes Risiko. Dann der Begriff der Lieferkette, der natürlich ganz zentral ist in einem sogenannten Lieferkettengesetz. Der Begriff der Lieferkette bezieht sich auf alle Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens, angefangen von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Lieferung des Endprodukts an den Endkunden. Da man natürlich innerhalb einer Lieferkette verschiedene, einerseits Verantwortlichkeitsbereiche, andererseits aber auch Handlungsmöglichkeiten und Zugriffsmöglichkeiten hat, hat der Gesetzgeber sich hier entschlossen, die Lieferkette in 3 große Bereiche einzuteilen, nämlich einmal den eigenen Geschäftsbereich des tatsächlich vom Lieferkettengesetz betroffenen Unternehmens, einmal den Bereich der unmittelbaren Zulieferer, also derjenigen Unternehmen, mit denen das betroffene Unternehmen im direkten Vertragsverhältnis steht, und dann als drittes die sogenannten mittelbaren Zulieferer. Das sind dann Zulieferer, die weiter unten in der Lieferkette stehen, also zum Sublieferanten, Lieferanten der Lieferanten, Tier 2, Tier 3, Tier 4 Lieferanten, wie Sie das jeweils nennen wollen. Und auf den jeweiligen verschiedenen Stufen der Lieferkette bestehen auch verschiedene Verantwortlichkeitsstufen, sodass man sagen kann, im eigenen Geschäftsbereich ist am meisten zu tun, um menschenrechtsbezogene und umweltbezogene Verstöße abzustellen und Risiken zu minimieren oder vorzubeugen. Und bei mittelbaren Zulieferern ist grundsätzlich am wenigsten zu tun und auch nur, wenn spezielle Voraussetzungen vorliegen, ist bei mittelbaren Zulieferern überhaupt aktiv zu werden. Dazu kommen wir dann gleich. Ein ganz, ganz zentraler Punkt, der sich durch das komplette Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zieht, ist der Punkt der Angemessenheit. Wenn man die einzelnen Vorgaben durchgeht, ist in jeder Vorschrift die Rede davon, dass nur angemessene Maßnahmen von den Unternehmen gefordert werden, die aber natürlich gleichzeitig geeignet und wirksam sein müssen. Und hier ist es ja aktuell in der Diskussion so, dass gerade diese Angemessenheit ein sehr, sehr, sehr großer Kritikpunkt seitens der Wirtschaft ist, auch seitens vieler Anwaltskollegen ist, indem man sagt, wenn im Lieferkettengesetz steht, das Unternehmen muss angemessene Maßnahmen umsetzen, sei das viel zu unbestimmt, um zu wissen, was das Unternehmen jetzt ganz konkret tun muss. Das ist natürlich einerseits richtig, andererseits bietet diese Rechtsfigur der Angemessenheit der Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, auch eine enorm große Flexibilität der Unternehmen, weil jedes Unternehmen für sich entscheiden kann, welche Maßnahmen passen in meine Organisationsstruktur, in meine Prozessstrukturen am besten rein, um die Menschenrechte und umweltbezogenen Pflichten in der Lieferkette auch tatsächlich einzuhalten, sodass einerseits natürlich eine gewisse Unsicherheit kommt, was konkret zu tun ist, andererseits aber auch eine sehr, sehr große Flexibilität besteht. Und was man in diesem Zusammenhang auch sagen muss, ist einerseits, dass es gerade in diesem Bereich der konkreten Maßnahmen seitens des zuständigen BAFA noch Leitlinien geben wird, die diese Begrifflichkeiten sicherlich noch näher konkretisieren werden. Und andererseits ist es ja auch so, dass wenn das BAFA als zuständige Behörde bemängelt, dass ein Unternehmen zu wenig getan hat, das BAFA grundsätzlich beweispflichtig dafür ist,
dass die Maßnahmen, die das Unternehmen umgesetzt hat, eben gerade nicht angemessen waren. Vor diesem Hintergrund wird man wohl sagen können, dass diese Angemessenheit einerseits ein Stück weit Rechtsunsicherheit mitbringt, andererseits eben aber auch durch Flexibilität der Unternehmen ausgefüllt werden kann, sodass es eigentlich, wenn man es mal aus der Warte der Flexibilität betrachtet, sogar eher positiv ist, dass hier nicht ein Katalog mit 17, 18, 20 Maßnahmen ist, die jedes Unternehmen abzuspulen hat, wovon aber vielleicht 15 auf ein konkretes Unternehmen gar nicht passen und da gar nicht umsetzbar sind. Also das ist, glaube ich, eine Diskussion, die man sicherlich führen kann, wo man auch sehr genau hinschauen muss, wie sich das entwickelt. Aber dem Grunde nach würde ich sagen, diese Einschränkung auf die Angemessenheit der Maßnahmen ist für die Unternehmen eigentlich eher positiv. Eine ganz kurze Zusammenfassung der Sorgfaltspflichten, die ist genau so, wie sie hier auf der Folie abgebildet ist, auch in § 3 Absatz 1 des Lieferkettengesetzes enthalten. Sie sehen Sie schon, das Unternehmen ist verpflichtet, Handlungen vorzunehmen, um die menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten in angemessener Weise zu beachten. Da kommt dieses angemessen schon wieder raus und hier steht auch zu beachten, mit dem Ziel, menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken vorzubeugen oder sie zu minimieren oder die Verletzung menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten zu beenden. Wie schon gesagt, es gibt aber im Lieferkettengesetz keine Garantiepflicht. Die Unternehmen werden nicht verpflichtet, die Menschenrechte weltweit in der kompletten Lieferkette zu garantieren. Vielmehr fordert das Lieferkettengesetz eine sogenannte Bemühenspflicht. Das heißt, die betroffenen Unternehmen müssen sich eben gerade bemühen, menschenrechtliche Risiken so gut es geht vorzubeugen und zu minimieren und Verletzungen so gut es geht eben zu beenden oder zumindest Strategien entwickeln, um die Beendigung voranzubringen und bestehende Verletzungen zu minimieren. Genau, das ist die Grundkonzeption, eben keine Garantiehaftung, sondern nur eine Bemühenspflicht. Die relevanten Sorgfaltspflichten sind, wenn wir es ganz kurz durchgehen, einmal die Nummer 1, die Einrichtung eines Risikomanagements, dann die Durchführung einer Risikoanalyse Nummer 3, dann, wenn die Risikoanalyse ergibt, dass tatsächlich Risiken bestehen, müssen Präventionsmaßnahmen ergriffen werden in Nummer 5 und die Grundsatzerklärung, die hier in Nummer 4 genannt ist, ist auch eine Präventionsmaßnahme. Und wenn dann tatsächlich Verletzungen vorliegen, ist nach Nummer 6 eben hier, sind nach Nummer 6 des Paragraphen 3 Absatz 1 in Verbindung mit dem Paragraph 7 des Lieferkettengesetzes dann auch ganz konkret Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Ein Stück weit losgelöst von der ganz konkreten Thematik, ob wir ein Risiko oder eine Verletzung haben, ist in jedem Fall ein Beschwerdeverfahren einzurichten, bei dem sich jeder, der Hinweise hat, dass möglicherweise menschenrechtliche oder umweltbezogene Pflichten in der Lieferkette nicht umgesetzt oder nicht ausreichend umgesetzt werden, seine Bedenken äußern kann. Und dann haben wir letztlich noch die Dokumentations- und Berichterstattungspflicht in Nummer 9. Die Ziffer 8 hier, Sorgfaltspflichten in Bezug auf mittelbare Zulieferer, haben wir gesehen, ist in der abgestuften Hierarchie ganz unten. Was es konkret bedeutet, sehen wir gleich auf einer weiteren Folie. Ausgewählte Sorgfaltspflichten. Wir werden hier jetzt nicht alle Sorgfaltspflichten, die wir gerade auf der vorigen Folie gesehen haben, durchgehen, sondern ich habe hier einmal einige Sorgfaltspflichten nochmal rausgegriffen, um Ihnen da einen ersten Eindruck zu geben, wo auch die Ansatzpunkte sind, wenn Sie mit dem Lieferkettengesetz arbeiten. Die Risikomanagement, Risikostrategie habe ich jetzt einmal weggelassen. Der erste Schritt, wo es dann wirklich in die Lieferkette geht, ist die Risikoanalyse. Das bedeutet, dass Sie Ihre Lieferkette analysieren im Hinblick darauf, ob Sie menschenrechtliche oder umweltbezogene Risiken, Verletzungen in Ihrer Lieferkette identifizieren können. Wenn Sie da welche identifiziert haben, geht es im zweiten und dritten Schritt darum, die Risiken oder Verletzungen zu bewerten. Wie gravierend ist das Risiko, wie gravierend ist die Verletzung und je nachdem, wie Sie da Ihre Bewertungen vornehmen, geht es dann in dem letzten Schritt in eine Priorisierung. Heißt, Sie machen eine Liste und sagen, hier sind ganz gravierende Risiken, ganz gravierende Verletzungen und stufen das dann nach und nach ab. Und dann sagt eben der zweite Schritt hier auch, dass Sie, wenn Sie dann sehr hohe Risiken haben oder
oder ja, hohe Risiken, denen sie eine hohe Priorität zugewiesen haben, dass sie da dann möglicherweise weitere Informationen sammeln, da weiter in die Analyse gehen, um genau zu wissen, was an welcher Stelle wo los ist. Diese Ergebnisse der Risikoanalyse werden dann in einem nächsten Schritt an die maßgeblichen Entscheidungsträger im Unternehmen zu übermitteln sein und auf Basis der Risikoanalyse werden dann eben wirksame Präventions- und Abhilfemaßnahmen zu bestimmen sein. Also das heißt, diese Risikoanalyse ist der zentrale Punkt, der ganz zu Beginn der Beschäftigung mit dem Lieferkettengesetz stehen sollte, nachdem Sie natürlich festgelegt haben, dass Sie überhaupt in den Anwendungsbereich fallen. Hier habe ich Ihnen Präventionsmaßnahmen einmal aufgelistet, was in der Gesetzesbegründung im Gesetz steht. Das Gleiche habe ich hier für die Abhilfemaßnahmen aufgeschrieben. Was hier unten nochmal sehr wichtig zu erwähnen ist, dass der Rückzug oder aus einer Geschäftsbeziehung, der Abbruch einer Geschäftsbeziehung nach dem Geiste des Gesetzgebers nur das allerletzte Mittel sein soll, wenn alle Mittel davor nicht gefruchtet haben, also das mit den Zulieferern es nicht möglich war, ein Konzept zur Minimierung von Risiken zu erarbeiten oder wenn man zwar ein Konzept erarbeiten konnte, der Zulieferer aber dann keinerlei Bemühungen gezeigt hat, diese Risiken entsprechend des Konzeptes oder die Verletzungen entsprechend des Konzeptes tatsächlich abzustellen, sondern beharrlich weiterhin Menschenrechtsverletzungen begeht und auch nicht auf sonstige Weise durch das betroffene Unternehmen in der Lieferkette auf den Zulieferer Druck ausgeübt werden kann, beispielsweise über Brancheninitiativen zusammen mit anderen Kunden des Zulieferers, dann wird man sich in einem allerletzten Schritt überlegen müssen, ob man tatsächlich die Lieferbeziehung temporär abbricht. So der Geist des Gesetzes. Natürlich ist mir bewusst, dass es unter Umständen einfacher sein kann, bevor man sich mit dieser kompletten Lieferketten-Thematik beschäftigt, zu sagen, in gewissen Regionen, in gewissen Ländern gehen wir davon aus, da sind Menschenrechtsverletzungen. Damit wollen wir gar nichts zu tun haben, sich dann aus diesem Grund komplett aus den Regionen zurückzieht und damit dann das Gegenteil des Lieferkettengesetzes eintritt, nämlich dass verantwortungsvolle deutsche Unternehmen in den Regionen nicht mehr aktiv sind und eben vielleicht nicht so verantwortungsvolle Unternehmen aus anderen Teilen der Welt, die auch keine so starken Regulierungen wie wir jetzt hier in Deutschland haben, die neuen frei werdenden Produktionskapazitäten aufnehmen und die Menschenrechtslage dadurch bestenfalls so bleibt, wie sie ist, schlechtestenfalls auch noch schlechter wird. Also diese Sorge besteht, ist aber insoweit nicht im Geiste des Gesetzgebers, weil der Gesetzgeber möchte, dass der Rückzug erst das allerletzte Mittel ist. Dann das Beschwerdeverfahren haben wir ganz kurz angesprochen. Es muss hier für das Beschwerdeverfahren auch eine ganz konkrete Beschwerdeverfahrensordnung festgelegt werden. Die muss auch veröffentlicht werden, damit jeder weiß, wie so ein Beschwerdeverfahren abläuft, wenn man sich an ihr konkretes Unternehmen wendet. Dass er vielleicht auch weiß, an wen er sich ganz konkret im Unternehmen wenden muss, wie er sich möglicherweise auch dahin wenden muss und auch wie dann der weitere Prozess ist. Ganz wichtig ist, dass das Gesetz selber schon vorsieht, dass man den Eingang von Hinweisen auf jeden Fall bestätigen muss und den Sachverhalt auch mit den Hinweisgebern erörtern muss. Hier ist es jetzt aber so, was ich ganz oben im obersten Punkt geschrieben habe, dass Sie nicht als Unternehmen selber ein internes Beschwerdeverfahren zwingend einrichten müssen, sondern dass es auch möglich ist, dass Sie einen externen Dienstleister mit dem Betrieb des Beschwerdeverfahrens betrauen. Möglicherweise wird es in Zukunft auch so sein, dass Verbände diese Funktion übernehmen können. Das wird auch die Zukunft zeigen, ob man da in diese Richtung gehen kann oder nicht. Dann haben wir noch den hochumstrittenen Punkt der Maßnahmen gegenüber mittelbaren Zulieferern. Es ist natürlich offensichtlich, dass da mehrere Probleme bei mittelbaren Zulieferern bestehen. Das erste Problem ist, oft hat man als betroffenes Unternehmen gar keine direkte Kenntnis von den mittelbaren Zulieferern. Dann wird es natürlich auch schwierig, überhaupt gegenüber diesen mittelbaren Zulieferern irgendwelche Maßnahmen vorzunehmen. Aber das erfordert das Gesetz natürlich auch nicht. Solange man seinen mittelbaren Zulieferer nicht kennt, kann man gegenüber dem auch keine Maßnahmen umsetzen, weil es eben dafür gar keine Möglichkeit gibt. Das ist auch ganz klar. Das Gesetz fordert nur das, was rechtlich und tatsächlich möglich ist. Und wenn man den mittelbaren Zulieferer nicht kennt, kann man gegenüber diesem auch dem Grunde nach zumindest keine Maßnahmen durchsetzen. Weiterhin ist es natürlich so, dass man zum mittelbaren Zulieferer keine direkten Vertragsbeziehungen hat, sodass man hier auch wesentlich weniger Einflussmöglichkeiten hat wie auf seinen eigenen Geschäftsbetrieb logischerweise und auch logischerweise auf den Geschäftsbetrieb des
unmittelbaren Zulieferers, mit dem man vertragliche Beziehungen hat. Das hat der Gesetzgeber insoweit alles erkannt. Nichtsdestotrotz hat der Gesetzgeber in seiner Auffassung festgehalten, dass auch mittelbare Zulieferer mit in die Sorgfaltspflichten des Lieferkettengesetzes aufgenommen werden sollen, weil der Gesetzgeber natürlich sagt, dass es ganz oft so ist, dass die gravierendsten Menschenrechts- und umweltbezogenen Risiken und Verletzungen ganz am Anfang der Lieferkette sind. Wenn Sie die Diskussionen im Bundestag und auch die sonstigen Diskussionen verfolgt haben, ist hier immer die Rede von der Arbeiterin auf dem Feld und dem Kumpel in der Mine. Da wird es natürlich das Risiko viel höher sein, dass es da menschenrechtsbezogene Verletzungen gibt, wie irgendwo in der Lieferkette, wo wir schon im Rahmen der industriellen Fertigung von Komponenten sind beispielsweise. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber gesagt, nein, die mittelbaren Zulieferer müssen hier auch mit ins Boot und müssen hier auch mit betrachtet werden, aber eben nur, wenn seitens des betroffenen Unternehmens substanziierte Kenntnis von Verletzungen bei mittelbaren Zulieferern vorliegen. Und substanzierte Kenntnis liegt vor, wenn das Unternehmen eben tatsächliche Anhaltspunkte hat, die eine Verletzung einer menschenrechtsbezogenen oder einer umweltbezogenen Pflicht bei mittelbaren Zulieferern möglich erscheinen lassen. Sie merken aufgrund der Formulierung, dass diese substanziierte Kenntnis sehr, sehr, sehr früh einsetzt. Also da ist jetzt nicht erforderlich, dass man jedes Detail kennt, wie der konkrete Arbeitsprozess, das konkrete die konkrete Arbeitsschutzorganisation oder auch die konkrete beispielsweise Abwassersituation bei einem mittelbaren Zulieferer ist, sondern es kommt nur darauf an, dass man tatsächliche Anhaltspunkte hat, dass da was im Argen liegt, sage ich jetzt mal ganz, ganz pauschal. Und diese tatsächlichen Anhaltspunkte können sehr, sehr einfach und sehr, sehr früh schon vorliegen. Die Frau Dr. Bärbel Kofler, ihres Zeichens Mitglied des Deutschen Bundestages der SPD-Fraktion, hat im Rahmen der Debatte zum Lieferkettengesetz gesagt, dass substanziierte Kenntnis dann auch schon vorliegt, wenn es seriöse Berichte von Nichtregierungsorganisationen gibt. Das heißt, dieses Campaigning, was wir in der letzten Zeit im Zusammenhang mit dem Lieferkettengesetz immer wieder hören, das heißt, dass NGOs hergehen, in entsprechenden Regionen Recherchen machen, diese Recherchen dokumentieren und zur Kenntnis der betroffenen Unternehmen bringen oder auch zur Kenntnis der Öffentlichkeit bringen, wird wohl ausreichen, um diese substanziierte Kenntnis auch tatsächlich dann zu erzeugen. Immer vorausgesetzt, dass das direkt betroffene Unternehmen, also dass Sie wissen, dass diese Zulieferer, die im Rahmen der Berichte dann auch konkret genannt werden, auch Ihre Zulieferer sind. Wenn Sie das weiterhin nicht wissen, dann werden Sie natürlich auch weiterhin in diesem Zusammenhang nichts tun müssen, weil nur weil ein Bericht über irgendein Unternehmen kommt, ist ja noch kein Zusammenhang mit Ihrer Lieferkette hergestellt. Aber da werden sich auch die Details dann in der Rechtsprechung noch rausbilden müssen, inwieweit da auch die Rechtsfigur der bewussten Unkenntnis oder dann relevant wird. Das heißt, wenn Sie sich bewusst davor verschließen, was zu wissen, was Sie eigentlich wissen müssten, wissen sollten, ob das dann hier auch eine Rolle spielt oder nicht, wird man dann im Rahmen der Praxis und der Umsetzung sehen. Sanktionen, ganz kurz, es gibt hier grob gesprochen 3 Bereiche von Sanktionen. Einmal ist der Ausschluss von der öffentlichen Auftragsvergabe bei festgestellten Verstößen möglich. Einmal oder ein weiteres Mal sind Zwangsgelder bis zu 50.000 Euro bei Nichteinhaltung möglich. Zwangsgelder bedeutet, die Behörde setzt gegenüber Ihnen das Zwangsgeld fest, so lange bis Sie dann tatsächlich Ihren Pflichten nachgekommen sind. Das heißt, es kann auch wiederholte Zwangsgelder geben. Und weiterhin bei Verstößen kann es eben auch Bußgelder geben. Hier in Deutschland keine direkte Strafbarkeit, aber eben Bußgelder, die grundsätzlich bis zu 8 Millionen Euro gehen können oder bei Unternehmen mit mehr als 400 Millionen Euro durchschnittlichen Jahresumsatz bis zu 2% des Jahresumsatzes betragen können. Dann der sehr umstrittene Bereich der zivilrechtlichen Haftung, der lange diskutiert wurde. Jetzt ist im aktuellsten, durch den Bundestag beschlossenen Entwurf auch eine Klausel dazu drin, in § 3 Absatz 3, die sagt, eine Verletzung der Pflichten aus diesem Gesetz begründet keine zivilrechtliche Haftung. Eine unabhängig von diesem Gesetz begründete zivilrechtliche Haftung bleibt unberührt. Einmal ganz kurz zum
zweiten Satz hier. Der zweite Satz hier bedeutet, dass eben eine zivilrechtliche Haftung aus Gesichtspunkten des internationalen Privatrechts weiterhin nicht ausgeschlossen ist. Das heißt, die grundlegenden Themen, die wir hier dann haben über die Rom-II-Verordnung, die auch bisher schon diskutiert wurden und dem Grunde nach auch bisher schon hätten durchgesetzt werden können, werden durch das Lieferkettengesetz nicht abgeschwächt, nicht ausgeschlossen. Diese Themen bleiben weiterhin erhalten und die Gefahr besteht auch weiterhin, dass aufgrund dieser international privatrechtlichen Themen Klagen drohen könnten. Was eben diese neue Klausel jetzt auf jeden Fall ausschließt, ist, dass ein Anspruch direkt, ein zivilrechtlicher Anspruch eines Verletzten direkt auf das Lieferkettengesetz gestützt wird und nach meinem Verständnis der Gesetzesbegründung, so deutlich steht es nicht im Wortlaut, soll dieser Satz auch besagen, dass das Lieferkettengesetz kein Schutzgesetz im Sinne von 823 Absatz 2 BGB ist. Da gibt es durchaus abweichende Meinungen. Auch da wird sich zeigen, wie die entscheidenden Gerichte das sehen. Meiner Meinung nach war die Intention gerade dieses Satzes, das Lieferkettengesetz nicht als Schutzgesetz zu definieren. So steht es auch in der Gesetzesbegründung, deswegen gehe ich davon aus, dass es kein Schutzgesetz ist. Da wird sich aber die Diskussion dann auch nochmal drauf stürzen müssen und dann wird man sehen, wie das tatsächlich zu verstehen ist, wenn die Gerichte entscheiden. Dann haben wir noch einmal ganz kurz die Auswirkungen auf nicht direkt betroffene Unternehmen. Sie haben ja gesehen auf den ersten Folien, dass das Lieferkettengesetz grundsätzlich nur auf große Unternehmen anwendbar ist. Über 3000 Mitarbeiter oder ab 3000 Mitarbeiter und ab 2024 ab 1000 Mitarbeiter. Das heißt aber nicht, dass alle kleineren Unternehmen, die weniger Mitarbeiter haben, jetzt sich komplett zurücklehnen können und nie mit dem Lieferkettengesetz zu tun haben werden, sondern es wird schon so sein, wie man es auch aus anderen ganz normalen regulatorischen Bereichen kennt, auch im Rahmen der REACH-Verordnung, im Rahmen sonstiger stoffbezogener Vorgaben, dass die großen Unternehmen, zum Beispiel auch als OEMs ganz am Ende der Lieferkette stehen, die Pflichten auf ihre Zulieferer nach unten durchgeben und auch durchgeben müssen, weil, wir haben es ja gesehen, die direkt betroffenen Unternehmen müssen sicherstellen, dass bei ihren unmittelbaren Zulieferern keine menschenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Pflichtverletzungen begangen werden. Wie können sie das tun? Nur wenn sie die Pflichten des Lieferkettengesetzes eben über vertragliche Bestimmungen nach unten durchreichen. Anderes wird es gar nicht möglich sein, für ein großes Unternehmen seiner Verpflichtung hier nachzukommen. In anderen Worten, auch wenn Sie jetzt ein kleines Unternehmen sind, was vom Anwendungsbereich nicht direkt umfasst ist, wird aller Wahrscheinlichkeit nach das Lieferkettengesetz an der einen oder anderen Stelle trotzdem auf Sie zukommen und werden Sie trotzdem an der einen oder anderen Stelle auch entsprechende Vorgaben des Lieferkettengesetzes auf Basis vertraglicher Vereinbarungen mit Ihren Kunden umsetzen müssen. Jetzt noch zum Schluss ein ganz kurzer Ausblick. Es ist so, dass wir auch auf europäischer Ebene schon eine Initiative für so eine sogenannte Value Chain Directive haben, angestoßen hauptsächlich vom EU-Parlament, die schon einen ganz konkreten Richtlinienvorschlag für eine europäische Lieferketten-Sorgfaltsrichtlinie gemacht haben. Inhaltlich ist es so, dass wir natürlich nahe an dem sind, was auch in Deutschland geregelt wird, weil alles auf die UN-Leitprinzipien zurückgeht. Aber Sie sehen schon hier, dass der Anwendungsbereich dieser EU-Richtlinie nach dem aktuell vorliegenden Vorschlag wesentlich weiter sein soll als der Anwendungsbereich des deutschen Lieferkettengesetzes. Und weiterhin sollen auch noch weitere umweltbezogene Vorgaben und gute Regierungsführung, gute Unternehmensführungsvorgaben damit aufgenommen werden. Was ganz konkret passiert, wird man dann sehen, wenn der tatsächliche Entwurf der EU-Kommission Ende September diesen Jahres, so ist es zumindest angekündigt, auch vorliegt. Dann wird man genauer bewerten können, wie sich das auswirkt. Aller Voraussicht nach wird das Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene aber noch mehrere Jahre dauern, sodass wir in den nächsten 2, 3 Jahren, vielleicht 4 Jahren erstmal mit dem deutschen Lieferkettengesetz leben müssen und auch dieses erstmal anwenden müssen. Auf deutscher Ebene ist es jetzt, wie gesagt, so, der Bundesrat wird relativ zeitnah über das Gesetz entscheiden, in die eine oder andere Richtung. Mutmaßlich wird er zustimmen, aber sicher ist es nicht. Nachdem der Bundesrat dann entschieden hat, wird das Gesetz vom Bundespräsidenten ausgefertigt, im Bundesgesetzblatt verkündet
Ab dann läuft die Frist, dass man Verfassungsbeschwerden gegen dieses Gesetz einreichen könnte. Ob es wirklich Verfassungsbeschwerden geben wird oder nicht, kann ich natürlich aktuell nicht vorhersehen. Ich halte es eher für wahrscheinlich, für unwahrscheinlich, weil es doch sehr, sehr, sehr starken Widerstand aus der Wirtschaft gegen dieses Gesetz gab und ja durchaus mit dem Bestimmtheitsargument, mit dem Unmöglichkeitsargument Anhaltspunkte gibt, die auch verfassungsrechtlich vorgebracht werden können, sodass ich fast davon ausgehe, dass es Verfassungsbeschwerden gibt. Sicher ist es nicht. Was aber auf jeden Fall klar ist, selbst wenn es Verfassungsbeschwerden gibt, wird das Gesetz erstmal weiterhin anwendbar sein, bis über die Verfassungsbeschwerden vom Verfassungsgericht entschieden sein wird. Das ist auch ganz klar. Den restlichen Teil hier können wir uns sparen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich natürlich jederzeit direkt an mich wenden. Meine Kontaktdaten habe ich Ihnen hier aufgeschrieben und dann bedanke ich mich ganz recht herzlich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, dass Sie einiges mitgenommen haben, was für Sie interessant ist, und kontaktieren Sie mich gerne, wenn Sie weitere Fragen haben oder sonst zum Lieferkettengesetz in die Diskussion mit mir treten wollen. Ja, Herr Oettinger, recht herzlichen Dank für diesen tollen Überblick. Herr Oettinger arbeitet für die Produktkanzlei in Stuttgart und ist sicherlich über die Mailadresse, die er gerade angegeben hat, auch gerne für Sie erreichbar. Das Lieferkettengesetz ist natürlich auch ein wichtiges Thema für uns im Rahmen des sozialen Verhaltens von Industrie und Handel spielt es eine Rolle. Wir haben deswegen in unserer ANN, nicht zu verwechseln mit BNN, ANN, Arbeitsgemeinschaft Naturkost Naturwaren, beschlossen, in der Sortimentsrichtlinie auch etwas zum Lieferkettengesetz zu verankern. Es wird nicht das Lieferkettengesetz so sein, wie wir es kennen und in dem vollen Umfang, wie es Herr Oettinger uns jetzt freundlicherweise vorgetragen hat. Nein, aber wir werden schon Transparenz in der Lieferkette mit integrieren. Dieses Programm, die Sortimentsrichtlinie, die erste Version werden wir Ihnen auf unserer Tagung im Dezember schon vorstellen können. Kurzfristig werden da auch weitere Kapitel noch dazukommen. Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen für die technischen Störungen, die wir hatten. Sie haben vorhin eine Moderation gehabt, da war ich stumm. Das ist selten, aber leider passiert. Es gibt insgesamt 7 Knöpfe, Buttons in diesem Programm, mit denen ich einen Übergang zu gestalten habe. Und gleichzeitig soll ich moderieren und mich auf doch manchmal sehr komplizierte Texte konzentrieren. Ich bitte zu entschuldigen, dass das noch nicht perfekt geklappt hat. Theoretisch müsste man eigentlich einen zweiten Mann, einen Techniker dabei haben, der diese technischen Vorgänge macht. Deshalb werden wir auch beim nächsten Mal bei unserer Tagung einen kleinen Obolus abfragen. Symbolisch wie bei ICADA, wir sind nie teuer und können damit dann vielleicht auch einen Techniker finanzieren. Okay, das war also ganz kurz zu diesem Thema. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Sortimentsrichtlinie von ANN, nicht zur Verwechslung mit der Sortimentsrichtlinie von BNN. ANN bei ICADA, Arbeitsgemeinschaft Naturkost Naturwaren. Wer Interesse hat, kann gerne daran mitarbeiten. Die Mitgliedschaft für Einzelhandelsunternehmen ist bei ICADA kostenlos. Die anderen Teilnehmer im Handel können zu den üblichen Konditionen wie Mitglieder sich anmelden und auch teilnehmen. Bitte gestalten Sie Ihren zukünftigen Markt mit. Wir laden Sie dazu ein und freuen uns, wenn Sie da entsprechend auch Kritik üben und mit uns zusammen eine Sortimentsrichtlinie, die Hand und Fuß hat, entwickeln. Der nächste Vortrag geht über ein Thema, das Sie auch interessiert, aber das leider ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist, obwohl es immer noch ein Thema ist, das ganz fleißig bedient wird. Das Thema heißt nämlich Mikroplastik. Frau Dr. Fundstein, die sehr fleißig mit mir zusammen bei der EU-Kommission mitarbeitet, hat auch dieses Thema aufgegriffen, bearbeitet und wird Ihnen nun ein Update geben, was bezüglich Mikroplastik derzeitig läuft. Interessante Unterhaltung. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Beate Pfundstein und ich arbeite für ICADA und möchte Ihnen heute ein Update über Mikroplastik in kosmetischen Mitteln geben.
Wenn man von Mikroplastik spricht, muss man natürlich zuerst mal festlegen, was man darunter versteht. Die ECHA, die Europäische Chemikalienagentur, möchte Mikroplastik vermindern in der Umwelt und in den Verbraucherprodukten und hat seit Juni 2020 eine veränderte Definition festgelegt. In dieser Definition der ECHA bezeichnet Mikroplastik Partikel, die festes Polymer enthalten, denen möglicherweise Additive oder andere Substanzen zugesetzt wurden und bei denen größer oder gleich 1 Gewichtsprozent Partikel Abmessungen zwischen 100 Nanometer und 5 Millimeter haben oder eine Länge aufweisen zwischen 300 Nanometer und 15 Millimeter mit einem Verhältnis von Länge zu Durchmesser von größer als 3. Nicht unter Mikroplastik fallen dabei natürliche Polymere, die nicht chemisch modifiziert wurden, ebenso Polymere, die abbaubar sind, auch bioabbaubar, und Polymere, die eine Wasserlöslichkeit von größer als 2 Gramm pro Liter aufweisen. Diese Polymere sind nach der ECHA kein Mikroplastik. Weitere Definitionen bei der ECHA gibt es für Mikrobids. Das bezeichnet Mikroplastik, das in einer Mischung als Schleifmittel verwendet wird, das heißt zum Beispiel zum Peeling in der Kosmetik, zum Polieren oder Reinigen. Ein Polymer bezeichnet einen Stoff im Sinne von Artikel 3 Absatz 5 der REACH-Verordnung. Ein Partikel ist ein winziges Stück Materie mit definierten physischen Grenzen. Einzelne Moleküle sind damit keine Partikel. Ein polymerhaltiges Teilchen ist auch definiert und bezeichnet entweder ein Teilchen beliebiger Zusammensetzung mit einer kontinuierlichen Polymeroberflächenbeschichtung beliebiger Dicke oder eben ein Teilchen beliebiger Zusammensetzung mit einem Polymergehalt von größer oder gleich 1 Gewichtsprozent. Es gibt jetzt auch eine vorhergesehene Kennzeichnung, und zwar müssen alle Mischungen und Artikel für Verbraucher und professionelle Nutzer mit absichtlich zugefügtem Mikroplastik größer 0,01% darauf schreiben, enthält Mikroplastik größer 0,01%, mit einer Anforderung an Benutzeranweisungen zur Minimierung zur Freisetzung in das Abwasser bzw. im Abfall ein Entsorgungshinweis. Mikroplastik sollte zum Zwecke der Risikobewertung als Non-Threshold-Substanz behandelt werden, ganz ähnlich wie die BBT, also die persistenten, bioakkumulierbaren und toxischen bzw. die VBV-B-Substanzen, also die sehr persistenten und sehr bioakkumulierbaren Substanzen, wobei davon ausgegangen wird, dass jede Freisetzung in die Umwelt von Mikroplastik zu einem Risiko beiträgt. Der Einreicher von diesem Dossier ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass die Risiken, die sich aus der absichtlichen Verwendung von Mikroplastik ergeben und zur Freisetzung in der Umwelt führen, nicht angemessen zurzeit kontrolliert werden. Und diese Freisetzung von diesen absichtlich zugesetzten Mikroplastiken muss minimiert werden, weil die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen zu groß ist infolge von steigenden Konzentrationen. Aus der wissenschaftlichen Literatur geht hervor, dass in einigen Hotspot-Standorten in Küstenregionen so hohe Mikroplastikkonzentrationen auftreten, dass bereits vorläufige Wirkungsschwellen überschritten werden. Was ist denn jetzt mit Übergangsfristen für absichtliche Anwendungen in kosmetischen Produkten von den Mikroplastiken?
Also für die Mikrokügelchen oder die sogenannten Microbeads in Kosmetika ist keine Übergangsfrist vorgesehen, und zwar deshalb nicht, weil diese Mikrokügelchen leicht durch natürliche Alternativen wie gemahlene Mandeln, Kokosnussschalen oder Olivensamen ersetzt werden können. Bei Rinse-Off und Leave-On-Kosmetika schlägt die ECHA unterschiedliche Übergangsfristen vor. Abspülkosmetik soll 4 Jahre Übergangszeit erhalten und die Leave-On-Kosmetik 6 Jahre. Das liegt daran, dieser Unterschied, dass es für diese Rinse-Off-Kosmetik Alternativen leichter verfügbar sind und dass diese Kosmetikprodukte nicht so komplex sind wie diese Leave-On-Kosmetika. Deswegen haben Leave-On-Kosmetika 2 Jahre längere Übergangszeiten. Es gibt natürlich auch polymere Duftstoffe. Für diese ist eine Übergangszeit zwischen 5 und 8 Jahren geplant. Und zwar kommen die auch in Waschmitteln und Kosmetika eingekapselt vor. Und die haben eine noch längere Übergangsfrist, weil dort noch keine alternativen Materialien verfügbar sind. Also die Verwendung von Duftkapseln in Kosmetika ist jedoch im Vergleich zur Verwendung in Waschmitteln sehr gering. In dem Anhang des Verordnungsvorschlags gibt es Beispiele von Substanzen. Hier habe ich nur einige aufgeführt, die dort aufgeführt sind, weil es geht mit den Funktionen, ja, das ist eine riesige Tabelle, dies ist die Tabelle 46, weiter. Man sieht hier Hydroxypropylcellulose, Bindungsmittel wie Polyethylenwachs, Filmbildner wie Acrylat-Copolymer und so weiter. Man kann sich die Liste dort gerne ansehen. Es gibt natürlich jetzt auch Fragen zu diesem Vorschlag und zum Beispiel war da eine Frage, sind alle Substanzen in dieser Tabelle Mikroplastik? Aber es wurde daraufhin geantwortet, dass die Polymere, die in der Tabelle aufgeführt sind, häufig in der Kosmetik verwendet werden. Aufgrund der Informationen, die der Verfasser von der Tabelle zur Verfügung standen, war jedoch nicht vollständig klar, was als Mikrokunststoff angesehen werden würde, also was der Definition entspricht. Dies hängt nämlich am physikalischen Zustand des Polymers, seiner Morphologie und seiner Größe. Also zum Beispiel Polysilikon, wenn Polysilikon 15 eine Substanz ist, die nicht in Form eines festen Teilchens vorhanden ist, würde sie die Definition von Mikroplastik natürlich nicht erfüllen und würde nicht unter diese vorgeschlagenen Beschränkungen fallen. Eine weitere Frage zum Beispiel, ob dieses Natural Cellulose Fiber, ob das Mikroplastik ist, wird beantwortet mit dem, dass natürlich alle nicht natürlich vorkommenden Substanzen keine Mikroplastik sind. Es gibt bei dem ECHA einen Entscheidungsbaum, ob eine Substanz unter die Definition fällt oder nicht. Da ist in der Stufe 1 die Frage zu beantworten, ob relevante Feststoffe vorhanden sind und in der Stufe 1b, ob relevante Polymere vorhanden sind. Beide Elemente, Stufe 1a und b, müssen erfüllt sein und wenn die beide erfüllt sind, dann geht man zu Stufe 2, sind polymerartige Artikel vorhanden. Und dann zu Stufe 3 ist die Konzentrationsgrenze überschritten. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz hat einen Einkaufsratgeber veröffentlicht, Mikroplastik und andere Kunststoffe in Kosmetika. Dabei hat er als Mikroplastik definiert feste und unlösliche synthetische Polymere, die kleiner als 5 mm sind. Mikroplastik zieht Umweltgifte an, wird von Meeresorganismen gefressen und ist nicht wieder aus der Umwelt zu entfernen.
Dann steht dort auch, die Kosmetikindustrie verwendet nicht nur partikuläres Mikroplastik, sondern auch andere synthetische Kunststoffe. Diese können in Wasser quellbar und zum Teil auch löslich sein. Da Abbauwege und Umweltauswirkungen von flüssigen Kunststoffen ungeklärt sind und ein nachträgliches Entfernen aus der Umwelt nicht möglich ist, muss gemäß dem Vorsorgeprinzip der Eintrag verhindert werden. Daher setzt sich der Bund für ein Verbot von Mikroplastik und anderen synthetischen Kunststoffen in Kosmetik- und Körperpflegeprodukten ein. Was unterscheidet nun den ECHA-Ansatz von dem vom BUND? Also der BUND formuliert lösliche Kunststoffe auch als Umweltproblem, aber die sind ja mit hoher Wahrscheinlichkeit abbaubar. Und die ECHA sagt eben, es geht ihr um eine Bioakkumulation in der Umwelt zu vermeiden. Das heißt, abbaubare Polymere sind nicht der Ansatz. Die ECHA-Ansatz schreibt auch vor, dass eben nur Laboratorien mit einer ISO 17025 Zertifizierung die Testmethoden durchführen dürfen für die biologische Abbaubarkeit, um diese Kriterien bestanden, nicht bestanden zu überprüfen. Zum Schluss dieses Mikroplastik-Vortrags möchte ich jetzt nochmal auf größeres Plastik eingehen. Und zwar gibt es ja seit 2019 diese Einweg-Kunststoff-Richtlinie. Und da hat gerade dieses Jahr vor kurzem die EU-Kommission eine Guideline dazu herausgegeben, was denn darunter zu verstehen ist, damit man diese Richtlinie auch in jedem Mitgliedstaat richtig auslegt oder gleich auslegt. Und in dieser Richtlinie wird auch erklärt, was da unter Plastik zu verstehen ist und was nicht. Ich habe Ihnen den Link dazu hier aufgeschrieben. Und für die kosmetische Industrie ist es deswegen wichtig, weil da die Feuchttücher unter diese Richtlinie fallen können. Und es gibt auch in dieser Richtlinie die Tabelle 421, die verschiedene Typen von Feuchttüchern aufführt und immer dann schreibt die Kriterien, und zwar ob Plastik ist oder Einmalverwendung, ob das Feuchttuch ist, ob das für den persönlichen Gebrauch ist und ob sie dann eben in diese Richtlinie einfallen oder auch nicht. Also wenn das zum Beispiel ein Feuchttuch ist, das Plastik enthält, dann hat man hier Plastik ja, Einmalverwendung ja, es ist ein Feuchttuch, also es ist pre-wetted ja, es ist für den Personal Care oder den Hausgebrauch, also ist es inkludiert in die Richtlinie. Wenn es ein Feuchttuch ist, das aus Viskose oder Lyocell gemacht wird, darunter wird eben regenerierte Zellulose verstanden und das kein Polyester oder andere Plastikprodukte enthält, dann ist es eben kein Plastik. Es ist zwar ein Einmalprodukt, es ist auch ein Feuchttuch, es ist auch für den Hausgebrauch, aber es ist nicht in dieser Richtlinie inkludiert. Das heißt, insofern also die medizinischen Feuchttücher oder Feuchttücher für die professionelle Verwendung sind sowieso exkludiert und Viskose, Lyocell und Zellulosefolie gelten in dieser Richtlinie als natürliche Polymere, die nicht chemisch modifiziert sind. Und zwar, weil sie aus Reaktionen resultieren, die nur während des Extraktionsprozesses eines natürlichen Polymers, nämlich hier des Lignins, stattfinden. Gegenbeispiel dafür wäre zum Beispiel Zelluloseacetat, das unter diese Richtlinie fallen würden. Dabei ist es dargelegt in der Richtlinie, dass diese Viskose-Feuchttücher durchaus auch polymere Materialien, zum Beispiel Retentionsmittel, Bindemittel oder Verarbeitungshilfsmittel enthalten dürfen. Aber halt nicht sehr viel
polymeres Material. Beispiel wurde gebracht, auch es gibt ja auch so Kartonage- und Papierprodukte. Wenn die nicht mit Kunststoff beschichtet sind, fallen sie nicht unter diese Richtlinie, aber sobald sie eben mit Kunststoff beschichtet sind, fallen sie unter diese Richtlinie. Entscheidend bei diesem, was darunter fällt und was nicht, ist immer die Abbaubarkeit der Produkte. Wichtig auch, dass Feuchttücher, die darunter fallen würden, müssen jetzt mit diesem Schildkrötensymbol auf der Packung gekennzeichnet werden, damit sie ordentlich entsorgt werden können. So, und jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie mir eine Mail an mail@icada.global. Vielen Dank. Sehr gerne. Frau Funstein, wie immer toll. Wie immer tolle Arbeit geleistet und fleißig aufgepasst bei der EU-Kommission. Recht herzlichen Dank dafür. Wir halten Sie bezüglich Mikroplastik auf dem Laufenden, werden vielleicht schon zur nächsten Tagung im Dezember etwas Neues berichten zu haben. Das nächste Thema ist ein Stichwort, das ich aus zwei Richtungen kommentieren möchte. Erstens, Covid ist selbstverständlich ein Problem, selbstverständlich schlimm, selbstverständlich eine große Katastrophe für alle, die davon befallen wurden und damit zu kämpfen hatten, überhaupt keine Frage. Aber die Covid-Pandemie als Ausrede zu benutzen für viele, viele Dinge, die nicht richtig gemacht wurden, ist absolut unethisch. Und wir haben hier auch bei ICADA einige Argumente gekriegt. Ja, Covid-Pandemie, bei uns geht es nicht so gut und Covid ist der Hauptgrund, wird bei uns nicht mehr akzeptiert. Covid als Stichwort für Innovation ist allerdings herzlich willkommen. Und ich freue mich mit dem nächsten Vortrag, den Herrn Spomer, Dr. in Spee, begrüßen zu dürfen. Hier einfach nochmal wiederholt, wir hatten das schon mal gezeigt, Anti-Covid-Stoffe, die von seriöser Literatur im PubMed und in anderen Literaturquellen zitiert werden, sind vielleicht auch interessante Konzepte für kosmetische Produkte. Es sind häufig Stoffe, die per Kosmetikverordnung im Einsatz erlaubt sind. Insofern tolle, interessante Konzepte. Bitte schön, Herr Spomer, das ist jetzt Ihr Vortrag. Meine Damen und Herren, willkommen zu meinem Vortrag über Inhaltsstoffe mit dokumentierter Anti-Covid-19-Wirkung. Hierbei berücksichtigen wir insbesondere die Anwendungsmöglichkeiten, evidenzbasierte Anwendung und Ausblicke. Ich selber, mein Name ist Armin Spomer, ich forsche am Institut für Kardiologie und Angiologie an kardio-onkologischen Fragestellungen und befasse mich somit mehr oder weniger sehr viel mit dem Immunsystem, sodass die ganze Corona-Situation definitiv Teil meines Metiers ist, sodass ich Ihnen Inhaltsstoffe nennen möchte, die eine Covid-Erkrankung günstig beeinflussen können. Wieso ist der Titel so gewählt, wie er gewählt wurde? Und zwar geht es explizit um dokumentierte Wirkungen, bedeutet Wirkungen, die sowohl in althergebrachter Literatur aufgefasst wurden oder in neueren Studien publiziert. Das heißt, wir hangeln uns hier lediglich an wirklich Evidenz entlang. Zudem geht es um die Anti-Covid-19-Wirkung. Wieso Covid-19 nicht, wieso SARS-CoV-2, wieso nicht Coronavirus? Und da gibt es ja ein ganzes diffuses Sammelsurium an Begriffen, die genutzt werden. Hierzu sage ich gleich noch etwas, denn ich nehme schon mal vorweg, Covid-19 ist die resultierende Erkrankung, die mit Inhaltsstoffen, die gleich genannt werden, günstig beeinflusst werden sollen, beziehungsweise Wirkung haben, die günstig auf das Outcome einer Covid-19-Erkrankung wirken. So fangen wir dann an und überlegen uns, was ist denn überhaupt Covid-19? Covid-19 ist eine Erkrankung, vorzugsweise der Lungenwege, im Rahmen einer SARS-CoV-2-Infektion. SARS-CoV-2 ist ein 2019 neu isoliertes Virus,
von dem wir bereits den alten Stamm SARS-CoV-1 kannten. Coronaviren, wie man sie ganz oft hört, Coronavirus, das sind alles Begriffe, die eine Gattung, eine Art, eine Gattung beschreiben, eine Familie, nämlich die Coronaviridae, also die Familie der Coronaviren. Und der SARS-CoV-2-Virus, der uns jetzt unsere sehr jetzige Situation beschert hat, ist im Endeffekt das Virus, das die Erkrankung Covid-19 auslöst. Covid-19 ist eine Erkrankung eine mehrstufige Erkrankung von leichter Symptomatik wie Schnupfen bis hin zu beatmungspflichtigen Zuständen. Genau. So, ich will jetzt einmal mehr oder weniger darauf eingehen, wie solch eine Erkrankung überhaupt entstehen kann. Hier steht jetzt Inflammation durch humanpathogene Viren, kompliziert für Entzündung durch körperschädigende Viren. Inflammationsreaktionen, also Entzündungsreaktionen, haben wir alltäglich in allen Belangen. Das passiert nicht nur im Rahmen einer Virusinfektion, alles Mögliche. Jeder Stress kann eine Inflammationsreaktion hervorrufen und humanpathogen, weil es Corona-Stämme gibt, die tatsächlich nicht humanpathogen sind und somit unbedenklich für uns. Wieso ich das aufgeführt habe, ist, damit man sich immer wieder vor Augen führt, dass es nicht das Coronavirus gibt, sondern die Coronaviren, und einer dieser Coronaviren, der besonders infektiös, vielleicht nicht besonders letal, aber besonders infektiös ist, nun die Runde in unserer Welt macht. Hier ist eine Abbildung, die wir jetzt öfter sehen werden. Diese Abbildung soll 3 therapeutische Targets benennen, beziehungsweise 3 Meilensteine der Virusreplikation, hier für das Beispiel Coronavirus. Diese 3 Meilensteine oder Targets können wir sozusagen nutzen, um später die Covid-19-Infektion, die Covid-19-Erkrankung zu inhibieren, zu mildern oder gar den Viruseintritt zu verzögern. Als Punkt 1 ist hier die Bindung an Alveolarepithel genannt. Alveolarepithel ist eine Alveole, ist im Endeffekt ein kleines Bläschen in der Lunge. Die Lunge, kann man sich so vorstellen, ist ein Beutel bestehend aus ganz, ganz vielen kleinen Bläschen, an denen sozusagen der Sauerstoffaustausch stattfindet. Diese sind sozusagen überzogen bzw. bestehen komplett aus einer Epithelschicht, einer Hautschicht, einer sehr flachen Zellschicht, die sozusagen diesen Sauerstofftransport ermöglicht. Und diese SARS-Coronaviren, SARS-CoV-2-Viren, die binden dann über ACE, Angiotensin Converting Enzyme 2 Rezeptoren an dieses Epithel und kommen so dann intrazellulär, also in die Zelle. Bedeutet schlussfolgernd, eine Coronavirus-Infektion kann lediglich stattfinden, wenn das Virus inhaliert wird und dann an einen ACE-Rezeptor bindet. Eine Coronavirus-Infektion kann nicht durch Kontamination im Mund-Nasenraum ohne spätere Inhalation stattfinden von Aerosolen oder sonstigem. Genau. Der Punkt 2, der hier benannt ist die Freisetzung von Zytokinen, beziehungsweise Zytokinen im Allgemeinen, hier 2 Interleukine genannt und den Tumornekrosefaktor Alpha als proinflammatorisch relevante Faktoren. Proinflammatorisch, also proentzündliche Faktoren. Diese Faktoren, insbesondere Interleukine 1 und 6, sind für die Vermehrung der Entzündungsreaktion bzw. für die Kommunikation zwischen den Zellen zuständig. Interleukine, Zytokine wie auch Hormone sind letzten Endes für die zelluläre Kommunikation zuständig, damit eine Zelle kommunizieren kann, was sie gesehen hat oder gebunden hat oder gar aufgenommen hat, abgegeben hat. So, durch diese Zytokine, Interleukine können weitere, wie in Punkt 3 beschrieben, Leukozyten zum Beispiel rekrutiert werden. Was bedeutet das? Leukozyten sind weiße Blutkörperchen, wie beispielsweise unsere Granulozyten, da haben wir verschiedene Arten, und Lymphozyten, solche Geschichten, also Immunzellen im Endeffekt, das ist das, was das sagen soll. Also wir haben eine Bindung, dann intrazellulär, also in der Zelle eine Replikation
daraufhin durch kompetente Immunzellen erkannte, veränderte körpereigene Zellen, die dann durch die Freisetzung von Interleukinen und TNF-Alpha und Interferon geschädigt werden sollen, wodurch weitere Leukozyten rekrutiert werden, die wiederum weitere Zytokine freisetzen. Also wir haben im Endeffekt einen Teufelskreis zwischen 2 und 3, der sich immer weiter fortschreitet. Das genau ist auch der Punkt, wieso es sinnvoll ist, solche Inhaltsstoffe in vielerlei Belangen zu nutzen und wieso man allgemein seinen Tag möglichst diverse Inhaltsstoffe konsumieren sollte, Vitamine und sonstiges, da wir vor überschießenden Immunreaktionen schützen wollen. Was ist damit gemeint? Bindet jetzt ein Coronavirus, führt das rein quantitativ gesprochen, das ist natürlich qualitativ nicht richtig, aber zum Verständnis, ein Coronavirus bindet an eine Zelle, das schüttet jetzt Zytokine aus und dieses Zytokin regt jetzt einen Leukozyten an, dieser Leukozyt schüttet wieder ein Zytokin aus, das regt wieder einen anderen Leukozyten an, der schüttet wieder ein Zytokin aus, etc. pp., sodass sich am Ende irgendwann eine adäquate Entzündungsreaktion entwickelt, die sozusagen hemmend auf das Wachstum der Erreger wirken kann. Das Ganze passiert aber immer weiter. Das ist genau das, was bei Covid-19 passiert, einem sozusagen Zytokinsturm, einem sogenannten Zytokinsturm, wo es gar keinen Stopp in dieser Kaskade mehr gibt und das ganze Immunsystem sozusagen gekippt wird. So, fangen wir an mit dem ersten Hormon, Calcitriol, Vitamin D oder 25-Hydroxycholecalciferol, was letzten Endes über Haut, Leber, Nieren produziert wird. Bei Leuten, die in Los Angeles leben, natürlich zuhauf. Hier in Deutschland sieht es ganz anders aus, dafür, dass es so ein extrem immunkompetentes Hormon ist. Haben wir extrem wenig davon durch unsere Breitengrade. Durch unseren Breitengrad und das wäre sinnvoll auszugleichen. Da, wie wir rechts sehen, haben wir einmal eine totale Menge an Patienten und dann hier eine Menge an Patienten, die auf das Coronavirus negativ getestet wurden und Patienten, die auf das Coronavirus positiv getestet wurden. Bedeutet, Patienten, die auf das Coronavirus negativ getestet wurden, haben genauso wie normale durchschnittliche Patienten im Jahr 2019 ein relativ hohes Level an Vitamin D, ein physiologisch normal hohes Level an Vitamin D, Calcitriol. Dahingegen kann man sehen, dass Patienten mit einer positiven PCR auf Coronaviren, also einer Polymerase-Kettenreaktion, was im Endeffekt einfach nur ein Nachweistest von einer Viruslast ist, also haben wir Viruslast in unserem Körperkreislauf? Ja, nein. Wird das mit Ja beantwortet, fällt also positiv aus, kann man direkt sehen, dass bei diesen Patienten Vitamin D-Level wesentlich niedriger sind. Der Rückkehrschluss wäre also, dass die vermehrte Replikation von Coronaviren in ihrer Pathogenität, in ihrer Virulenz irgendwie die Synthese oder die Sekretion oder alle anderen biochemischen Vorgänge möglicherweise inhibieren von Vitamin D, sodass man hypothetisch formulieren kann, dass eine Supplementierung von Vitamin D möglicherweise sinnvoll sein kann. Dies wurde auch klinisch verifiziert und gab signifikante Ergebnisse in der Besserung des Outcomes und der geringeren Infektionsraten. Fernab davon ist Vitamin D natürlich neben der wirklich spezifischen antiviralen Wirkung auch für die Regulation aller körperwichtigen Organe zuständig, sodass Vitamin D-Supplementation jedenfalls zu empfehlen ist. Gerade in den Breitengraden um Deutschland herum. Vitamin D wirkt an den vorher definierten Targets, indem es Defensine ausschüttet oder zur Ausschüttung von Defensin anregt. Defensine binden an den ACE-Rezeptor, der ja maßgeblich für die bzw. schuldtragend für die eigentliche Infektion oder Transduktion des Virus nach intrazellulär verantwortlich war, so dass im Endeffekt weniger Virus Andockfläche bekommt. Das hat natürlich eine Sättigung und kann nicht unendlich
vollführt werden, sonst hätten wir im Endeffekt mit Vitamin D die Heilung gefunden. Aber es gibt, wie gesagt, für alles in unserem Körper eine Resorptionsgrenze, eine Aufnahmegrenze, sodass dieses Spiel irgendwann eine Sättigung erfährt. Außerdem macht Vitamin D auch eine Downregulation von verschiedenen Zytokinen, sodass diese überschießende Immunreaktion sozusagen zumindest geschwächt wird. Vitamin D wird industriell aus Lanolin, aus Schafswolle gewonnen, oder vegan. Die vegane Art wäre im Endeffekt aus Flechten von Pilzen. Diese werden dann über UVB-Strahlung bearbeitet, sodass dieses Sterangitter-Gerüst bzw. Cholesteringerüst aufbricht und enzymatisch am 25. Kohlenstoff noch hydroxyliert wird. Genau. So. Kommen wir zum nächsten, zu Vitamin C, zur Ascorbinsäure. Ascorbinsäure als bekannte Antioxidant hat natürlich auch ganz verschiedene andere Funktionen. Erstmalig in der Geschichte der Medizin wurde es ja wirklich relevant in der Zeit der Piraten, wo Skorbut eine relevante Erkrankung war, da die Seemänner lange Zeit auf der Hohen See verbrachten, ohne Zitrusfrüchte zu sich nehmen zu können, da sie diese halt einfach nicht mitnahmen, beziehungsweise wenig Vitamin C reiches Essen hatten, sodass allmählich deren Zähne begannen auszufallen. Dies basierte auf fehlender Kollagensynthese im Zahnfleisch, sodass die Zähne keinen Halt mehr hatten. Vitamin C ist biochemisch verantwortlich für die Prolinhydroxylierung der Kollagenketten, ist auch maßgeblich beteiligt an DNA-Regulierung und der physiologischen Funktion des Mikrobioms im Allgemeinen. Was hat man in den Studien rechts zu sehen getan? Dies ist eine Meta-Analyse aus verschiedenen Studien, die sozusagen die Durations of Colds nach viralem Infekt bei Vitamin C-Gabe gemessen haben und dies dann später mit dem Coronavirus verglichen haben. Herausgekommen ist, dass die Länge, die Duration of Colds und die Severity of Colds signifikant verringert werden konnten, sodass letzten Endes dann eine Reduktion von fast 85% passieren konnte hinsichtlich der Fälle von Pneumonien, also Lungenentzündung. Bedeutet, man kann sagen, Vitamin C verkürzt die Infektionsdauer und mildert sozusagen die Symptomatik, Vitamin C wirkt einerseits über eine Ausschüttung von Interleukin 10, Vitamin C und 10. Interleukin 10 schiebt sozusagen allen anderen proinflammatorischen Zytokinen einen Riegel vor, ist sozusagen der große Bruder aller Zytokine und inhibiert somit diese überschießende Reaktion komplett, unterbindet diese extrem und sorgt außerdem für die Induktion von T-Regs, von sogenannten regulatorischen T-Zellen, die sozusagen die immunmodulierenden T-Zellen unseres Körpers. T-Zellen sind etwas Gutes, T-Zellen kommunizieren zwischen verschiedenen Immunzellarten und organisieren und koordinieren unsere Immunzellantwort. Aber diese bekommen ja auch eine Information von den Loyal-Zytokinen, sodass man bei Unterbindung dieser T-Zellen durch T-Regs, durch regulatorische T-Zellen, die Immunreaktion an dieser Stelle unterbrechen kann. Die Herstellung von Vitamin C industriell, das was ich zumindest gefunden habe, war rein aus Glucose oder Rohbenzin, was da jetzt industriell präferiert wird oder in der Kosmetik oder in der Nahrungsergänzungsmittelbranche letzten Endes dann Anwendung findet, das kann ich jetzt nicht hundertprozentig beantworten, aber das ist dann auch nicht mehr mein Metier. So, kommen wir zum nächsten Komplex. Wir haben hier einen Komplex aus Zink und Omega-3-Fettsäuren. Wieso nimmt man Komplexe? Weil man gesehen hat, dass es einen klinischen Benefit gibt, mehrere Stoffe zu nehmen, die dieselbe Targets haben, anstatt einen Stoff zu nehmen und den hochzudosieren, da der Körper irgendwann Adaptations- und Gegenregulationsmechanismen findet und sozusagen die Wirkung dieser Einzelstoffe, wie bestimmt Zink als Übergangsmetall oder Omega-3-Fettsäuren, dann
mindert. Zink an sich ist ein relevanter oder fast schon relevantester Kofaktor für alle biochemischen Reaktionen, für fast alle biochemischen Reaktionen, allgemein für die Regulation von Organfunktionen. Omega-3 an sich ist eine unabdingbare Fettsäure, die für die beispielsweise als Arachidonsäure extreme Relevanz in Bezug auf unsere Blutregulation hat und natürlich dadurch auch dadurch letztendlich auch die Nutrition der Zellen. Was machen Zink- und Omega-3-Fettsäuren? Sie hemmen sozusagen das Viral Uncoating, das bedeutet Uncoating, das Entkleiden, das Entmanteln, das Eröffnen einer Vire, die jetzt nach intrazellulär geht und dort repliziert, muss ja auch irgendwie dann später heraus, wenn sie merkt, dass sozusagen die genetische Stätte, die sie ausnutzt, denn ein Virus kommt im Endeffekt in unsere Zellen und nutzt unsere genetische Erbgutmaschinerie zur Produktion eigener Klone, manipuliert sozusagen unsere Zellen, um für sich zu arbeiten. Und sobald diese Zelle irgendwann ineffizient wird, beziehungsweise sehr viel Virusmaterial vorhanden ist, induzieren diese das Viral Uncoating, bedeutet, sie eröffnen die Zelle, zerstören die Zelle und können in den Körperkreislauf eintreten. Hier wirken Omega-3 und Zink direkt inhibierend. Klinische Wirkung dessen wäre im Endeffekt mildere Symptomatik und weniger pneumonische Infiltrate. Das spielt so ein bisschen zusammen. Wieso? Denn wenn wir sozusagen die Bindung, das Viral Uncoating hemmen, also das, was im Endeffekt nach der Bindung passiert und nach der Replikation, sie hemmen das Viral Uncoating und hierdurch haben wir weniger Viruslast, ja, weil wir weniger Viren auslassen. Die Symptomatik, ja, die klinische Wirkung, die mildere Symptomatik ist direkt assoziiert mit der Viruslast. Das heißt, haben wir eine geringe Viruslast, haben wir auch eine geringe Symptomatik, haben wir eine hohe Viruslast, haben wir eine hohe Symptomatik, da wir natürlich mehr Zellen haben, die proinflammatorische Vorgänge fördern, plus mehr Lokalisation für pneumonische, also lungenentzündliche Infiltrate. Zudem fördert Zink die natürlichen Killerzellen, die letzten Endes Viren wirklich lysieren, töten, auflösen können, mehr oder weniger. Zur Zinkgewinnung, das ist wieder rein industrielle Geschichte. Das war jetzt meine Rechercheergebnis. Da werden hier Anwesende aber wahrscheinlich bestimmt besser darüber Bescheid wissen, aber soweit ich weiß, wird Zink halt als durch Sekundärproduktion gewonnen und nicht wirklich primär, zumindest industriell. Als Side Note habe ich noch Omega-3-Fettsäuren aufgefasst, denn ein wichtiger und interessanter Fakt ist nämlich, dass unabhängig der Aufnahme von Omega-3, ob es jetzt das Verreiben in Form von Cremes auf der Haut ist oder der Konsum in Form von Nahrungsmitteln, Omega-3-Fettsäuren verstärken so oder so die Hautbarriere, verhindern freie Radikale und sorgen für eine geschmeidigere Haut. Wieso? Bei Cremes ist es wahrscheinlich evident, bei oraler Aufnahme sorgen beispielsweise Arachidonsäure für bessere Durchblutung der Haut, für bessere zelluläre Membrandichten der Haut und sorgen so auch für eine verstärkte Hautbarriere. Das heißt, Omega-3-Fettsäuren an sich sind in keiner Situation falsch angewendet. Ein zweiter Komplex, also Vitamin E und Selen. Vitamin E ist wieder auch ein sekundärer Antioxidant, kann Membran stabilisieren und Selen als Chalkogen steigert enzymatische Leistung auch als Kofaktor. Was wurde getestet? Also hier konnte man, wie gesagt, wir haben massiv Literaturergebnisse finden können in unseren Literaturrecherchen, in meiner Literaturrecherche, die tatsächlich nicht nur jetzt akut, modern und neu signifikante Ergebnisse in Bezug auf das Coronavirus liefern konnten, sondern auch Langzeitergebnisse, die teilweise 30, 40 Jahre Virusinteraktionen mit diesen Hormonen und Metallen, halt Inhaltsstoffen beschreiben. So, hier ist es so,
dass wir im Endeffekt uns angucken, ein Zell-Lysat versus ein Vollvirus-Lysat. Hier ist es so, wir haben 100% Viren enthalten, das ist sozusagen die Menge von Viren, beziehungsweise ja, von Viren und grob gesagt, und hier die von Viren in Zellen, hier ist es 0. Wenn man jetzt Selen dazu gibt, in verschiedenen Konzentrationen sieht man einen gewissen Abfall bei dieser Dosierung von Selen, beispielsweise einen Abfall um 34% Viruslast, bei Vitamin E in der höchsten Dosierung von 17%, was an sich noch unter einem Drittel im Endeffekt ist oder knapp ein Drittel von einer Effektstärke darstellt, so dass man sich gesagt hat, was ist denn, wenn man Selen und Vitamin E kombiniert in ihrer Höchstdosierung? Man erhält eine Reduktion um 50%. Wieso hat man nicht einfach Selen oder Vitamin E weiter hochdosiert? Denn dann wäre sozusagen die Sättigung eingetreten. Der Körper kann gar nicht mehr so viel resorbieren, scheidet den Rest unverarbeitet aus. Oder der Körper bildet gar Adaptationsmechanismen, so dass keine weitere Reduktion der Viruslast sozusagen passieren kann. Ja, das ist genau das gleiche Prinzip wie mit dem Zink und dem Omega-3 und all diesen Komplexstoffen. Vitamin E und Selen wirken im Endeffekt über komplexe Mechanismen, die wirklich tiefenphysiologisch sind und jetzt hier für keinen Platz haben. Allgemein diese sehr komplexen physiologischen Mechanismen spielen es hier erstmal keine Rolle. Es geht sozusagen um die direkten Connections, die hier das Interleukin-2 und die NK-Zellen, wenn die Induktion von NK-Zellen, Interleukin-2 wird doch als inhibitorisches Interleukin, sozusagen hemmt die Rekrutierung weiterer Leukozyten und die NK-Zellen können dann übermäßig aktive Leukozyten wie auch pathogene Zellen töten und diese ganze Kaskade inhibieren. Vitamin E kann wunderbar pflanzlich extrahiert werden aus hier einer Auswahl: Mais, Soja, Baumwollsamen, Reis, Weizenkeimöle, und wenn man 2 Worte in Google eingibt, findet man noch 1 Million mehr Sachen. Also da sind der Fantasie echt keine Grenzen gesetzt. Und bei Selen ist es so, dass es durch Abrüstung des Anodenschlamms der Kupfer- und Nickelherstellung gewonnen wird. Genau. Also 2 industrielle Wege, einer einfacher, einer schwerer zusammen, aber sehr effektiv. Jetzt kommen wir sozusagen zum Newcomer der ganzen Geschichte, und Lektine sind sozusagen mannosebindende Proteine, die die Inhibition der viralen Penetration fördert, beziehungsweise inhibiert die virale Penetration. Die Ergebnisse hierzu basieren wirklich auf Langzeitstudien, basieren wirklich auf altbekannten Ergebnissen und hat sozusagen definitiv einen festen Standfuß in der Medizin und ist jetzt gerade in Bezug auf das Coronavirus besonders heiß und interessant. Da gibt es sehr viel Studien zu, sehr viel Studienlage zu. Wir können hier beispielsweise sehen, HHA, die Konzentration von HHA, das ist ein Lektin. Und hier sieht man sozusagen die Inhibition des Viruses, der Viruspenetration. Und man kann sehen, bei steigender Konzentration erreicht man die 80-prozentige, teilweise, wenn man sich die Ausreißer anguckt, 90-prozentige Inhibition der Viruspenetration, was extrem signifikant ist und extrem gut ist, weil es im Endeffekt bedeutet, dass wir fast die komplette Penetration des Virus nach intrazellulär inhibieren können, stoppen können. Wo ist jetzt der Haken? Natürlich ist der Haken, dass der Körper irgendwann auch eine Sättigung einstellt und das Virus sozusagen sehr wenig Exemplare braucht, sehr wenige Kopien braucht, um letzten Endes trotzdem Schaden verursachen zu können. Wir hatten ja gesagt, direkt assoziiert mit der Viruslast, aber trotzdem kann auch eine geringe Viruslast einen Schaden machen, je nach Multimorbidität des Patienten, also je nachdem, wie vorbelastet der Patient ist, kann selbst eine geringe Viruslast letale, tödliche Schäden hervorrufen. Genau. So. Ja, die klinische Wirkung wäre halt das Risiko der Infektion überhaupt zu senken und die Krankheitsentstehung teilweise zu verhindern. Wie funktioniert das? Lektine binden halt an die Höglykane von Coronaviren, mit denen sie dann später an ACE binden würden, um dann eine
virale Penetration auszulösen. Und genau, können so im Endeffekt den Eintritt von Coronaviren, beziehungsweise Viren allgemein, aber hier in dem speziellen Fall von Coronaviren intrazellulär inhibieren, stoppen. Wo kommen Lektine her? Und das ist jetzt sowieso sehr, sehr toll. Also Lektine können laborchemisch zwar aus genmanipulierten hochpotenten Pflanzen gewonnen werden. Das ist extrem effektiv und man kann sozusagen die Lektine frei wählen. Aber der besonders große Vorteil ist, dass Lektine auch natürlich in Hülsenfrüchten vorkommen, vor allem in Nachtschattengewächsen, denn der altbekannte, der berühmt-berüchtigte Tomatensaft, der dann gegen Hepatitiden und Prostata-Hyperplasien und sonstige teilweise viral bedingte Erkrankungen oder einfach infektiös bedingte Erkrankungen hilft, ist tatsächlich wirksam. Wir haben es hier nicht mit Homöopathie oder einer naturherkundlichen oder, sage ich mal, mageren naturherkundlichen Verfahren zu tun, sondern Tomatenextrakte bzw. Tomatensäfte sind tatsächlich potente, immunkompetenzfördernde Wirkstoffe. Dies hier sind die von mir genutzten Quellen der Studien, in PubMed-Recherchen, also Literaturrecherchen in wissenschaftlichen Journalsammlungen. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen können Sie sich gerne unter mail@icada.eu melden und ja. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name. Ja, auch das ist ICADA, Wissenschaft, Wissen, warum kosmetische Produkte wirken. Und wir haben hier ein sehr schönes Beispiel gehabt für ganz aktuelle, gefragte Produkte. Schönen Dank, Herr Spomer. Aber auch tagtägliche Praxis aus der Regulierung ist für uns ein Thema. Sie haben schon viele Themen gehört, die derzeitig bei uns betrieben werden, aber die Kommission ist nicht müde, immer wieder neue Projekte ins Leben zu rufen und neue Probleme aufzugreifen und neue Probleme uns der Industrie auch zu stellen. Über das Aktuelle aus Brüssel berichtet Ihnen nun Frau Dr. Fundstein. Ich freue mich auch auf diesen Vortrag. Bitte schön, Frau Dr. Fundstein. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Beate Pfundstein und ich arbeite für ICADA und möchte Ihnen in diesem Vortrag alles Aktuelle aus Brüssel präsentieren. Das ist natürlich kein speziell naturkosmetischer Vortrag, sondern umfasst alle kosmetischen Mittel. Ich beginne mit Verordnungen, die schon publiziert sind und werde Ihnen die Anwendungsdaten der spezifischen Verordnungen darlegen und gehe dann über in Verordnungen, die als Entwürfe vorliegen und alles, was so in näherer Zukunft zu erwarten ist. Nun wollen wir mal starten. Am 28. Mai wurde eine Änderung der Kosmetikverordnung veröffentlicht, und zwar die Omnibus 3 und galt dann unmittelbar. Und zwar wurden einige Stoffe, CMR-Stoffe, wieder in Anhang 1 aufgenommen. Hier habe ich nur einen Teil aufgeführt, es sind noch viel mehr Stoffe, außer diesem Methylimidazol, Kobalt, Methylquecksilberchlorid. Und für Salicylsäure wurden dort Höchstwerte eingeführt, nämlich 3% in Haarprodukten, die man abspült, 2% in den anderen Produkten. Und außer eben in Bodylotion, Lidschatten, Wimperntusche, Eyeliner, Lippenstift und Deo-Roller, dort sind es nur 0,5%. Es darf nicht eingesetzt werden in Mittel für Kinder unter 3 Jahren. Wenn es zur Inhalation kommen kann und in Mundmitteln für andere Zwecke als Konservierung. Warnhinweise muss drauf, nicht für Kinder unter 3 Jahren zu verwenden. Titandioxid hat eine Besonderheit, es gilt ab 1. Oktober jetzt.
Und es hat in Anhang 3 einen eigenen Eintrag bekommen, und zwar Titandioxid in Pulverform mit mindestens 1% Partikel mit aerodynamischem Durchmesser von kleiner gleich 10 Mikrometer. Dieses Titandioxid darf in Gesichtsmitteln nur 25% enthalten sein, also in Gesichtsmitteln in loser Puderform. Und in Haarmitteln in Form von Aerosolsprays darf es nur 1,4% für die allgemeinen Verbraucher und 1,1% für gewerbliche Anwendung in der Pigmentform enthalten sein. Sonstige Mittel bekommen für dieses Titandioxid keine Höchstmengenbeschränkung, aber man darf es nicht einsetzen, wenn es eine Möglichkeit gibt, zu inhalieren, das Produkt zu inhalieren. Titandioxid ist ja auch als Farbstoff und UV-Filter zugelassen, und dort gilt dann bei den Einträgen als Farbstoff, wenn es in dieser Pulverform mit 1% Partikel mit aerodynamischem Durchmesser kleiner gleich 10 Mikrometer dort ist, gilt dann das gleiche wie in Anhang 3, 25% und so weiter. Wenn es als UV-Filter eingesetzt wird, gilt auch das Gleiche wie schon eben erzählt, aber auch, dass es in allen anderen Mitteln als UV-Filter nur bis 25% eingesetzt werden darf und in keinem Fall bei Inhalationsmöglichkeit des kosmetischen Mittels. Titandioxid hat inzwischen ja auch eine EFSA-Bewertung bekommen im Food-Bereich, weil es ist dort als Zusatzstoff zugelassen gewesen, und jetzt wurde ein Verordnungsentwurf des Verbotes dieses Zusatzstoffes veröffentlicht. Und dadurch vermehren sich natürlich jetzt in Bezug auf Titandioxid Firmenanfragen enorm, und man muss immer eine Stellungnahme abgeben, warum das in den Produkten ist und warum es nicht gefährlich ist. Und ich habe jetzt mal zusammengestellt, dass es eben, was man da argumentieren kann. Man kann halt sagen, warum es in Produkten ist, also wegen der Farbgebung oder als UV-Filter oder auch um die Konsistenz zu verbessern, und dass es eben ein Stoff ist, der zugelassen ist in der Kosmetikverordnung und dass er kein gesundheitliches Risiko für den Verbraucher darstellt. Und dass in diesem Lebensmittelbereich wurde eine mögliche genotoxische Aktivität diskutiert, aber der Zusammenhang konnte durch Humanstudien nicht belegt werden im Lebensmittelbereich. Das sagt die EFSA. Aber da an Zusatzstoffe in Lebensmitteln ganz besondere Ansprüche gestellt werden, wurde das jetzt eben verboten, als Zusatzstoff nicht mehr erlaubt. Es ist kein zwingend notwendiger Zusatzstoff. Man kann auch argumentieren, dass die dermale Penetration eben von Titandioxid sehr, sehr gering ist. Das bedeutet, dass es einfach nicht systemisch verfügbar sein wird. Und es wurde ja auch als Nanoform, also UV-Filter, zugelassen. Man kann argumentieren, dass Titandioxid sehr gut verträglich ist. Es löst keine Sensibilisierungen aus und ist auch nicht reizend für die Augen oder die Haut. Es wird auch von Kinderhaut vertragen. Es ist ein anorganisches Material, das natürlich in der Umwelt vorkommt, und dadurch stellt es eigentlich keine Gefahr für die Umwelt dar. Das mal so als Potpourri von Argumentationen, die man bei Stellungnahmen zu Titandioxid verwenden kann. Nichtsdestotrotz, durch diese ganze EFSA-Bewertungen und den Fokus, der jetzt darauf gelegt wird, wird es wohl ein neues SCCS-Mandat wieder geben, wo man auch nochmal das Nano- und das Nicht-Nano-Titandioxid bewerten werden wird in nächster Zukunft. Man findet es sehr schlecht, dass immer die verschiedenen Organisationen die Stoffe bewerten. Es gibt aber eben diesen One Substance, One Assessment noch nicht, und das ist, glaube ich, auch ganz gut so, weil man eben über verschiedene Produkte verschieden mit dem Titandioxid konfrontiert wird und auch eine unterschiedliche Notwendigkeit hat, den Stoff einzusetzen.
Am 6. Juli 2021 gab es eine weitere Änderung der Kosmetikverordnung, und zwar wurde da Desoxyarbutin in Anhang 2 der verbotenen Stoffe aufgenommen. Das setzt nämlich Hydrochinon frei. Und dann wurde noch die Hydroxyaceton eingeschränkt erlaubt in Anhang 3, und zwar gemäß der SCCS-Opinion in 6,25% in Haarfärbemitteln, die im Haar verbleiben, und 10% in Selbstbräunungsmitteln. Diese Beschränkung für die Hydroxyaceton gilt ab 26. Januar 2022 für das Inverkehrbringen und ab 22. April 2022 dürfen diese Produkte, die nicht mehr konform sind, nicht mehr auf dem Markt vorhanden sein. Es gibt schon länger den Verordnungsentwurf zu Methyl-N-Methylantranilat. Der soll ja auch in Anhang 3 aufgenommen werden und restriktiver behandelt werden, zwar 0,1% in Produkten, die auf der Haut verbleiben, wobei es nicht in Sonnenprodukten enthalten sein sollen, die zur Exposition von natürlichem oder künstlichem UV-Licht führen. Es darf in Rinse-Off-Produkten nur noch zu 0,2% enthalten sein und nicht zusammen mit nitrosierenden Agenzien. Das wurde schon im TPT veröffentlicht und eine Kommentierung dort war bis zum 14. Mai möglich. Die Übergangsfristen für diese Verordnung wurden festgelegt für 6 Monate für das Inverkehrbringen und 9 Monate für Produkte, die der Verordnung nicht entsprechen, sollten zurückgenommen werden. Die Kommission erhielt relativ viele Kommentare, zudem, dass nicht verstanden wurde, was Sonnenprodukte mit Exposition zu natürlichem und künstlichem UV-Licht bedeuten, und hat darüber eine Erklärung abgegeben, nämlich dass damit keine Tagespflegeprodukte gemeint sind, wie zum Beispiel Cremes, die tagsüber verwendet werden sollen. Die Absicht war, das Verbot auf Produkte auszudehnen, die für die Verwendung in der Sonne oder in Sonnenbänken vermarktet werden, aber keine Sonnenschutzmittel sind. Also Beispiele für solche Produkte wurden angegeben als Bräunungsverstärker. Es wird erwartet, dass diese Verordnung jetzt im Herbst 2021 angenommen werden wird. Es gibt auch schon die Verordnung Omnibus 4, in der werden 23 weitere CMR-Substanzen aufgeführt und auch Zinkpyrithion, das trotz positiver SCCS-Opinion verboten wird. Es ist zu erwarten, dass diese Verordnung noch vor dem Dezember 2021 publiziert wird, und dann wird sie ab 1. März 2022 gelten. Die Omnibus 5 enthält dann weitere CMR-Substanzen und auch das Methylsalicylat, das ja als CMR2-Substanz eingeordnet wurde. Das SCCS-Stellungnahme war bis 8. September kommentierbar. Sie beinhaltet, dass Methylsalicylat als Duftinhaltsstoff auch sicher ist in den aufgeführten Konzentrationen, außer in Mundspülungen und bei Produkten für Kinder unter 10 Jahren. Es ist schwach hautsensibilisierend und schwach augenreizend, und die aufgeführten Konzentrationen in der SCCS-Opinion habe ich in der nächsten Folie dargestellt. Hier sind die Produkte dargestellt und die maximalen Konzentrationen, in denen es verwendet wird. Also Handwaschmittel 0,6, Make-up-Produkte 0,05, Lippenstift 0,03%, Augenprodukte 0,002,
Zahnpasten 2,52, Mundwasch 0,6, Sprayprodukte für den Mund 0,65 und so weiter. Also Sie können diese Tabelle aus der SCCS Opinion ersehen. Das SCCS hat aber auch gesagt, dass eben das Methylsalicylat in ganz verschiedenen Produkten verwendet wird, also auch in Desinfektionsmitteln, in Haushaltsreinigern, in Lufterfrischern, und dadurch könnten die sicheren Werte überschritten werden. Das Methylsalicylat wird zur Salicylsäure metabolisiert, und die Salicylsäure, die wurde ja schon in Omnibus 3 jetzt gerade erst reglementiert. Und wenn halt mehrere Salicylate im Produkt ist, kann auch der sichere Gehalt überschritten werden. Das ist dann wohl auch eine Aufgabe für die Sicherheitsbewerter, zu schauen, dass das nicht der Fall ist. Und sie haben darauf aufmerksam gemacht in ihrem Gutachten, dass das Wintergrünöl bis zu 99% Methylsalicylat enthält und in jedem Fall berücksichtigt werden müsste. Im November wird diese SCCS-Opinion und damit das Omnibus 5 in der COSCOM behandelt werden. Man geht davon aus, dass eine Publikation im zweiten Quartal 2022 stattfinden wird und dass dann die Anwendung dieser Omnibus 5 Verordnung im Dezember 2022 sein wird. Um zu wissen, was auf einen zukommt in nächster Zukunft an Verordnungen und Restriktionen, ist es immer wichtig, die SCCS-Arbeiten zu checken und an was die gerade arbeiten. Und das habe ich jetzt mal den Stand der September-Sitzung vom SCCS durchgesehen. Da wurden verschiedene Entwürfe diskutiert, und zwar das Butylated Hydroxytoluen, Conjugic Acid, alles in Bezug auf endokrine Disruptorfähigkeiten, Prostaglandin und die Analogen wurden diskutiert, Genistin, Diazin, auch als endokrine Disruptoren, auch Methylbenzylidencampphor. Das wurde jetzt übrigens von der Dänemark bei der ECHA als SVHC-Substanz eingereicht. Es ist so, dass bei Aluminium und Vitamin A sollte Aggregate Exposure angesehen werden. Das heißt, die Substanzen wurden ja schon als sicher bewertet, aber dadurch verschiedene, also bei Vitamin A für Lebensmittel zum Beispiel, in jedem Fall bei Aluminium auch, ein größerer Exposition besteht, soll jetzt geschaut werden, ob das, inwieweit man das mit den kosmetischen Mitteln zu berücksichtigen hat. Arbutin wurde auch diskutiert. Bei Triclocarban und Triclosan hat das SCCS beschlossen, die Arbeiten etwas nach hinten zu verschieben. Fertige Arbeiten vom SCCS aus diesem Jahr ist das Resorcinol. Das ist zwar ein endogener Disruptor, wurde aber einen bestimmten Prozentsatz als sicher angesehen als Haarfärbemittel. Propylparaben wurde nicht als endokriner Disruptor angesehen. Benzophenon und Octocrolen wurden auch bewertet. Homosalat, Aluminium in Lippenstiften und Formaldehyd. Aus den fertigen Arbeiten hat sich zum Beispiel ergeben, dass es einen Kommissionsentwurf zum Benzophenon 3 und Octocrolen gibt, in dem eben die SCS-Opinion aufgearbeitet wurden, und es wurden diese Höchstwerte für die beiden UV-Filter aufgenommen. In der Kommissionssitzung, in der Arbeitsgruppensitzung hat aber Dänemark gesagt, das ist überhaupt nicht einverstanden mit dem vom SCCS verwendeten NOAL für Octocrolen und wollte das nochmal mit der Kommission diskutieren. Dann gibt es einen neuen Verordnungsentwurf für Formaldehyd. Im Mai hat ja das SCCS eine Stellungnahme abgegeben, dass der derzeitige Schwellenwert von 0,05% sensibilisierte Verbraucher nicht ausreichend vor Formaldehyd schützt
und dass man diesen Schwellenwert auf 0,001%, also 10 ppm, senken sollte und dass dieser Schwellenwert dann für das gesamte freie Formaldehyd gelten soll, unabhängig davon, ob ein Produkt ein oder mehrere Formaldehyd-Abspalter enthält. Daraufhin hat die Kommission einen Verordnungsentwurf auf den Weg gebracht, der die Präambel vom Annex 5, also den Annex der Konservierungsstoffe, ändert. Und dort soll dann stehen, alle Erzeugnisse, die Stoffe dieses Anhangs enthalten und Formaldehyd freisetzen, müssen mit dem Warnhinweis enthält Formaldehyd gekennzeichnet werden, wenn die Konzentration im Fertigerzeugnis 10 ppm überschreitet. Und dieser Schwellenwert gilt halt dann für das gesamte freie Formaldehyd, unabhängig davon, ob ein Produkt ein oder mehrere Formaldehyd-Abspalter enthält. Wenn man sich jetzt mal überlegt, dass Diazolindylurea, dass ein Molekül davon 4 Moleküle Formaldehyd bilden kann, kann man sich ja vorstellen, wie schnell diese 10 ppm erreicht sein werden. Und dass man dann quasi fast auf alle Produkte, die dann damit konserviert sind, diesen enthält Formaldehyd-Kennzeichnung draufschreiben muss. Man sagt zwar auch, ja gut, das hängt dann, man kann ja auch mit dem mindestens Haltbarkeitsdatum agieren, dass man halt sagt, weil es ja sich erst beim Abbau der Stoffe bildet, dass man halt das Mindesthaltbarkeitsdatum heruntersetzt. Also sehr unglücklich, Übergangsfristen werden diskutiert oder standen erstmal drin von 9 Monaten mit dem Inverkehrbringen und 18 Monaten, dass die Produkte, die der Verordnung nicht entsprechen, aus den Regalen müssen. Es wurde viel diskutiert und sollten auf jeden Fall verlängert werden auf 12 bzw. 36 Monate oder sogar auf also 34 bzw. 36 Monate. Also da ist die Übergangszeit noch nicht so ganz klar, aber es wird wohl kommen. Die nächsten Schritte bei so einem Entwurf ist dann immer eine dienststellenübergreifende Konsultation innerhalb der Kommission. Dann muss es noch eine TPT-Notifizierung geben, dann muss es eine Übersetzung geben und dann kommt die Vorlage zur Abstimmung bei der Sitzung des Ständigen Ausschusses. Es gibt ja auch einen Verordnungsentwurf für die Kennzeichnung von 87 Duftstoffallergenen. Hier wird eine Annahme der Verordnung in der ersten Hälfte 2022 erwartet. Hier sind auch die Übergangsfristen sehr scharf diskutiert worden. Im Moment ist es so, dass es da wohl stehen wird, 3 Jahre fürs Inverkehrsbringen und 5 Jahre, bis die Produkte vom Markt kommen. Die Kommission hat erklärt, dass diese Übergangsfristen sich in der Studie über die Kennzeichnung vom Dezember vorgeschlagenen Fristen ergeben. Und man will eben auch vermeiden, dass kosmetische Mittel in den Abfall landen, obwohl es nicht notwendig wäre. Es wurde sehr viel diskutiert über diese Duftstoffallergenverordnung und man möchte gerne eine Evaluierung der Effektivität des Labelings, dass das stattfindet, weil die Argumente gehen dahin, dass für viele Duftstoffallergene, die man jetzt kennzeichnen muss, gar keine Patch-Tests zur Verfügung stehen bei den Dermatologen und dass die eigentlich eine limitierte dermatologische Relevanz haben und man soll eine Ex-Post-Cost-Benefit-Evaluation sollte stattfinden. Es gibt übrigens jetzt seit dieses Jahr eine Methode zur Analytik, eine Zen-Methode zur Analytik der ganzen Duftstoffe, die man ja dann auch durchführen muss. Im Zuge dieser Duftstoffallergen-Diskussion wurde ein ganz interessantes Projekt vorgestellt, und zwar dieses Duty-Free-Label-Projekt.
Da geht es im Wesentlichen darum, dass man eben die ganzen regulatorischen Anforderungen nicht mehr auf die Packung direkt macht, sondern an Sales Points den Verbrauchern zur Verfügung stellt, praktisch in allen Sprachen zur Verfügung stellt und dass man diese Sales Points, dass man das mit dem App abrufen kann und da alle Informationen dann auf dem Smartphone hat. Und es wurde in diesem Projekt dargestellt, dass das von den Verbrauchern sehr, sehr gut angenommen wird und dass das die Zukunft der Labeling ist. Der Methode ist und man erhofft sich dadurch, dass man eben nicht alles auf diese Verpackungen schreiben muss, sondern dass man einen Weg finden kann, diese ganzen Inhaltsstoffe per Smartphone an die Verbraucher zu kommunizieren. In der letzten Kommissionssitzung wurden wir auch darauf aufmerksam gemacht, dass seit 26. Mai 2021 der Artikel 2 Absatz 4 der Kosmetikverordnung gilt und darin steht, dass auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder auf eigene Initiative kann die Kommission alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um zu bestimmen, ob ein spezielles Produkt oder eine spezielle Gruppe von Produkten unter die Definition kosmetisches Mittel fällt oder nicht und dass diese Maßnahmen im Artikel 32 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren erlassen werden. Dieser Artikel wurde über die Medizinprodukteverordnung, nämlich Artikel 119 aus der Verordnung 2017-745 in die Kosmetikverordnung eingeführt, weil man verhindern wollte, dass Medizinprodukte als kosmetische Mittel vermarktet werden. Die Kommission hat jetzt gesagt, dieser wie oben vorgelesene Artikel 2 Absatz 4 ist sehr allgemein formuliert und bezieht sich aber nicht nur auf Medizinprodukte, sondern kann sich auch auf Arzneimittel und alle anderen möglichen Produkte beziehen. Und der Geltungsbereich würde von der Kommission nochmal genau geprüft werden. Und wir werden wohl in der nächsten Arbeitsgruppe im November über die Anwendung dieses Artikels sprechen und auch darüber sprechen, ob dies in der Borderline-Gruppe dann eventuell erörtert wird. Was gibt es Aktuelles dann zum Nano? Tatsache ist, dass so gut wie alle Stellungnahmen des SCCS zu Nanomaterialien nicht schlüssig sind. Und es gibt hier daher auch schon einen Entwurf für einen Omnibus Nano, der alle bisher untersuchten Substanzen vom SCCS in den Annex 2 steckt, also kolloidales Silber-Nano, Styrenacrylat-Copolymer-Nano, Sodiumstyren-Acrylat-Copolymer-Nano, Silica-Nano, Hydrated Silica-Nano, Silica-Dimethylcellulat-Nano, Silica-Cellulat-Nano. Jetzt ist es so, dass zu dem Synthetic Amorphous Silica hat Cosmetic Europe gesagt, es ist ein sicheres Material in kosmetischen Mitteln und dass sie Daten liefern bis Ende 2021, die das belegen und dass dann das SCCS eine Bewertung im ersten Quartal 2022 damit beginnen kann. Bei dem kolloidalen Silber-Nano, das ja eigentlich auch schon in Annex 2 in dem Entwurf sollte, hat Polen dafür plädiert, eine Verlängerung des Mandats zu bekommen bis März 2022, weil bei ihnen eine Firma ganz viele Daten zu der Sicherheit von kolloidalem Silber produziert und sie möchten diese Daten bitte noch in diese Evaluierung einfließen lassen und deswegen ist da also auch dieser Entwurf noch nicht weiter verfolgt. Frankreich hat in Bezug auf Nano eine Stellungnahme
herausgegeben, und zwar, Sie haben gesagt, Artikel 2 der Kosmetikverordnung steht eben die Definition vom Nanomaterial, und die ist dort aufgeführt: ein unlösliches oder biologisch beständiges und absichtlich hergestelltes Material mit ein oder mehreren äußeren Abmessungen und einer inneren Struktur in einer Größenordnung von 1 bis 100 Nanometern. Und Frankreich sagt jetzt, also die gängige Praxis, die sich jetzt durchgesetzt hätte, dass 50% der Stoffe kleiner als 100 Nanometer sein müssten, das steht da nicht drin und das kann deswegen so nicht angewendet werden. Es wären daher sehr viel mehr Stoffe, Nanomaterialien, als sie gekennzeichnet werden würden. Und diese Definition in der Kosmetikverordnung würde auch keine automatische Autorisierung von agglomerierten, aggregierten oder aufgepropfte Strukturen ermöglichen, weil, also sie spielen darauf an, zum Beispiel auf diese Perlglanzpigmente, wo ja Titandioxid auf Mica-Flakes aufgebracht wären, weil sie argumentieren, sie sagt, es ist nicht bewiesen, dass dieses Nanomaterial nicht da heruntergewaschen oder abgelöst werden kann in den kosmetischen Mitteln, und deswegen könnte man das so nicht automatisch sagen, das ist sicher. Und sie sagen auch, dass in dieser Definition aus der Kosmetikverordnung vom Nanomaterial ist eigentlich auch natürliches Material gemeint, also nicht absichtlich hergestelltes Material. Das kann auch Material sein, das in der Natur vorkommt. Sie sagen, unlöslich hätte das SCCS jetzt inzwischen definiert als, es muss mehr als 33,3 Gramm pro Liter in Lösung gehen können. Und man müsste auch schauen, dass man eine gute analytische Methode benutzt, um Nanomaterialien zu detektieren, und zwar eine direkte Methode wäre besser als eine indirekte, also zum Beispiel die Scanning Electron Microscopy, und am besten mehrere Methoden anwenden. Und das wäre ja auch im Sinne von REACH, weil seit 1. Januar 2020 müsste man ja eine Partikelgrößenverteilung bei einem REACH-Dossier einreichen. Also Frankreich sieht die Nanomaterialien sehr strikt und hält sich akribisch an die Definition vom Nanomaterial. Es wurde sehr kritisiert, dass Frankreich dieses Dekret praktisch herausgegeben hat, weil man sagt, man muss das harmonisiert betrachten in Europa. Zusätzlich hat uns in der letzten Arbeitsgruppensitzung die Kommission mitgeteilt, dass seit Mai letzten Jahres alle Einfuhren von kosmetischen Mitteln nach China mit einem GMP-Zertifikat begleitet sein müssen, das von der Kontrollbehörde des Herkunftslandes ausgestellt wurde. Wenn ein solches Zertifikat nicht vorgelegt wird, kann die Sicherheit der eingeführten kosmetischen Mittel durch Tierversuche in einem chinesischen Labor bestätigt werden. Nach chinesischer Auffassung muss das GMP-Zertifikat von den zuständigen nationalen Behörden ausgestellt werden, und die Einhaltung der GMP sollte nach internationalen Standard für GMP-Kosmetika entsprechen. Besprochen wurde zudem, dass man eventuell diese Claim-Arbeitsgruppe wieder einsetzt. Es geht da um umweltbezogene Angaben auf kosmetischen Mitteln, aber die Kommission bezweifelt, dass diese umweltbezogenen Angaben in der Verordnung über kosmetische Mittel und unter die Verordnung über die Werbeaussagen fallen, weil diese beiden Rechtsakte Umweltaspekte nicht ausdrücklich abdecken. Die Kommission empfahl dazu, die Arbeiten der DG Environmental genau zu verfolgen. Es ist eventuell angedacht, für die PFAS ein SCCS-Mandat zu vergeben, weil dort Befunde in kosmetischen Mitteln waren. Das hat Dänemark ins Spiel gebracht.
Weiterhin wurden wir informiert, dass die Kommission entsprechend der REACH-Restriktionen zu Mikroplastik ein Regulierungsdokument für die Kosmetikverordnung vorbereitet, das auch Ende 2022 verabschiedet werden könnte. Ebenso ist eine gezielte Überarbeitung der Kosmetikverordnung geplant, um den Verpflichtungen der Chemikalienstrategie zu Endokrinreskriptoren erfüllen zu können. So, das war jetzt ein Ausblick für alles Aktuelle, was im Moment in Brüssel anliegt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frau Dr. Fundstein, recht herzlichen Dank für die tolle Übersicht, die Sie uns gegeben haben über die aktuellen Arbeiten. Wir werden die Themen alle für Sie verfolgen und werden Sie natürlich immer auf dem Laufenden halten. Ich denke mir, dass wir im Dezember dann schon wieder neuere Informationen haben. Und Frau Dr. Fundstein, dann hoffe ich, dass auch Sie dann wieder Ihren Beitrag dazu leisten. Es geht direkt weiter mit Frau Dr. Fundstein, die uns nochmal das kurz zusammenfasst, was heute Morgen von unserer Kollegin Sibylle vorgetragen wurde. Und Frau Dr. Fundstein, Sie werden sicherlich jetzt nicht zucken, wenn ich sage, unsere gemeinsame Kollegin Sibylle, denn es ist Sibylle Millet von Cosmeti heute Morgen schon ein Teil dieses Themas, nämlich EU Chemical Strategy of Sustainability vorgetragen hat. Und das wollen wir jetzt auch hier hören. Also bitte schön, Frau Dr. Fundstein, es geht direkt weiter mit Ihnen. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Beate Pfundstein von ICADA und ich möchte Ihnen die EU Chemical Strategy of Sustainability vorstellen. Die sogenannte CSS wurde von der Europäischen Kommission am 14. Oktober 2020 vorgestellt. Bei dieser CSS geht es im Wesentlichen towards a toxic-free environment, was man übersetzen muss, weil das wird es ja niemals geben, einen besseren Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor schädlichen Chemikalien. Und in den nächsten Folien werde ich Ihnen die Schlüsselelemente dieser Strategie vorstellen. In REACH existiert der generische Ansatz für ein Risikomanagement in Bezug auf die karzinogenen Substanzen, die sogenannten CMR-Substanzen. Das heißt, die werden reguliert ohne einzelverwendungsbezogene Risikobetrachtung. Und diesen Ansatz möchte die Kommission jetzt ausweiten und dazu möchte sie ein Konzept für Ausnahmen entwickeln, und zwar Ausnahmen für Substanzen, deren Verwendung gesellschaftlich essentiell ist, den sogenannten Essential Use. Insofern sollen eben schädliche Chemikalien in Konsumgütern verboten werden können und nur dann eine Erlaubnis erhalten, noch verwendet zu werden, wo ihr Einsatz essentiell für die Gesellschaft ist. Eine Grundlage für dieses Konzept stellt das Montrealer Protokoll zum Schutz der Ozonschicht dar. Auf dieser Folie möchte ich Ihnen das Konzept der Essentialität, wie es in dem Montrealer Protokoll beschrieben ist, zeigen. Die Essentialität wird hier auf 4 Säulen verteilt. Einmal die erste Säule heißt Criticality, das heißt die Notwendigkeit der Substanz für die Gesundheit, die Sicherheit oder ob sie kritisch ist für das Funktionieren der Gesellschaft, wobei hierbei auch kulturelle und intellektuelle Aspekte berücksichtigt werden. Die zweite Säule ist, es gibt keine technischen oder ökonomisch brauchbaren Alternativen oder Ersatzstoffe, die akzeptabel sind innerhalb der Umwelt oder der Gesundheit. Die dritte Säule ist, dass alle wirtschaftlich vertretbaren Schritte unternommen wurden, um den essentiellen Nutzen und der damit verbundenen Emissionen der kontrollierten Substanz zu minimieren. Und die vierte wäre die Verfügbarkeit, also die kontrollierte Substanz ist nicht verfügbar in ausreichender Menge oder in der Qualität. Im Rahmen dieses Montrealer Protokolls um ozonschädigende Substanzen
zu minimieren. Gibt es übrigens ein gutes Beispiel aus der Kosmetik, und zwar sind es die Deodorants. Es wurden damals Deodorants entwickelt, die eben nicht ozonschädigend Treibmittel enthalten, wenn sie als Sprays verwendet werden. Und es wurden damals auch die Not-in-Kind-Alternatives Deodorants entwickelt, nämlich die Roll-Ons. Not-in-Kind sind eben Alternativen, die einen völlig anderen Prozess oder eine andere Technologie verwenden, um einen Stoff zu ersetzen. Bei diesen 4 Säulen ist die Kommission der Meinung, dass die Alternativen und der Gebrauch in Verbindung mit REACH ja schon über die RAC, also dieses Risk Assessment Komitee, und das SEAC, dieses Socio-Economic Analytic Komitee, bewertet werden. Die Availability, also die Verfügbarkeit, ist nicht REACH-relevant, sodass unter der jetzigen REACH-Problematik nur die Criticality ausschlaggebend ist, und hierfür müssen Kriterien entwickelt werden. So, in Bezug auf das Criticality gab es ja auch schon eine Umfrage von der Kommission, ob nach initialen Ideen, Kriterien oder Definitionen, die zu entscheiden helfen, ob etwas essentiell ist oder nicht. Und da gab es diese Eingabe von Client Earth mit diesem Quadrat, das auf einer Spitze steht. Und hier auf der einen Seite ist die Prozess- oder Produkt-Criticality mit den High, Medium und Low Variationen, und auf der anderen Seite die Substanzen mit Very High Concern Criticality, auch mit High, Medium und Low. Und da, wo eben High und High aufeinandertreffen, ist der grüne Bereich, bei Low und Low ist der rote Bereich dann für die Substanz, und die haben das so beschrieben, also diese Prozess- oder Produkt-Criticality hoch, wenn das eben Produkte sind, die lebensrettend sind, wie zum Beispiel Lebensmittel, Wasser, zum Wohnen, Energie, Kommunikation, Transport und so weiter, alles Prozesse, die unentbehrlich sind. Medium wäre dann Critical Substanzen, die diese Lebensrettung ermöglichen, und Low ist, die haben nur einen marginalen Einsatz für diese Bedürfnisse. Da ausgenommen sind Luxusartikel oder dekorative Artikel. Auf der anderen Seite critical für diese Substanzen ist für die Prozesse und Produkte ist das Kriterium High. Wenn der Prozess oder das Produkt nicht existiert mit der Leistungsfähigkeit durch eine Substanz, dann Medium wäre, das Prozess oder Produkt existiert, aber hat nicht so eine hohe Leistungsfähigkeit, oder die Bereitstellung der Substanz ohne die von der Substanz bereitgestellten Leistung erfordert eben erhebliche natürliche Ressourcen oder führt zu anderen persistenten Verschmutzungen. Weitere Schlüsselelemente des CSS ist die Einführung neuer Gefahrenklassen im Rahmen der Kennzeichnungsverordnung, der CLP-Verordnung. Es soll eine neue Gefahrenklasse für endogene Disruptoren eingeführt werden. Das wird von der CEFIC kritisch gesehen, insbesondere weil das auch dem weltweiten GHS-System zuwiderlaufen würde. Es soll jetzt nicht nur die PBT, die Persistent Bioaccumulative and Toxic Substance, geben, sondern auch die Persistent Mobile and Toxic Substance sowie die Very Persistent and Very Mobile Toxic Substanzen. Die sollen in Artikel 27 REACH in den SVHC-Katalog aufgenommen werden. Es sollen Polymere in die REACH-Registrierung aufgenommen werden, wobei CEFIC einen maßgeschneiderten Ansatz befürwortet, um die komplexen Eigenschaften von den Polymeren zu berücksichtigen. Ein weiterer Punkt ist die Berücksichtigung von Wirkungen von Chemikaliengemischen, also dieser sogenannte Cocktail-Effekt.
bei der Bewertung von Risiken. Also das wird in jedem Fall Marktteilnehmer wie Hersteller von Master Batches betreffen. Für diese Bewertung der Risiken soll ein Mischungsbewertungsfaktor eingeführt werden oder Faktoren eingeführt werden, und zwar in der REACH-Verordnung im Jahr 2022. Schlüsselelemente ist das zum Beispiel, dass die seit vielen Jahren diskutierte Einsatz von Per- und Polyfluoracrylstoffen in der EU ausgelaufen soll. Es sei denn, der Einsatz ist essentiell. Da gibt es zum Beispiel einen Vorschlag von Deutschland für ein vollständiges Verbot von den Undecafluorhexansäuren, deren Salze, ab bestimmten Konzentrationen. Und dieser Verwendungsbeschränkungsvorschlag sieht schon ein Konzept der wesentlichen Verwendung vor. Und zwar zum Beispiel bei diesen Substanzen persönliche Schutzausrüstung soll ausgenommen werden und medizinische Fließstoffe. Denn für diese beiden Kategorien hat Deutschland den Einsatz von diesen Undecafluorhexansäuren als wesentlich identifiziert, weil Alternativen die erforderlichen Eigenschaften hinsichtlich des Öl- oder der Schmutzabweisung nicht erfüllen würden und das Fehlen von diesen Eigenschaften auf jeden Fall mit Sicherheit zu inakzeptablen Gesundheitsrisiken führen würde. Dann soll als weiteres Schlüsselelement ein einfaches Verfahren, ein Stoff, eine Bewertung für die Risiko- und Gefahrenbewertung von Chemikalien eingeführt werden. Und zwar soll die Bewertung dann von Chemikalien über Gesetze, Sektoren in die Behörden hinweg koordiniert werden, weil im Moment ist es ja so, dass eben die ECHA eine Chemikalienbewertung macht, die EFSA macht die Bewertung von Food and Feed, also Lebensmittel und Tierfuttermittel, und das SCCS macht die Bewertung von den kosmetischen Mitteln. Und das soll jetzt zu einem Paradigmenwechsel führen, und zwar also nur einmal für jede Chemikalie eine Gefahrstoffbewertung und eine Risikobewertung, und zwar egal, wo diese Chemikalie eingesetzt wird. Das SCCS soll seine Arbeit dabei aufgeben und in einer neuen Abteilung bei der ECHA bis 2022 eingebunden werden. Jetzt macht es aber das SCCS die Stoffbewertung bisher ohne Durchführung von Tierversuchen mit ausschließlich bestehender Literatur, eine sehr ausgewogene Beurteilung. Und die ECHA ist aber bisher nur zuständig für Chemikalien und löst sehr, sehr viele Tierversuche aus. Und dann werden ja demnächst nur diese ECHA-Kriterien gelten. Und es kann natürlich sein, dass dadurch vermehrt Tierversuche für kosmetische Rohstoffe eingeführt werden. Wobei das natürlich nicht für Stoffe gilt, die nur ausschließlich in Kosmetik verwendet werden. Zum Beispiel zu denken an die UV-Filter. Aber es gibt ja noch jede Menge andere Stoffe in der Kosmetik, die eben nicht nur in der Kosmetik verwendet werden. Anbei meine letzte Folie zu den Schlüsselelementen, die Folie 4. Die Kommission verpflichtet sich, Finanzierungs- und Investitionsinstrumente zu schaffen und finanzielle Unterstützung zu garantieren für die Einhaltung und Kommerzialisierung von sicheren und nachhaltigen Chemikalien. Sie unterstützt die Industrie beim Übergang zur Herstellung von Stoffen, die nach dem Prinzip Safe and Sustainable by Design hergestellt werden. Nämlich in der Bedeutung, dass der Lebenszyklus von Stoffen, Materialien und Prozessen praktisch angeschaut werden und die Toxizität der Chemikalien in dem gesamten Lebenszyklus, also bei der Herstellung, bei der Verwendung, beim Recycling und beim Entsorgen, untersucht wird und sodass nur sichere und nachhaltige Alternativen verwendet werden. Also die Unterstützung soll durch Finanzierung, durch Investitionen und Marketingunterstützungen erfolgen. Der Zeitrahmen, der dafür vorgesehen ist, ist sehr ambitioniert. Also für die CLP-Verordnung soll es jetzt eine öffentliche Konsultation zur Überarbeitung der Verordnung im zweiten
Quartal von diesem Jahr geben. REACH findet eine öffentliche Konsultation zur Überarbeitung in 2022 statt und geplant ist zumindest jetzt noch eine Annahme der Kommission von den ganzen Revisionen im 4. Quartal 2022. Jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte an mail@icada.global. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Vielen Dank, Frau Dr. Fundstein, für diesen tollen Vortrag. Ich glaube, ein Thema, das uns noch lange beschäftigen wird, uns beide und natürlich die Industrie, die wir darüber informieren werden. Wir werden Stoff für Stoff auch vorstellen, wenn es an die Bearbeitung geht, damit es da nicht zu irgendwelchen Verboten kommt, die für unsere Industrie nicht tragbar sind. Ich möchte direkt zum nächsten Vortrag überleiten. Hier geht es ganz konkret nur um Naturkosmetik und es geht um den Markt, der bisher immer falsch dargestellt worden ist, nach meiner Meinung. Ich erkläre ganz genau, was falsch gewesen ist und wie es richtiger gemacht werden kann und biete natürlich an, dass wir gemeinsam in Zukunft die richtigen Zahlen ermitteln und dem Markt zur Verfügung stellen. Übrigens, Grundursache, ich deute das nur etwas diplomatisch an, ist natürlich die Dreistigkeit, mit der viele Laien in den Naturkosmetikmarkt eingestiegen sind, um sich dort als Experten auszugeben und Dinge vorzutragen, die eigentlich fachlich nicht zu halten sind. Geht direkt los. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag in der Reihe Bio- und Naturkosmetik. Wir berichten Ihnen heute über die Genealogie des Naturkosmetikmarktes und die Korrekturen, die aufgrund fachlicher Überlegungen eigentlich notwendig sind. Daraus resultiert auch die Korrektur, wie Umsatzzahlen im Naturkosmetikmarkt zu erleben sind. Mein Name ist Brunke, ich leite ICADA, den Internationalen Kosmetikverband. Wir sind sehr intensiv in dem Thema Naturkosmetik drin, haben auch dort ein Premium-Label. Ich selber persönlich habe eine lange mit der Naturkosmetik verknüpfte Vita. In 1997 habe ich die weltweite erste Richtlinie und auch das erste Label für Naturkosmetik initiiert, das Konzept entwickelt und auch ein Label dazu, das heute noch weltweit zu sehen ist. Kurz zur Vorgeschichte, warum wir uns veranlasst sehen, auch einen weiteren Irrtum in der Branche ein wenig zu korrigieren. Es gab eine Renaissance der Naturkosmetik in den 90er Jahren, ausgelöst durch Studenten, Alternative, die alle zurück zur Natur wollten, das zum Lebensprinzip und natürlich auch zum Prinzip der tagtäglichen Gewohnheiten wie der Körperpflege, Gesichtspflege, der Kosmetik machten. Es gab also eine Welle von Produkten Ende der 90er Jahren und es gab Experten aus den verschiedensten Bereichen, die diese Welle mitreiten wollten. Manche von denen haben die fachlichen Fortschritte, die wir damals erarbeitet haben, die Definitionen zu den Naturkosmetik-Richtlinien oder die neuen Stoffkenntnisse gar nicht zur Kenntnis genommen. Die waren einfach immer dabei, haben sich etabliert durch kontinuierliche Präsenz und gehörten auf einmal zur Naturkosmetik-Szene. Da es für manche Fachbereiche weniger Alternativangebote gab, wurden solche Leute halt gefragt, auch ihre Meinung zu geben und auch fachliche Gutachten abzugeben. So gab es, dass der Blinde das aufgeschrieben hat, was der Taube gehört hat und der Stumme es dann vorgetragen hat. Ein Beispiel dafür aus den letzten Jahren sind nach meiner Meinung die fachlichen Schwachstellen eines Marktdefinitionskonzeptes. Es gibt in diesem Konzept unsachliche Kategoriebezeichnungen, Ignorierung wichtiger Marktanteile, die es auch noch gibt, und falsche Basis für die Umsatzzahlenermittlung.
Die Konsequenzen: Wir haben immer falsche Marktzahlen zu hören bekommen in den letzten Jahren. Und es gab dann manches Mal die tollen Nachrichten, wieder sprunghafter Volumenanstieg des Naturkosmetikmarktes, wenn ein Discounter oder irgendeine Handelskette eine Naturkosmetikserie eingeführt hat. Das hat nicht die Realität widergespiegelt. Zunächst zu den unsachlichen Kategoriebezeichnungen. Es wird gesprochen von klassischer Kosmetik, naturnaher Kosmetik, Naturkosmetik ohne Siegel und Naturkosmetik mit Kontrollzeichen und sonstigen Qualitätssiegeln. Die Bezeichnung klassische Kosmetik ist falsch. Wir halten sie für unsachlich. Warum? Klassische Kosmetik hat sich schon entwickelt bei Adam und Eva, als Eva dem Adam ein Apfelshampoo gab. Und seither gab es über die Entwicklung der Menschheitsgeschichte immer wieder Kosmetikprodukte, die als klassische Kosmetik zu bezeichnen sind. Sie sind immer Naturkosmetik gewesen, weil keine anderen Rohstoffe zur Verfügung standen. Die ritualen Bemalungen der Urvölker, Haarfärbungen mit Henna bei den Arabern, die Griechen, Römer, Chinesen berichten über alte Naturkosmetikkonzepte aus dem klassischen Sortiment, die Gesichtspulver, die Lippenstifte, die Hautaufheller, alles das ist lange bekannt und das ist die klassische Kosmetik. Im Rokoko die ätherischen Öle, die Seifen, die 1841 erstmalig geschichtlich erwähnt wurden, die Duftwässer, die damals kamen, das Wasser aus Köln, kölsches Wasser, nicht kölsches Wasser, alles das sind klassische Naturkosmetik, klassische Kosmetik. Das hat sich erst geändert zur konventionellen Kosmetik im 20. Jahrhundert. Ich persönlich nehme immer gerne die Erteilung des Vaseline-Patents in 1872 an Chesebrough, Pons, der Beginn der Erdölchemie in der Kosmetik. Es wurden dann synthetische Stoffe eingeführt, die ethoxylierten Fettkörper für Tenside, Emulgatoren, Silikonderivate, Wachsesteröle, Alkylphosphate und viele andere Dinge, die dann zur konventionellen Kosmetik geführt haben. Das ist eigentlich in Modifikation der heute überwiegende Marktanteil. Die korrekte Bezeichnung also für das, was hauptsächlich im Markt zu sehen ist, sind die konventionellen Kosmetikprodukte und nicht die klassischen, das wäre die Naturkosmetik. Auch naturnahe Kosmetik ist eigentlich eine unsachliche Kategoriebezeichnung. Definiert wird sie als die bereits auf viele synthetische Roh- und Hilfsstoffe verzichtend, jedoch nicht den Kriterien zertifizierter Naturkosmetik entsprechend. Das ist ein falscher Benchmark, denn das würde voraussetzen, alle wollen Naturkosmetik sein. Auf dem Weg sind nicht alle Firmen. Ganz im Gegenteil, viele können es nicht, viele wollen es nicht. Die Doktor-Brands wollen eigentlich im Vordergrund wirksame Wirkstoffe sehen. Die Functional Cosmetic will funktionieren und interessiert sich nicht dafür, wo die Roh- und Wirkstoffe dafür herkommen. Die Apothekenkosmetik. Auch die Institutskosmetik möchte gar nicht Naturkosmetik sein, denn hier spielt Eleganz, Wirkung eine große Rolle und Naturkosmetik hat, wie wir über die Jahrzehnte nun wissen, auch eine geringe Chance für den Verkauf in Kosmetikinstituten. Clean Beauty, eine Entwicklung aus den letzten Jahren, für die es bei ICADA auch ein Label gibt, will keine Pflanzen, sondern saubere Rohstoffe. Also der Ansatz bereits schon ist falsch, denn der Benchmark für Kosmetik ist nicht der hohe Anteil an natürlichen Rohstoffen. Auch Pflanzenkosmetik ist eigentlich ein falscher Begriff. Es heißt besser Kosmetik mit natürlichen Bestandteilen. Nämlich der Einsatz natürlicher Bestandteile bedeutet noch lange nicht, man nähert sich der Naturkosmetik, sondern Firmen, die natürliche Bestandteile einsetzen, setzen sie häufig ein, um Wirkung aus der Natur zu haben. Die sind weit weg davon, sich als Naturkosmetik darzustellen. Auch die Produkte mit dem früheren Werbeaussage Free From haben nicht das Ziel gehabt, Naturkosmetik zu sein, sondern einfach nur auszuloben, einen der damals verunglimpften Stoffe nicht in ihren Rezepturen zu haben. Auch das ist keine Naturkosmetik. Hier wird also etwas in eine naturnahe
Kategorie reingezwängt, was gar nicht drin sein will. Auch ethische Kriterien gehören nicht in naturnahe Kosmetik. Ethische Kriterien sind ethische Kriterien. Die sind nicht gleich Natur. Die Naturkosmetik macht nur eine Aussage über die Rohstoffherkunft. Vielleicht auch vegan, über die Rohstoffeigenschaft. Aber ethische Kriterien wie sozialverträglich fällt durch das Raster durch, ist keine Naturkosmetik. Auch werden Ressourcenschonung, die eigentlich doch heute ein ethisches Kriterium der Naturkosmetik sind, vollkommen diskriminiert. Green Chemistry Rohstoffe. Rohstoffe, die also chemischer Provenienz sind, fallen aus dem Raster Naturkosmetik heraus, sind aber in den ethischen Kriterien drin und müssen in dieser separaten Kategorie ethisch, nachhaltig, Fairtrade und Ähnlichem geführt werden und nicht unter naturnaher Kosmetik. Die Kategorie Naturkosmetik ist auch keine vollständige Darstellung in diesem Konzept. Es fehlt die authentische Naturkosmetik. Authentische Naturkosmetik ist die Naturkosmetik, die sehr wohl hochwertige Naturkosmetik ist, mit rein natürlichen Stoffen, so wie sie definiert werden durch Naturkosmetikstandards, die aber keine Label tragen. Den Grund werden wir gleich erfahren. Das sind nämlich Naturkosmetikprodukte ohne Siegel. In der Definition dieser Marktdefinition, die ich kritisiere, wird als Erklärung genannt, es sind vor allem internationale Nischenmarken. Das ist falsch. Diese Aussage ignoriert vollständig die vielen kleinen und mittleren Unternehmen ohne finanzielle Ausstattung, ohne die Möglichkeit, sich die teuren Label und deren die Finanzierung der Zertifizierung zu ermöglichen. Hier wird also ein Teil der Naturkosmetik, ein Teil des Naturkosmetikmarktes vollkommen ignoriert und wird nicht in der Marktdefinition entsprechend erwähnt. Dann gibt es die Kategorie Naturkosmetik mit Kontrollzeichen und sonstigen Qualitätssiegeln. Und auch hier zitiere ich mal die Definition, die überhaupt nicht haltbar ist fachlich. Wir fassen hier Marken und Produkte zusammen, die verschiedene Qualitätssiegel und Kontrollzeichen tragen, jedoch nicht nach einem Standard zertifiziert sind. Ja, wenn man ein Kontrollzeichen zählt, wenn man ein Qualitätssiegel hat, dann muss man sich auch dafür zertifizieren lassen, denn Kontrollzeichen und Qualitätssiegel kann man nicht ohne Kontrolle einfach so benutzen. Hier ist also die Definition sachlich vollkommen falsch. Wir haben daher bei ICADA eine Marktdefinition durchgeführt, die sich nach fachlichen Kriterien orientiert und nachvollziehbar, reproduzierbar ist. Wir haben definiert 5 Kategorien im Markt Naturkosmetik. Das heißt nicht im Markt Naturkosmetik, Entschuldigung, sondern im Kosmetikmarkt. Wir haben dort die konventionelle Kosmetik, die auf synthetischen Bestandteilen beruht, so wie sie zum größten Teil im Kosmetikmarkt auch angewandt werden. Dann haben wir die Kosmetik mit natürlichen Bestandteilen. Hier wird bewusst Pflanzenmaterial, Pflanzenextrakte eingesetzt, um die Wirkung der Natur für die Hautpflege verfügbar zu machen. Dann haben wir die dritte Kategorie Kosmetik mit ethischen Kriterien. Das sind keine stofflichen Eigenschaften, sondern Eigenschaften, die die Handhabung der Produkte, das Sourcing der Rohstoffe, der Umgang mit allen, die mit diesen Produkten zu tun haben, betrifft. Dann haben wir die authentische Naturkosmetik, die in meisten Fällen sich nicht leisten kann, Label zu finanzieren. Und dann haben wir die Kosmetik, die meist finanziell gut ausgestattet ist, weil im größeren Markt, im Massenmarkt zu Hause mit großen Einkünften auch Label finanziert werden können. Das hat aber nichts mit der Qualität der Produkte zu tun, die im authentischen Naturkosmetikmarkt mindestens genauso hoch ist. Ich darf Ihnen dazu zeigen eine Darstellung, wie wir den Markt ungefähr quantifiziert haben. Wir haben also hier den Markt quantifiziert, der die konventionelle Kosmetik mit synthetischen Stoffen, vornehmlich synthetischen Stoffen, natürlich auch mal mit natürlichen Bestandteilen ausmacht. Dann haben wir den Markt, der natürliche Bestandteile beinhaltet,
der auch natürliche Bestandteile in seiner Werbung hervorhebt, der sich also schon relativ grün gibt. Dann haben wir einen relativ kleineren Teil im Markt, Sie sehen auch den Pfeil. Das sind Produkte, die die ethischen Kriterien wie Fairtrade, wie Nachhaltigkeit, wie Umweltschutz, wobei das nicht mal ausgelobt werden darf, wie wir in einem anderen Blogbeitrag von ICADA hören werden, in den Vordergrund stellt, sich dadurch positioniert und profiliert. Dann haben wir den Teil der kleineren Naturkosmetikfirmen, die authentische Naturkosmetik machen, die sehr wohl hohe Qualitätsansprüche an sich selber stellen und die auch im Prinzip nachweisen durch ihre hochwertigen Produkte. Und letztendlich hier unter Punkt 5 den Markt der zertifizierten Naturkosmetik. So würden wir die Genealogie des Naturkosmetikmarktes einschätzen und qualifizieren. Daraus resultiert natürlich, dass auch die Umsatzzahlen ganz anders definiert werden müssen. Bisher wurden bei den Vorstellungen der Umsatzzahlen der Naturkosmetik immer Grundlagen gewählt, die nach unserem Dafürhalten nicht passen. Es wurde nämlich die IKW-Umsatzabfragen als Marktzahl, als Umsatzzahl eingesetzt. Der IKW ist Industrieverband Körperpflege Waschmittel, ein Verband, der zum großen Teil die Massenartikler und großen Anbieterfirmen organisiert und entsprechend bei denen die Umsätze abfragt. Die kleinen authentischen Naturkosmetikfirmen können sich eine Mitgliedschaft beim IKW gar nicht leisten. Die sind häufig bei ICADA. Wir haben dort sehr konservative, geringe Beitragssätze und helfen trotzdem hochqualifiziert, dadurch, dass wir bei der EU-Kommission in vielen verschiedenen Arbeitsgruppen mitarbeiten und informieren können. Daher sind die Umsätze der authentischen Naturkosmetik ein Teil der Firmen, die Sie in unserer Genealogie gesehen haben, aber auch die Umsätze der ethisch orientierten Firmen beim IKW gar nicht mit berücksichtigt. Diese Umsätze sind nicht in IKW-Zahlen und das ist die Schwachstelle der Umsatzangaben. Der Erfassungsumfang ist gar nicht korrekt und spiegelt gar nicht den vollständigen Markt wider. Die anteilige Marktaufteilung wird nicht berücksichtigt. Die Konsequenz ganz einfach, es gibt nicht angemessene Berichte über die Umsatzzahlen und über die Prozente der Umsatzsteigerung. Die reflektieren wirklich nicht den tatsächlichen Markt und die Änderungen im Markt. Deshalb unser Angebot an den Markt, nachdem wir nur noch das Problem dargestellt haben. Wir haben eine Definition, wie man den Markt definieren müsste. Wir haben die Möglichkeit, verschiedene andere Quellen zu nennen, aus denen man Marktzahlen bekommt. Wir laden alle Marktteilnehmer ein, nun den Markt mit richtigen Zahlen zu quantifizieren und stärkere, belastbarere Zahlen Zukunft für den Naturkosmetikmarkt zu eruieren. Wenn Sie Interesse an sowas haben, melden Sie sich doch einfach bei mail@icada.eu. Wir freuen uns, wir organisieren alle Interessierten und hoffen im nächsten Jahr dann auch wirklich den Naturkosmetikmarkt richtig nachvollziehbar darzustellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, meine Damen und Herren, es ist eigentlich selbstverständlich, dass diese Genealogie, die richtige, korrigierte Sichtweise der Marktumsatzzahlen natürlich in den Sortimentsrichtlinien auch Niederschlag finden wird. Das heißt, die ANN-Sortimentsrichtlinien nicht zu verwechseln mit den BNN-Sortimentsrichtlinien werden auch hier über den Markt etwas Quantitatives aussagen können. Nach diesem Bericht über vielleicht nicht so gelungene professionelle Arbeit im Naturkosmetikmarkt habe ich das Vergnügen, zum allerletzten Vortrag einen wirklich professionellen, seriösen Kollegen aus der Branche vorzustellen. Wir hören jetzt von Herrn Dr. Rösch den Vortrag zum Thema Nachweis für die Hinweise zur Sicherheitsbewertung pflanzlicher Rohstoffe und pflanzlicher Wirkstoffe. Ich freue mich darauf, Herrn Dr. Rösch hier nochmal begrüßen zu dürfen und darf Ihnen diesen Vortrag dringend empfehlen. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Hans-Jörg Rösch. Ich arbeite bei der Wala Heilmittel GmbH und bin der Sicherheitsbewerter für die Dr. Hauschka
Kosmetikprodukte. Unser Firmensitz liegt in Bad Boll. Das ist 40 Kilometer von Stuttgart entfernt, am Albtrauf. Das ist der Übergang vom Flachland auf die Schwäbische Alb hoch, eine fantastische Naturlandschaft, die uns auch bei der Entwicklung unserer Produkte inspiriert. Wir stellen Naturkosmetik her und das seit 1967. Mit Wundklee von der Schwäbischen Alb, Lavendel aus der Provence und auch etwas ungewöhnlichen Bestandteilen wie zum Beispiel Rizinusöl aus Indien und vielen weiteren Pflanzen. Ja, und was hat diese Streuobstwiese mit der Sicherheitsbewertung kosmetischer Mittel zu tun? Das schauen wir uns später an. Viele von Ihnen erstellen Sicherheitsbewertungen für kosmetische Mittel oder prüfen solche Bewertungen. Dabei stellt sich auch die Frage, wie gehe ich bei der Bewertung pflanzlicher Rohstoffe vor? Welche Vorgaben aus der Kosmetikverordnung sind zu beachten? Ist vielleicht der Lebensmittelstatus eines Rohstoffes immer ausreichend? Wie gehe ich mit einer limitierten Datenlage um? Also von den Lieferanten kommen wenige oder keine Informationen zur Toxikologie. Diesen und weiteren Fragen werden wir in den nächsten 30 Minuten nachgehen und dabei neben klassischen toxikologischen Aspekten die gesamte Wertschöpfungskette von der Primärerzeugung über die Verarbeitung der Pflanzen bis hin zur Lagerung berücksichtigen. Hier ist die Qualitätssicherung als wesentlicher Bestandteil der Sicherheitsbewertung zu verstehen. Ja, was bedeutet eigentlich sicher in diesem Zusammenhang? Das ist der Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen nach Gebrauch kosmetischer Mittel. Das kennen Sie, das ist klar. Klar ist aber auch, dass pflanzliche Rohstoffe genauso geprüft und bewertet werden müssen. Also man kann nicht sagen, grün ist gleich unbedenklich, das heißt, natürlich allein reicht nicht aus, um einen Rohstoff als sicher zu bewerten. Das heißt auch, eine Sicherheitsbewertung für Naturkosmetika sind die gleichen Anforderungen zu stellen wie an die konventioneller Kosmetikpräparate. Ja, welche Inhaltsstoffe von Pflanzen könnten jetzt diese Beeinträchtigungen hervorrufen? Hier einige prominente Beispiele. Das ist der Riesenbärenklau, der einen sehr hohen Gehalt an Furokumarin aufweist. Das heißt also potenziell phototoxische Reaktionen auslösen kann. Oder Zimt mit seinem Gehalt an Kumarin, das lebertoxisch wirken kann. Hier der Wermut, aus dem früher Absinth, die grüne Fee, hergestellt wurde. Er enthält nennenswerte Gehalte an Thujon, das in hohen Mengen neurotoxisch wirkt. Daher auch der schlechte Ruf des Absinths. Mittlerweile konnten die Kollegen aus Karlsruhe zeigen, dass die schädliche Wirkung des Absinths eben nicht dem Thujon zuzuschreiben ist, sondern eher dem hohen Gehalt an Alkohol von bis zu 90%. Oder hier weiteres Beispiel, der Rotklee, der Isoflavone wie Diazein und Genestein enthält. Diese Substanzen können endokrine Wirkungen entfalten. Dabei ist zu unterscheiden in endokrin wirksam und endokrin disruptiv, also nachteilige Wirkungen auf das Hormonsystem. Aktuell beschäftigt sich das SCCS mit dieser Fragestellung. Weiteres Beispiel sind cyanogene Glykoside, die zum Beispiel in Bittermandeln vorkommen und Blausäure freisetzen können. Blausäure wirkt als Zellatmungsgift. Oder hier der Beinwell, Symphytum, der hohe Mengen an Pyridinalkaloiden enthält. Diese sind lebertoxisch, bei chronischer Aufnahme auch kanzerogen, daher absolut unerwünscht. Mittlerweile hat man festgestellt, dass Pyridinalkaloide kaum im Kraut der Pflanze vorkommen, sondern in der Wurzel konzentriert vorliegen. Auch zu berücksichtigen sind weniger toxische Substanzen, die natürlicherweise in Pflanzen vorkommen und allergische Reaktionen hervorrufen können. Neben diesen natürlich vorkommenden sekundären Pflanzeninhaltsstoffen sind auch Kontaminanten zu beachten, wie beispielsweise Pestizide, Schwermetalle, Aflatoxine, Moschmoa, Phthalate und so weiter. All diese Beispiele zeigen uns, Grundvoraussetzung für die Verwendung von pflanzlichen Rohstoffen besteht darin, über deren Zusammensetzung sehr genau Bescheid zu wissen, insbesondere die Hauptkomponenten zu kennen und vor allem toxikologisch relevante Substanzen zu identifizieren. Daneben ist natürlich auch die Qualität, also die Frage nach Kontaminanten, wichtig. Also ich muss mich informieren über die Pflanze, die ich in einem Kosmetikum einsetzen möchte. Und das beginnt mit der
Literaturrecherche. Da sind umfangreiche Recherchen erforderlich, die natürlich über Bücher und Printmedien hinausgehen. Bekannte Datenbanken sind der pharmazeutische Hager-Rom, Toxnet, PubMed, SciFinder, aber auch Opinions vom SCCS, Stellungnahmen des BfR und für ätherische Öle und Duftstoffe ganz wichtig die Vorgaben der IFRA. Hier läuft ja aktuell die Umsetzung des QRA2-Konzepts, also die Festsetzung von Grenzwerten, um Sensibilisierungen durch Duftstoffe auszuschließen. Und viele weitere Quellen sind zu durchsuchen und da findet man zum Beispiel auch die schöne Arbeit des CVA Stuttgart zu Aloe Vera. Häufig verwendet in Kosmetika, ein wertvoller Bestandteil, der auch als Lebensmittel angeboten wird, das Frischblatt zur Selbstzubereitung. Dabei muss man wissen, dass in der Rinde und der gelben Latexschicht das Anthraquinon Aloin steckt, das bei systemischer Verfügbarkeit krampfartige Beschwerden und Nierenentzündungen auslösen kann und als potenziell krebserregend eingestuft wird. Das Gel im Blattinneren ist dagegen frei von Aloin und kann in kosmetischen Mitteln eingesetzt werden. Anderes Beispiel, die Karotte. Die Wurzel enthält ernährungsphysiologisch wertvolle Inhaltsstoffe wie Beta-Carotin. Die Blätter enthalten aber Methyleugenol, das als potenziell krebserregend eingestuft ist. Bleiben wir kurz im Lebensmittelbereich. Mit der Verwendung einer Pflanze als Lebensmittel ist auch eine grundsätzliche Eignung für kosmetische Mittel verbunden. Dabei gilt es zusätzlich regulatorische Anforderungen, genauso wie auch spezifische Wirkungen auf die Haut zu berücksichtigen. Ein Beispiel hier, die Erdnuss. Im Lebensmittelbereich mannigfaltig ohne jegliche Einschränkungen einsetzbar. Ich muss die Verwendung deklarieren als allergene Zutat. Dagegen gibt es sehr strenge Vorgaben für die Verwendung in kosmetischen Produkten. Mit der SCCS-Opinion aus 2014 wurde in die KVO ein Grenzwert von 0,5 ppm Proteinrestgehalt in Erdnussöl aufgenommen. Der Grund ist das allergische Potenzial der Erdnuss, das sich aber genauso beim Verzehr zeigt. Sehr hilfreich ist es auch, wenn Erfahrungen mit Pflanzen aus weiteren Bereichen vorliegen. Wenn also Pflanzen zum Beispiel als Arzneimittel eingesetzt werden. Wobei die Verwendung als Arzneimittel nicht automatisch bedeutet, dass eine Pflanze auch in Kosmetika eingesetzt werden kann. Im Arzneimittelbereich werden unerwünschte Wirkungen toleriert, solange der Nutzen überwiegt. Auch weil sich die Anwendung nur auf ein bestimmtes Zeitfenster beschränkt, also vielleicht Wochen. Wir in der Kosmetik müssen das strenger bewerten, weil unsere Produkte dauerhaft und lebenslang angewendet werden. Ergänzend für die Informations- und Datengenerierung ist die phytochemische Analytik zu nennen. Hier wird gezielt auf bestimmte Inhaltsstoffe untersucht, meist als Bestätigung der vorangegangenen Recherche. Mit der Quantifizierung toxikologisch relevanter Substanzen kann dann auch eine entsprechende Sicherheitsbewertung erfolgen. Wenn allerdings keinerlei Daten aus der Literatur zu den Inhaltsstoffen einer Pflanze oder deren toxikologischen Relevanz vorliegen, kann man das mit der phytochemischen Analytik aber auch nicht ausgleichen, weil sehr stoffspezifisch analysiert wird. Das würde in solch einem Fall bedeuten, no data, no market. Ich möchte mit Ihnen heute aber eigentlich nicht die klassischen toxikologischen Betrachtungen durchgehen, sondern vielmehr aus der Praxis die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nehmen und dabei die Fragestellungen aufzeigen, die uns bewegen. Wir schauen uns dazu einzelne Punkte zur Biografie der Rohstoffe näher an, um deren Qualität beurteilen zu können. Denn manche Qualitätsparameter wirken bis in die Sicherheitsbewertung hinein. Das kann sein die Identität und Herkunft des Rohstoffes, auch der Erntezeitpunkt, die Verarbeitung und letztlich die Lagerung, bis der Rohstoff im kosmetischen Mittel eingesetzt wird. Starten wir mit einem kurzen Quiz. Was haben diese Pflanzen gemeinsam? Wir sehen hier den blauen Eisenhut, Aconitum napellus, die Herbstzeitlose oder Curare, eine Zubereitung aus einem Lianengewächs, bekannt aus Südamerika. Richtig, diese Pflanzen dürfen aufgrund ihrer gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffe nicht in kosmetischen Mitteln eingesetzt werden. Sie sind explizit über Anhang 2 der Kosmetikverordnung verboten. Der blaue Eisenhut ist eine der stärksten Giftpflanzen in Europa. Schon 2 Gramm der Wurzel sind tödlich.
Die Blätter der Herbstzeitlosen werden im Frühjahr immer wieder mal mit Bärlauch verwechselt, was zu schweren Vergiftungen führt. Und woher wissen Sie jetzt, dass genau diese Pflanzen verboten sind? Sie konnten sie bestimmen, beziehungsweise ich habe Ihnen gesagt, welche Pflanzen das sind. Wir konnten also die Identität feststellen. Das ist aber nicht immer so einfach. Hier ein Beispiel. Wer kennt diesen Baum? Könnte alles Mögliche sein. Es ist der Neembaum aus Indien, vielleicht noch aus der Hobbythek von Jean Pütz bekannt. Und dieser Baum oder Strauch, das ist der Zetrachbaum, auch aus Indien, aber giftig und nicht einsetzbar in kosmetischen Mitteln. Die Morphologie der beiden Bäume bzw. Blätter ist recht unterschiedlich. Aber wenn Pflanzen bestellt werden, dann erfolgt das anhand der botanischen Bezeichnung. Und die ist hier Melia aceterachta für Neem und Melia acetarach für den Zetrachbaum. Sie sehen, sehr ähnlich, da kann es zu Verwechslungen kommen. Das klingt jetzt banal, aber ich muss schon ganz am Anfang wissen, was ich einsetze. Botanisch, sauber bestimmt, die Identität muss klar sein. Noch ein Beispiel dazu. Jeder kennt dieses Blümchen, die Kamille. Aber welche Kamille? Es gibt viele verschiedene Kamillenarten und solche, die nach Kamille aussehen und gar keine sind. In der Kosmetik wird meist die echte Kamille eingesetzt. Zu Verwechslungen kommt es aber häufiger mit der Hundskamille. Und die hat ein mittelstark sensibilisierendes Potenzial, also nicht geeignet, auf die Haut aufgetragen zu werden. Also auch hier die Qualitätssicherung mit Identitätsprüfung arbeitet der Sicherheitsbewertung zu. Kurze Jokerfrage: Wie kann man echte Kamille im Feld bestimmen? Das sehen Sie hier. Die Blütenköpfchen sind hohl. Das heißt also, der Stängel bildet einen Hohlraum, an dem dann die Blüten ansetzen. Das machen wir jetzt natürlich nicht für jedes Blümchen. Wie kann man echte Kamille im Labor bestimmen? Durch exakte Beschreibung der Pflanze und Analyse auf die wertgebenden Inhaltsstoffe. Hier zu nennen das Azulen, das ätherische Öl der Kamille, das charakteristisch blau gefärbt ist. Diese Identitätsfrage spielt jetzt stark in den nächsten Aspekt hinein, die Herkunft. Grundsätzlich können Sie Pflanzen aus Wildsammlung oder aus professionellem Anbau beziehen. Dieser junge Mann ist unser Wildsammler. Das heißt, wir beziehen einige Pflanzen direkt aus der Natur und da ist es wichtig zu wissen, was wird da entnommen. Professionelle Wildsammler sind Experten auf ihrem Gebiet. Sie besitzen eine sehr gute Kenntnis über die geernteten Pflanzen und kennen die Verwechslungsgefahren. Mal sind sie mit Seilklettertechnik wie hier in den Bäumen unterwegs oder wie rechts im Bild im Südschwarzwald bei der Arnika-Sammlung. Hinzu kommt auch die Nachhaltigkeit zu berücksichtigen und das Habitat zu schonen, sodass eine dauerhafte Sammlung möglich ist. Die Arnika ernten wir bereits seit über 40 Jahren an diesem Standort. Also Vorsicht bei unklarer Herkunft von Pflanzen aus Wildsammlung. Bedeutend einfacher gestaltet sich der Bezug von Pflanzen über die kontrollierte Primärerzeugung. Und damit verbunden ist die Sicherung der Identität und Qualität. Sie sehen hier unseren Heilpflanzengarten in Bad Boll, in dem wir Ausgangsstoffe für die Arzneimittel kultivieren. 150 verschiedene Pflanzen wachsen auf knapp 2 Hektar. Das ist eine große Vielfalt, aber kleine Mengen. Für die Kosmetik benötigen wir größere Mengen an Pflanzenmaterial. Das bauen wir auf unserem Demeter Sonnenhof an, wie hier im Bild zu erkennen. Das ist die Calendula-Ernte im Juli. Hier wird von Hand geerntet und nur die Blütenköpfe ohne Stängel. Trotzdem können auch im Anbau Probleme auftreten, zum Beispiel bei den Ernteverfahren. Zum Beispiel verwenden wir Weißmohnöl in einigen Produkten, also Öl, das aus den Mohnsamen gepresst wird. Mit Mohn verbinden wir gleich den Inhaltsstoff Morphin. Dieser ist in den reifen Mohnkapseln nicht enthalten, aber im Milchsaft unreifer Kapseln. Und beim maschinellen Ernten werden die Kapseln gequetscht, damit sie die Samen freigeben. Dabei kann eben Milchsaft austreten und die Samen mit Morphin verunreinigen. Also auch hier wichtig, entsprechende Wareneingangskontrollen zu installieren, um auf solche Verunreinigungen zu prüfen. Anderes Beispiel ist die Beikrautproblematik bei maschinellem Ernten.
Bekannt aus dem Lebensmittelbereich ist die Verunreinigung von Rucola mit Jakobskreuzkraut, das Pyrrolizidin-Alkaloide enthält und daher unerwünscht in Lebensmitteln ist. Ich muss also wissen, wie gut macht mein Lieferant das? Kann ich darauf vertrauen, dass solche Thematiken berücksichtigt werden? Stichwort Lieferantensicherheit. Und die Verlässlichkeit der Anbaupartner. Wir haben über Jahre und Jahrzehnte sehr intensive Beziehungen zu unseren Lieferanten aufgebaut. So auch zu diesen beiden Brüdern hier. Sie bauen Rosen in Georgien ökologisch an und destillieren daraus ätherisches Rosenöl. Regelmäßige Audits bei den Lieferanten tragen zur Qualitätssicherung bei. Wir führen eine Lieferantenqualifizierung durch, unter anderem mit einem Risikoanalyseformular, in dem auch sicherheitsrelevante Informationen abgefragt werden, um die Prozesse vor Ort zu gestalten. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir machen zusätzlich eigene Untersuchungen bei Rosenöl, zum Beispiel auf Pestizide oder Weichmacher. Aber auch auf natürlich vorkommende Substanzen, die toxikologisch und/oder regulatorisch von Bedeutung sind. Bleiben wir noch kurz beim ätherischen Rosenöl. Ätherisches Rosenöl wird klassisch über Wasserdampfdestillation der Rosenblütenblätter im Ursprungsland gewonnen. Für die Herstellung von 1 Kilogramm Rosenöl sind ca. 5000 Kilogramm Rosenblüten notwendig, also ein Aufkonzentrierungsfaktor von 5000. Rosenblüten enthalten sehr geringe Mengen an Methyleugenol, das dann entsprechend aufkonzentriert im nativen Rosenöl vorliegt. Methyleugenol ist über die KVO auf 2 ppm im Leave-On-Produkt limitiert. Das bedeutet, dass das Rosenöl einer fraktionierten Destillation unterzogen werden muss, um Methyleugenol zu entfernen. Mittlerweile machen wir das selber im Haus. Diese Abreicherung ist als Minimierungsansatz unerwünschter Stoffe zu verstehen. Und fragen wir uns dann, welche Aspekte sind bei der Verarbeitung von fetten Ölen zu berücksichtigen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aus Samen oder Früchten fette Öle zu gewinnen. Als Beispiel für die Kaltpressung möchte ich das Rizinusöl näher betrachten. Verwenden wir auch in verschiedenen Produkten. Rizinusöl wird aus dem Samen von Ricinus communis gewonnen. Irritationen der Haut oder der Schleimhäute durch Rizinusöl sind nahezu unbekannt. Die Rizinussamen enthalten allerdings Rizin. Das ist ein Lektin, das in sehr geringen Mengen die Gesundheit gefährden kann. Beim kontrollierten Auspressen der Samen geht das wasserlösliche Rizin nicht in das Öl über. Trotzdem muss bei der Wareneingangskontrolle auf Rizin geprüft werden. Genauso verhält es sich mit den 2 Hauptallergenen. Diese bleiben bei der Herstellung ebenfalls im Presskuchen zurück. Aktuell diskutiert wird der Gehalt an Rizinin in Rizinus. Hierzu wurden Gehaltsbestimmungen und In-vitro-Tests durchgeführt, um die Unbedenklichkeit dieses Inhaltsstoffes zu bestätigen. Bei Erdnussöl werden allergische Reaktionen durch die Raffination des nativen Öls ausgeschlossen. Durch die Entfernung der Proteine können derartige Öle auch von Erdnussallergikern vertragen werden. Dazu gibt es eine sehr gute Datenlage und ja auch die SCCS-Opinion aus dem Jahr 2014. Und dann können fette Öle auch durch Extraktion mit unpolaren Lösungsmitteln wie Hexan gewonnen werden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auf eventuelle Rückstände solcher Lösemittel zu kontrollieren. Nun wurden die Rohstoffe erzeugt, geerntet, verarbeitet und daran schließt sich die Lagerung an. Bei der Lagerung von pflanzlichen Rohstoffen sind nicht nur Qualitätsparameter wie Geruch, Farbe etc. zu berücksichtigen, sondern auch sicherheitsrelevante Aspekte. Die Oxidation ätherischer Öle führt zum einen zu einer sensorischen Veränderung und damit zu einer Qualitätsminderung. Die Oxidation eines ätherischen Öls kann aber auch zur Entstehung von Peroxiden mit erhöhtem sensibilisierten Potenzial führen. Ein Beispiel ist Limonen. Limonen weist als solches ein niedriges Sensibilisierungspotenzial auf. Dagegen sind die oxidierten Formen starke Sensibilisatoren. Dem wurde auch in der SCCS-Opinion zu allergenen Duftstoffen Rechnung getragen durch den Ansatz von Pro- und Prähaptenen. Pro- und Prähaptene sind Substanzen, die im ursprünglichen Zustand nicht sensibilisierend wirken,
die aber aktiviert werden können, zum Beispiel durch Oxidation oder auch durch enzymatische Prozesse. Wir haben hier im Haus vor einigen Jahren eine Promotionsarbeit durchgeführt, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt und daraus Maßnahmen für die optimale Lagerung von ätherischen Ölen ableitet. Nun kommen wir auf die Wiese vom Anfang zurück. Nehmen wir diese Wiese als Beispiel für einen neuen Rohstoff. Wir wollen also einen Auszug aus Heu in einem kosmetischen Produkt einsetzen. Was wäre dabei zu beachten? Zunächst interessiert mich die Lage der Wiese. Ist dort mit Verunreinigungen zu rechnen? Also vielleicht Verkehr, auch landwirtschaftlicher Verkehr, Nachbargrundstücke, Ackerflächen, die gespritzt werden, etc. Wie ist die Zusammensetzung der Flora? Was wächst dort? Da muss man genau hinschauen, auf Blätter und Blüten regelmäßige Bestimmungen durchführen. Wir haben dafür eine Agrarbiologin und einen Agraringenieur bzw. unseren Wildsammler. Und wenn die einzelnen Arten bestimmt sind, dann muss man wissen, wie der toxikologische Hintergrund dieser Pflanzen aussieht. Das heißt, jetzt startet die Recherche. Ein Beispiel, häufig sind auf solchen Wiesen Herbstzeitlose anzutreffen. Diese blühen im Herbst ohne Blätter und im Frühling treiben die grünen Blätter ohne Blüten. Das muss man wissen. Ich hatte eingangs schon erwähnt, dass die Herbstzeitlose eine Giftpflanze ist. Sie enthält Colchicin. Daher muss man die Herbstzeitlosen manuell entfernen. Trotzdem ist der Auszug nochmals auf Spuren von Colchicin zu untersuchen, damit dieser Stoff definitiv ausgeschlossen werden kann. Pflanzenbestimmungen sind außerdem auch mikroskopisch im Labor durch Pollenanalyse möglich. Dann interessiert mich, wann wird die Wiese geschnitten? Wie ist das Entwicklungsstadium bestimmter Pflanzen? Haben sich unerwünschte Stoffe in Blüten oder in Samen gebildet? Wie erfolgt die Trocknung zu Heu? Wie ist die Temperaturführung? Wenn das Heu immer wieder nass wird, kann dies zur Schimmelbildung führen, also Mykotoxine beachten. Und abschließend kann eine geeignete Analytik auf bestimmte Inhaltsstoffe erfolgen, die für die jeweilige Pflanze charakteristisch sind. Zum Beispiel, wie erwähnt, bei der Herbstzeitlosen auf Colchicin, generell auf Pyrrolizidin-Alkaloide, auch Kumarin-Derivate aus grünen Pflanzen, natürlich Furokumarine, vielleicht sind diese gelben Blumen hier vorne die Weinraute Ruta graveolens, die hohe Mengen an FCs enthält, Aflatoxine, Schwermetalle, Pestizide und weitere ubiquitäre Verunreinigungen. Schauen wir nochmal kurz auf das Gesagte. Für die Verwendung pflanzlicher Rohstoffe sind Kenntnisse über die Botanik Voraussetzung. Die Herkunft, der Anbau und die Qualität müssen bekannt sein. Pflanzliche Zubereitungen sind heterogene Vielstoffgemische. Das beeinflusst auch die Analytik. Die phytochemische Analytik kann als Instrument zur Identifizierung von Hauptkomponenten herangezogen werden. Die Bewertung der Hauptinhaltsstoffe erfolgt dann anhand toxikologischer Daten. Und bei der Sicherheitsbewertung pflanzlicher Rohstoffe können wir auf die Erfahrungen aus dem Lebensmittel- und Arzneimittelbereich aufbauen. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, meine Damen und Herren, das ist natürlich Qualität, die hochwertige Naturkosmetik ermöglicht, und das ist Wissen und Wissenschaft, die diese Grundlage für hochwertige Qualität beinhaltet. Recht vielen Dank, Herr Dr. Rösch, das war ein ganz hervorragender Vortrag. Meine Damen und Herren, damit kommen wir zum Ende des zweitägigen Kongresses von ICADA über Naturkosmetik. Und es ist ein typischer Kongress gewesen. Eine breite Vielzahl von Themen und nicht nur Label. Hochwertige Referenten mit wichtigen Inhalten, neuen Inhalten, bekannten Inhalten, Auffrischung von Wissen und Ergänzung von Wissen. Und last but not least, wir haben wieder mal
eine halbe Stunde überzogen und auch das ist typisch für ICADA-Veranstaltungen, weil wir haben immer mehr zu bieten, als letztendlich der Zeitrahmen erlaubt. Ich bedanke mich bei allen, die heute so lange ausgehalten haben, zusammen mit den über 470 Teilnehmern, die gestern da waren. Ich hoffe, Sie haben sehr viel profitiert, sehr viel Wissen mitnehmen können. Falls Sie noch nicht ICADA-Mitglied sind, würden wir uns freuen, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen durch Ihre Mitgliedschaft. Falls Sie ICADA-Mitglied sind, können Sie sicherlich auch weiterhin auf unsere starke Unterstützung rechnen. Für alle, die irgendwo einen Vortrag verpasst haben, wir werden uns Mitte Oktober spätestens melden. Wir bieten dann ein Video mit den beiden Vortragstagen an. Das heißt, alle Vorträge auf einem Video. Wir melden uns aber dann noch, wenn wir das fertig produziert haben. So bleibt mir nichts anderes, als Ihnen zu wünschen, dass Sie einen schönen Heimweg haben von diesem wunderschönen Strand der Beauty Beach am Mittelmeer. Die Sonne nicht vergessen, die wir Ihnen hoffentlich heute auch ein bisschen mitgeben konnten. Und viel Spaß beim Einstieg in Ihre operative Arbeit, die morgen dann auch bald hoffentlich zum Wochenende führt. Recht vielen Dank, Ihr ICADA-Team.